Hey! Ja, ihr seht den Titel richtig. Und ja, heute kommt endlich mal dieses verdammte Video. Nachdem ich schon lange an diesem Video gearbeitet habe, bestimmt schon über ein Jahr, holy shit. Ich werde niemals wieder so ein großes Videoprojekt machen, weil meine Güte frisst das Zeit. Wird es endlich mal Zeit, dieses große Videoprojekt euch vorzustellen. Da ich schon so lange an diesem Videoprojekt gearbeitet habe, sei dabei gesagt, dass die Audio in manchen Segments bestimmt ein wenig anders klingen wird. Ich habe mein Bestes versucht, es so konstant wie möglich zu halten, aber bei manchen ist das vielleicht auch ein wenig anders. Anyway, heute reden wir mal über Doctor Who. Und ja, wir ranken alles von Doctor Who, die ersten 60 Jahre. Und da merkt bestimmt der ein oder andere schon was. Season 1, Series 14, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ncuti Gatwas erste Season als Doktor ist nicht inkludiert. Je nachdem, wann dieses Video herauskommt, ist bestimmt die Season schon raus. Und bestimmt habe ich eine Review dazu gemacht. Aber da diese Season so neu ist und generell wir noch nicht alles wissen über Ncuti Gatwas Ära, warte ich lieber, bis ich das irgendwann mal in seinem eigenen Ranking behandle. Also sprich, wir reden nur über William Hartnells ersten Doktor bis hin zu Jodie Whittakers 13. Doktorin oder Doktor oder wie auch immer. Es sei dabei hier auch gesagt, anders als bei anderen Rankings, werde ich auf bestimmte andere Aspekte schauen. Das Ranking kann an manchen Stellen random in Anführungszeichen für den einen oder anderen wirken, da ich nicht wirklich etwa eingehe, warum diese Season oder Series besser ist im Vergleich zu der anderen, da das sonst am Ende ein wenig zu repetitive wird und ich mehr mich über die Storys spannen will, sie zu reviewen, sie zu betrachten. Da aber so ein Ranking-Format immer spaßig ist und es ein wenig langweilig wäre, vom Anfang der Show bis hin zum Ende der Show zu gehen, machen wir einfach dieses Ranking-Format, um ein wenig den Überraschungsfaktor zu haben. Sei hierbei gesagt, dass manche Seasons für mich mehr oder weniger besser sind als andere, aber dadurch, dass paar Highlight-Episoden existieren im Vergleich zu den anderen, werden die ein wenig höher gerankt oder untergerankt. Sprich, nimmt das nicht zu ernst mit dem Ranking, aber natürlich würde mich auch eure Meinung zu diesem Ranking interessieren. Schreibt gerne euer eigenes Ranking, schreibt gerne, an welchen Punkten ihr mir zustimmt oder nicht. Es sei dabei hier auch gesagt, hierbei handelt es nicht nur um meine Meinung. Anyway, ich habe genug gesnackert, dieses Intro geht viel zu lang. Legen wir los mit meinem Platz Nummer 39. Kommen wir doch mal aber zum letzten Platz von dieser Liste. Und das wird vermutlich der einzige Platz sein, wo ich das direkt erwähne. Und es zerstört mich ein wenig, denn hier haben wir Colin Baker, der einen fantastischen Doktor vor allem in Audio abgibt. Mit einer sehr schwachen, sehr öden, teilweise interessanten Experiment-Season, die zwar durch die Behind-the-Scenes-Issues definitiv Sympathie für mich hat, aber dennoch irgendwie nicht einfach meins ist. Ich hasse irgendwie keine Season von Doctor Who komplett, aber wenn es eine Season gibt, die ich auf den letzten Platz setzen muss, dann ist es The Trial of the Time Lord. The Trial of the Time Lord ist eine komplizierte Season zu bewerten, aber ich versuche das so gut es geht zu machen, also kommen wir erstmal zu den 3 Stories, die mehr oder weniger hier inkludiert sind und dann zu Ultimate War Arcade and Trial Segments, denn so wie eine Story hier aufgebaut ist, wird die mehr oder weniger unterbrochen von den Railyard, den Doktor und dem Gericht, um ein paar snarky Kommentare abzugeben, um als Evidence zu gehen, dass der Doktor ein großer, böser Mettler ist und der Railyard seine restlichen Regenerations definitiv verdient. Beginnen tun wir doch mal mit der ersten Story, The Mysterious Planet, das letzte große Robert Holmes Skript, zumindest das komplette. The Mysterious Planet ist für mich eine sehr okaye Story. In vielen Aspekten erinnert sie an ein paar der klassischen 70 Stories auf der guten und schlechten Ebene. Zwar nicht so inspiriert wie manch andere, hat es noch ein paar wirklich gute Momente und natürlich Holmes-like, wie immer sehr gute Side-Characters. Die Dynamik, die definitiv deutlich mehr freundlicher ist hier zwischen Perry und dem Doktor, ist deutlich erfreulich zu sehen und man kann mal hier sehen, dass deren Dynamik definitiv mit der Zeit besser geworden wäre, hätte mal Perry länger hier gelassen. Aber hey, Nicola wollte natürlich auch bestimmt andere Dinge machen, außer nur Doctor Who. Das Location-Filming macht wirklich viel Spaß hier und Sablon Klitz ist ein interessanter Charakter, der vor allem hier sehr stark scheint als in seinen anderen Appearances. Und generell ist es auch eine sehr solide Story, die zwar mich etwa nicht mit einem Wow zurücklässt, aber dennoch ganz nett ist, dass Robert Holmes wenigstens mit seiner letzten Story noch überzeugen kann, auf größerer Ebene als mit The Two Doctors, wofür ich etwa einen großen Softspot habe, aber definitiv die Probleme sehen kann. Mind Warp ist vermutlich die beliebteste Story aus dieser Season,
Season und ich bin irgendwie kein großer Fan von Mind Warp. Die Planeten und wie sie umgesetzt worden sind ein paar der besten Momente von Gansu. Allein schon das Directing ist einfach nur großartig. Prime Pleasant overackt das hier wirklich viel wieder und es macht wirklich viel Spaß. Prime Pleasants Overacting ist der große Saving Grace für mich. Wir kriegen hier Sil wieder zu sehen von Varos und seinen Boss, die beide großartig gespielt sind und beide sehr gut in Make-up gesetzt worden sind, beziehungsweise ein fantastisches Kostüm haben. Aber ich weiß auch nicht, Mind Warp ist eine Story, die mich einfach nur sehr enttäuschend zurücklässt. Paar grandiose Momente, allein schon der Moment, wo der Doktor realisiert, dass Perry gestorben ist. Paar Momente, die das Trial deutlich interessanter machen, beziehungsweise besser erklären, wo wir etwa diesen Doktor etwa sehen. Und paar großartige Momente seitens Colin, die ihn deutlich misstrauischer zeigen als in der vorherigen Story. Colin spielt den Doktor so fantastisch, wenn er mal assig sein kann. Also, ich mag die Story irgendwie, aber auf der anderen Ebene hat sie für mich etwa paar Padding-Probleme, paar Momente, die einfach nur contrivant sind und am Ende im großen und Ganzen von diesem Trial-Arc gibt diese Story irgendwie auch nicht so viel her. Terror of the Werewolves dagegen, Banger. Ich weiß, Terror of the Werewolves ist eine dieser Stories, die definitiv unpopulär war für eine lange Zeit. Oh nein, Mel wird hier eingeführt, gespielt von Bonnie Langford und sie hat vermutlich hier ihre beste Performance in der Classic Show zumindest. Die Werewolves haben definitiv ein sehr komisches Design und erinnern eher mehr an ein bestimmten anderes Ding statt an Aliens. Aber die Murder Mystery, auch wenn es definitiv nicht so eine fantastische Murder Mystery ist wie in Horror of the Fenrock oder auch später in Unicorn and the Wasp, macht Spaß und der Dr. Aga-Khan hier hat vermutlich seine beste On-Screen Performance Presence einfach nur hier. Eine sehr spaßige Story, die sehr underrated ist, aber durch die Trial-Unterpressungen definitiv ein wenig an Charme verliert. Und hey, Bonnie schreit im selben Ton wie das End-Outro-Sound Dingsterbums. Was kann man daran nicht lieben? Und zu guter Letzt Ultimate Foe aka die Trial-Segments. Ich habe so ein wenig angeteasert, die Trial-Segments variieren. Im ersten Teil aka Mysterious Planet sind sie intriguing und machen einen interessiert, was da wirklich etwa auf sich hat, mit zum Beispiel dem Whaleat. In Mind Warp sind sie eher mehr nervig und fühlen sich an wie eine Unterpressung von Werbung. Spaßige Werbung, unterhaltsame Werbung, aber dennoch immer noch Werbung, die vor allem von Collins Acting getragen wird. Terror of the Werewolves brauchte definitiv diese Unterpressungen absolut nicht. Die Story hätte deutlich besser gepasst als eine eigene Standalone-Story. Und Ultimate Foe ist mehr oder weniger die Conclusion von diesen Trial-Segments und ich mag Ultimate Foe irgendwie. Es hatte definitiv Production Issues und diese kann man definitiv on-screen merken, aber dafür, dass so viel hinter den Kulissen schief gegangen ist die Story sehr solide. Vor allem Part 1, die eine der besten, wenn nicht sogar die beste Szene für On-Screen Colin jemals hatte. Ihr wisst schon, die Szene, wo er mehr oder weniger die Time Lords vergleicht mit all seinen großen Enemies. Der Whaleat wird zwar ein wenig mystifiziert, immerhin erfahren wir, dass er mehr oder weniger irgendwer ein Doktor ist aus der Zukunft. Und Andy hier zu haben, ich mag Andy sehr, aber es ist sehr obvious, dass man mehr oder weniger diese Comparison dann hat, dass mehr oder weniger der Valiant nach den Trial-Momenten zum Master 2.0 wird. Als der Doktor und der Valiant in der Matrix ankommen, gibt es vor allem im ersten Part sehr viele interessante Ideen, im zweiten Part eher weniger. Allem in allem eine sehr mäßige Story, beziehungsweise Idee einer gigantischen Story, die definitiv nicht gepannt out hat, aber ein sehr interessantes Experiment war für Doctor Who, dennoch aber eine sehr schwache Season ist, die mich eher mehr enttäuscht zurücklässt, auch wenn sie etwa viele Highlights in fast jeder der Stories in sich hat. Matt Smiths Finale Series 7 ist eine komische, denn sie wurde zweigeteilt und fühlt sich auch so an. Da ich aber etwa nicht denke, dass man etwa Series 7a wirklich als eigene Season ansehen kann, nehme ich die einfach mal rein und nehmen wir doch mal auch die 50th Anniversary Specials hier rein, ähnlich schon wie wir das auch etwa bei anderen Specials und Series gemacht haben. Und beginnen tun wir doch mal mit der Opening Story Asylum of the Daleks. Abseits davon, wie mal Amy und Rory ziemlich out of character wirken ließ und deren Beziehung mehr oder weniger aus dem Nix verschwunden ist und kaputt gegangen ist das keine so gute Dalek-Story. Paar nette Ideen, paar nette Momente, aber es fühlt sich entweder zu Fanservice an oder zu nix aussagend. Dass etwa ein Parlament der Daleks existiert, ist auch ein wenig absurd.
absurd. Und dass es überhaupt so ein Asylum existiert, macht auch wenig Sinn. Dinosaurs on the Spaceship ist eine sehr Jurassic-Episode, wo mehr oder weniger mehrere Dinge aufeinander geworfen wurden. Dinosaurier in ein Raumschiff, Brian Williams, Rory's Dad, den wir alle lieben und stannen und der beste Part von dieser ganzen Episode ist. Und ein paar andere Figuren, die mehr oder weniger hier als Background-Figuren fungieren. Keine Celeste-Episode, aber eine sehr messy Episode, die sich so anfühlt, als hätte man so ein Dartboard gehabt und einfach auf dieses Dartboard mehrfach geschossen und was drauf gekommen ist, wurde etwa ein Skript involviert. Und hey, wir haben David Bradley hier als den Schurken. Yippie, I guess. A Town Called Mercy ist ein Banger. Western-Episoden sind in der Who-Welt mehr oder weniger sehr kontrovers. Aber Town Called Mercy, anders als The Gunfighters, ist die ernstere Version eines Westerns mit Sci-Fi-Elementen und meine Güte, funktioniert es einfach nur so gut. Eine sehr self-contained Story, die sehr simpel ist und dadurch das Pacing wunderbar hat. Die Charaktere, die im Background sind, machen einen fantastischen Job und all die Ideen, die hier uns etwa präsentiert werden, sind großartig. A Town Called Mercy ist der allererste große Banger dieser Series und leider auch einer der wenigen. The Power of Three ist sehr spaßig und ist gefüllt mit sehr netten Momenten. Hier wird uns Kate Lethbridge Stewart vorgestellt, die Tochter von den Brigadier, und sie ist ganz okay in dieser Episode. Nicht außergewöhnlich, aber sehr okay. Die Idee mit den Cubes, die aus dem Nix kommen, ist sehr interessant gemacht worden und das Design des Schurkens ist eigentlich sehr gut, nur der Fakt, dass dieser Schauspieler, der den Schurken spielt, sich geweigert hat, ihn zu spielen, mehr oder weniger größtenteilig, und deswegen das Finale sehr Deus Ex Machina sich anfühlt, macht diese Episode ein wenig sehr, sehr kacke. Aber hey, wir kriegen Brian Williams wieder hier zu sehen und ich liebe diesen Schauspieler einfach so sehr und der Charakter ist einfach nur so fantastisch. Was kann man an diesem Charakter nicht lieben? Angels Take Manhattan ist das Mid-Season Finality. Hier sehen wir die Departure von Amy und Rory und meine Güte, es ist eine gute Departure mit einem guten emotionalen Chor, aber vielleicht ein Ticken zu spät. Ich finde persönlich, dass sie etwa in Series 7 nicht unbedingt reinkommen müssten, aber da sie mehr oder weniger de facto die definitiven 11 Doctor Companions sind, macht es deutlich viel Sinn, sie noch ein letztes Mal zu haben. Wie sie etwa aus dieser Show rausgehen, ist eine sehr interessante Idee, aber da hätte ich mir auch ein paar mehr Dinge gewünscht. Zum Beispiel, was ist etwa mit Brian Williams passiert? Klar, ich weiß, es gibt so einen Short, aber es ist nicht in der Episode. Dass man die Weeping Angels hier wieder zurückbringt, ist ganz spaßig mit ein paar sehr netten Ideen und ein paar sehr guten Momenten und River Song, wie immer, macht sehr viel Spaß. Zwar keiner ihrer besten Performances, aber deutlich ein Improvement im Vergleich zu vielen Sachen aus Series 6 mit ihr. Eine Story, die manchmal sehr gut funktioniert, manchmal einfach nur ist. The Snowman ist das Christmas Special, was mehr oder weniger die Pritz hier führt. Der Doktor, nachdem er die Pons verliert, ist mehr oder weniger fett ab damit und hat entschieden zu retiren in Victorian London. Aber natürlich kann er nicht retiren und er trifft auf eine sehr komische Frau, die schon ihm sehr bekannt vorkommt, beziehungsweise später bekannt vorkommen wird. The Snowman ist die Reintroduction von The Great Intelligence, hier gespielt von Richard E. Grant mehr oder weniger. Wenn ihr die Episode kennt, dann wisst ihr, was ich damit meine. Und Richard E. Grant ist ein fantastischer Schauspieler. Hell, er hat sogar den Doktor mehr oder weniger einmal gespielt, zweimal sogar, aber hier funktioniert er definitiv nicht. Er wird underused und sein Charakter, The Great Intelligence, wird irgendwie nicht mit den kosmetischen Horror wieder verbunden, wie es schon beim Original Character der Fall war. Hierbei fühlt er sich eher mehr so an wie ein generischer Schurke. Ein paar der Ideen, als auch die Pest Monster Gang, machen zwar Spaß, aber sind jetzt auch nicht so nötig. Generell bin ich kein großer Fan von der Pasta Monster Gang, aber hey, wenn sie da rein müssen, dann I guess, ist es nett, sie wiederzusehen oder so ähnlich. Wie ihr merkt, ich bin kein großer Fan von The Snowman. Ein sehr okay, solides Christmas Special. The Bells of St. John sagt einfach nur, nette Idee, schlechte Umsetzung und paar der Dialoge fühlen sich super wonky an. Generell die Idee mit einer neuen Clara ist ein wenig aus dem Wind gegriffen. Da hätte ich mir doch eher mehr die Victorian Clara gewünscht. Aber hey, durch die späteren Seasons von Capaldi bringt uns diese Clara, die wir hier kriegen, mehr oder weniger deutlich mehr Material. In dieser Series leider weniger. Ihre Dynamik mit Matt Smith ist leider auch nicht so doll hier. The Rings of Ekatank ist berühmt für einen bestimmten Dialog. Und ich kann sehen, warum, denn dieser Dialog bzw. Monolog ist sehr, sehr gut. Und allgemein, Rings of Ekatank bietet sehr viel Freiraum. Das Worldbuilding ist sehr interessant, das Make-up bei den Aliens ist großartig und die Core-Idee ist gut. Nur fühlt es sich etwa sehr kurz an
Plan für diese gigantische Welt. Da hätte ich mir doch eher bisschen mehr gewünscht. Cold War ist die Definition von einer sehr okayen Episode. Nichts Außergewöhnliches, nichts außergewöhnlich Gutes, aber eine sehr okaye Episode, die Ice Warriors sehr nett reintroduced. David Warner ist hier zu sehen, der unter anderem auch den Doktor gespielt hat mal, und wir alle lieben David Warner, also yippie, ihn hier zu sehen. Und der Ice Warrior wurde ganz okay umgesetzt. Die Idee ganz solide, die Pun mit dem Namen Cold War ist eine gute, aber zu dieser Episode gibt es auch nicht mehr zu sagen. Hyde ist die mehr oder weniger sort of Roman, sort of Horror Story, und da habe ich schon meinen Gefallen mit. Denn die Romance, die uns hier vorgestellt wird, abseits von Eleven und Clara, ist eine sehr interessante und sehr süße. Die Idee mit diesem Monster und mit der Time Traveler, die mehr oder weniger gefangen ist in diesem Sprint der Zeit, ist eine sehr, sehr gute, die sehr, sehr gut umgesetzt worden ist, auch wenn manchmal das Greenscreen von diesem Wald ein wenig komisch aussieht. Die Elemente mit der Love Story von Clara und Eleven sind aber dagegen eher weniger so dolle. Journey to the Center of the TARDIS ist eine geniale Idee, wurde aber nur sehr beschissen umgesetzt und ich mag die Episode absolut nicht. The Crimson Horror, es existiert, es hat paar nette Elemente, besonders mit dem Charakter der Ada, und paar der Effekte sind ganz nett. Der rote Matt Smith ist ein Bild, was ich niemals vergessen werde, und die Personen aus der Gang hier zu sehen, ist ganz nett, da sie ganz gut genutzt werden. Auch wie man etwa den Aufbau hier macht, dass man den Doktor erst viel später in dieser Episode sieht, ist eine sehr interessante und nette Idee, aber abseits davon kein großer Fan von The Crimson Horror. Nightmare and Silver ist furchtbar, keine gute Cyberman-Story, die Kids, die wir hier haben, nerven einfach nur. Nichts gegen die Side-Actors, aber wir hätten die wirklich nicht gebraucht. Und Clara und Eleven's Banter ist einfach nur super nervig. Keine gute Episode, und man kann da definitiv etwa die Production Issues behind the scenes merken. The Name of the Doctor ist eine Episode mit einem fantastischen Moment, und der Rest ist ganz okay. Manchmal sind die Lines sehr cheesy, ein wenig zu cheesy, aber hey, es ist ein ganz okayes Finale, was einfach nur vergisst, mehr oder weniger eine Conclusion für diese Mini-Story zu haben. The Great Intelligence wird mal wieder hier genutzt, aber den Payoff, den man hier hat, beziehungsweise den Lack of Payoff, nervt wirklich an dieser Episode. Dagegen, The Night of the Doctor, auch wenn es eine Minisode ist definitiv, vermute ich, mein Favorit unter diesen ganzen Bats an Episoden. Denn es hat Paul McGann drinne, und wir alle lieben Paul McGann, und die Story, auch wenn die so simpel ist, auch wenn es sehr kurz ist, macht einfach so viel Spaß. Paul McGanns Acting ist bissig, und ich bin so sauer, dass wir nie etwa eine eigene Series oder Season mit ihm gekriegt haben, weil meine Güte, Paul McGann als der Doktor, großartig. Allein schon in seinen Audio-Adventures, großartig. Mein einziger Kritikpunkt an dieser Minisode ist, dass sie eine Minisode ist. Warum konnte es nicht eine ganze volle Episode sein, Moffat? Warum? Day of the Doctor ist das 50th Anniversary, wo wir den War Doctor vorgestellt bekommen, gespielt von John Hurt, und meine Güte, auch wenn ich mir gern gewünscht hätte, dass wir Paul McGann hier gesehen hätten, John Hurt ist ein fantastischer Schauspieler, der dem War Doctor so viel Tiefe in nur einer Episode gibt. Sein Arc ist mehr oder weniger am Ende gekommen, und dass man das so gut in einer Episode auserzählt, ist unglaublich. Der Saigon-Side-Plot macht sehr viel Spaß, und die Saigons hier zu reintroducen ist großartig, und das Banter zwischen Tennant und Smith großartig. Generell das Banter mit allen drei Doktoren großartig. Der Moment, wo alle 13 Doktoren zu sehen sind, mehr oder weniger durch Archive-Footage, großartig. Das ist so eine Episode, die sich etwa von Momenten zu Momenten auszeichnet. Eine Episode, die sehr Fanservice sein kann, aber das auch so verdient hat nach 50 Jahren an Who. Vielleicht könnte man kritisieren, dass irgendwie Classic Who ein wenig ignoriert wird und das definitiv mehr ein Anniversary ist für die moderne Show. Immerhin ist der Time War mehr oder weniger das große Ding und wird hier mehr oder weniger groß geretconnt. Aber hey, die Episode ist so spaßig, so unterhaltsam und wirklich gut geschrieben und bringt den Charakter des Doktors als auch die ganze Show in die Zukunft. Weg von dem Time War zu einer hoffentlich anderen Zukunft. Großartig einfach nur. Und zu guter Letzt Matt Smith's Swan Song Time of the Doctor. Eine Episode, die sehr kontrovers ist, da sie mit manchen Momenten einfach nur sehr cringy und wonky wirken kann. In anderen Momenten großartig. Die Idee, dass der 11 Doktor mehr oder weniger durch das alte Alter stirbt, großartig einfach nur. Wie man etwa das mit den Regeneration-Problemen löst, großartig einfach nur. Auch wenn ich es hasse, dass die Meta Crisis als Regeneration countet, aber hey, was kann man machen? Und generell, ich bin ein großer Fan von Time of the Doctor. Zwar
ist es manchmal super messy und man müsste mal sehr viele Plot-Flats mehr oder weniger ein Payoff geben. Und manchmal kann es absolut nicht funktionieren, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es wirklich gut. Der Endmonolog mit Clara ist wunderbar und so viel besser als das mit dem whiny Tenant I Don't Wanna Go. Ich bin großer Fan von Time of the Doctor. Eine sehr messy Series, die zwar ein paar große Highlights hat, aber durch Series 7b vor allem definitiv eher mehr runterfällt. Es fühlt sich falsch an, eine Season, die Day of the Doctor, Town Code Mercy und Night of the Doctor mehr oder weniger als Bats in sich hat, so low zu ranken, aber Series 7b sagt für mich in vielen Aspekten, also sorry dafür. Series 2 ist die allererste volle Season mit David Tennant als den Doktor. Und da es etwa seine allererste Season ist er noch nicht so stark gesaved als Charakter. Das hat manchmal seine Vorteile, aber auch Nachteile. Beginnen tun wir doch mal mit der ersten Story, The Christmas Invasion, das Christmas Special, was uns den kürzlich reinkarnierten 10. Doktor sagt, wie er die meiste Zeit schläft. Was ein fauler Sack. Aber hey, die Episode zeigt vor allem mit den Domestic-Momenten, wie Rose damit klarkommen muss, dass der Doktor plötzlich seine Appearance gechanged hat. Und diese Momente funktionieren wirklich gut, denn Russell T. Davies weiß genau, wie man diese Momente schreiben kann. Auch die Sycorax, aka die Alien-Rasse, die diese Invasion machen, funktionieren wirklich gut, aber das große Highlight dieser Episode, und ich glaube, jeder stimmt mir damit zu, ist natürlich das Ende, wo der Doktor etwa aufsteht und etwa ein wundervolles Hin und Her mit den Sycorax hat. Nicht nur zeigt es uns eine wirklich gute First Impression von diesem Doktor, nein, es erklärt uns auch, wer dieser neue Doktor ist. Und dabei bin ich noch nicht mal der größte Tennant-Fan von seinem Doktor, aber dieser Moment überzeugt einfach nur pur und pur. New Earth dagegen, der richtige Opener für diese Series, lässt mich eher mehr kalt. So haben wir etwa eine Buddy-Swap-Story hier. Und funktioniert diese Buddy-Swap-Story nicht wirklich. Ich meine, Piper und Tennant machen etwa eine sehr gute Performance aus, die diese ganze Buddy-Swap-Plotline in der Episode rettet. Und auch das Setting rund um New Earth ist wirklich gelungen. Aber so wirklich ein großer Fan werde ich nie von New Earth sein. Auch das langsame Lafty-Dafty von Tennant und Rose ist definitiv nicht meins. Auf der anderen Seite haben wir dabei aber Tooth and Claw, was ähnliche Probleme hat, aber an manchen Stellen durch diesen mehr konstanten Ton deutlich besser funktioniert. Hier haben wir Queen Victoria, wie sie fast von einem Werwolf angegriffen wird. Und die ganze Storyline ist ein wenig Banane, aber sie weiß genau, dass sie Banane ist. Und so hat man eher mehr Spaß mit dieser Story, statt etwa diesen konstanten Shift vom Ernsteren zu irgendein silly Body-Swap Storyline, wie wir das hatten in New Earth. Klar, der Werwolf vom CGI her ist nicht so dolle gealtert. Es hat natürlich seinen Charme, aber so gut gealtert ist es definitiv nicht. Ähnlich wie das meiste von dieser Series, wenn es um CGI-Effekte geht. Und das Ende ist definitiv der beste Teil dieser Episode. Ich bin immer noch kein großer Fan vom Lafty-Dafty zwischen Tennant und Rose, aber die Dynamik hier funktioniert deutlich besser und baut auch ein wenig mehr auf diese Recklessness, die sie beiden zeigen. School Reunion dagegen ist das erste große Highlight dieser Series. Nicht nur bringt es etwa die wundervolle Ex-Companion Sarah Jane Smith wieder ins Picture, nein, die Story zeigt auch einfach nur wundervoll, wie man Legacy-Charaktere zurückbringt und es organisch mit der jetzigen Story verbindet. Sarah Jane ist nicht nur da, um einfach zu sagen, hey, wir sind dieselbe Continuity wie die alte Serie. Nein, sie hat etwa einen Purpose und wird wundervoll gespielt, ist wundervoll geschrieben und hat etwa einen sehr interessanten Report bzw. eine Dynamik mit dem Doktor. Auch wie sie etwa die Story rund um den Doktor und Rose weiter voranbringt, ist wirklich wundervoll, sei es nun die Momente, wo Ten erzählt, dass er immer und immer regeneraten wird, während Rose irgendwann mal stirbt. Wundervoll. Auch der Circle, gespielt von Anthony Head, der ein fantastischer Darsteller ist, wenn es um Circle geht, überzeugt einfach nur. The Girl in the Fireplace, ich weiß auch nicht. Die Episode hat seine Probleme und ich bin auch nicht so der große Fan von den neuen Love Story Plot Point, was wir hier vorgestellt bekommen. Müssen wir wirklich etwa einen Love Plot Point haben in jeder dieser Episoden? Bitte hört damit auf. Bitte, 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 bitte. Aber ja, Moffat's Writing ist sehr solide. Es ist definitiv das Beste von seinem Skript unter RTD1, aber für das, was es ist es okay, I guess. Es hat ein paar sehr gute Ideen. Die Darstellerin, die Miss Pompadour spielt, macht etwa einen sehr guten Job. Aber ansonsten, abseits von ein paar sehr guten Momenten, lässt mich die Episode ja mehr kalt zurück. Rise of the Cyberman und The Age of Steel ist so einer dieser Typ-Parters, wo ich immer zwiegespalten bin. Denn auf der einen Seite ist es deutlich besser als das meiste, was wir von den Cybermen
Cybermans im Revival kriegen. Der ganze Parallel Universe Plotline ist ein interessanter Ansatz, um die Cybermans in das 21. Jahrhundert reinzubringen. Auch wie man das connected mit diesen neuen Apparaten, ist etwa eine sehr interessante Idee und funktioniert an manchen Stellen, an anderen eher weniger. Ich bin kein großer Fan vom RTD-1 Cyberman Design und es sieht auch einfach nur viel zu cyborg-key aus. Es hat zwar seinen Charme in diesem Typ-Parte, aber so ein großer Fan bin ich davon nicht. Dagegen ist der Drama-Part mit zum Beispiel Rose Vater als auch ihrer Mutter Seki in dieser parallelen Welt deutlich interessanter und zeigt auch einfach nur, wo das Writing deutlich mehr scheint. Und der Idiot's Lantern hat eine ziemlich gute Idee. The Wire ist ein fantastischer Circle, den man gerne zurückbringen kann, aber die Story ist halt wirklich nicht so dolle. Das Writing fühlt sich at best planned an, at worst ziemlich beschissen an. Die Dynamik zwischen Ten und Rose funktioniert hier wenig und auch David Tennant kann dieses Skript leider auch nicht retten mit seinem Charme. Es ist halt nicht eine sehr dolle Story. The Impossible Planet und The Satan Pit ist einer der besten Typatas der Tennant-Ära. No doubt. The Beast Aka, Satan Aka, Gabriel Wolf, der hier mal wieder seine Stimme leiht, überzeugt einfach nur. Klar, das CGI ist jetzt nicht das allerbeste, aber von allen CGI-Monsters, die wir hier in dieser Tennant-Ära kriegen, ist es vermutlich das beste gealterteste. Und meine Güte, kann ich etwa Gabriel Wolfs Stimme etwa loben? Oder auch die Atmosphäre. Die Atmosphäre funktioniert einfach nur. Selbst das Lofty-Dofty mit Ten und Rose, was wir hier manchmal kriegen, ist nicht so schlimm, wie es bei manch anderen der Episoden ist. Für mich zumindest. Ich weiß, es hat seine Fans, aber ich bin wirklich kein großer Fan davon. Und generell atmosphärisch wundervoll, das Directing wundervoll, die ganze Idee wundervoll und die Konfrontation mit Satan und den Doktor zählt zu einer der besten Momente, die Tennant in seiner Rolle hatten. Hier zeigt er einfach nur wirklich pur und Wolfs Stimme. Peak. Einfach nur Peak. Wundervoller, underrateder Two-Parter. Love and Monster ist eine dieser Stories, die oft belästigt worden ist. Die allererste Dr. Light Story, die an sich etwa eine supergeile Idee hat. Elton verfolgen wir hier, der mehr oder weniger eine sehr dramatische Sache in seiner Kindheit passiert bekommt hat, wo wir sehen, dass der Doktor involviert war und jetzt ist er so obsessed mit ihm, dass er etwa mehr oder weniger eine ganze Gruppe an Leuten sucht, die auch sowas ähnliches haben, wo sie auch so eine Obsession haben mit dem Doktor. Und an sich, geniale Idee, der Typ, der Elton spielt, ziemlich gut und das Monster, The Absorber Love, ist. Es gibt nur wenige Monsters, die ich etwa beschreiben würde als perfekt, aber dieses Monster ist einfach nur perfekt. Wirklich perfekt. An sich ist die Story ziemlich trashy, aber da ist auch der große Charme in dieser Story. Ich kann definitiv sehen, die Momente, wo Leute eher weniger so viel Spaß haben mit diesem Trash-Charme. Aber an sich, wenn es funktioniert mit dem Trash-Charme, funktioniert es ziemlich gut. Auch wenn die Story an sich ziemlich großes Potenzial hätte, was Fantastisches gewesen zu sein, aber am Ende wurde es eher weniger was Fantastisches. Was traurig ist, aber hey, man kann man nicht alles haben. Fear Her ist so ähnlich wie The Idiot's Lantern, nur ein Ticken besser. Die Story, beziehungsweise die Story-Idee ist fantastisch, aber die Idee von dieser Chloe ist so eine, die nur die wenigsten Side-Actors wirklich aufpolen können. Und da kann ich wirklich die Side-Actors hier nicht wirklich kritisieren, dass es eine sehr schwierige Rolle ist, wirklich gut zu spielen. Fear Her ist an manchen Stellen eine Story, die perfekt für das Audiodrama oder auch für ein Buch funktioniert hätten können. Aber für das, was es ist okay. Es hat ein paar sehr charmante Effekte. Die Idee ist ziemlich gut und das Ende überzeugt. Aber leider ist es an manchen Stellen wirklich ein wenig ein Schlock beim Anschauen. Und meine Güte, wir sind endlich zum Finale gekommen. Army of Ghost und Doomsday. Für manche das beste RTD-1-Finale, für manche das schlechteste RTD-1-Finale. Für mich, ich bin gemixter Meinung. Army of Ghost präsentiert eine ziemlich interessante Idee, wo aber es ziemlich offensichtlich wird, dass es die Cybermans dahinter stecken. Aber hey, der Cliffhanger mit den Daleks, wundervoll. RTD scheint vor allem, wenn er die Daleks schreibt. Und dieser Clan an Daleks ist einfach nur fantastisch und hat einen bestimmten Sass, den man nur bei seltenen Dalek-Stories sieht. Wenn es RTD aber schreibt, funktioniert das ziemlich gut. Der Moment mit Ten und Rose und wie sie Goodbye zueinander sagen, hittet mich zwar leider nicht wirklich emotional, aber ich kann definitiv
sehen, warum vieles ziemlich devastated gelassen hat. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Ten und Rose Lofty Dofty und mag daher die anderen Series ein wenig mehr, da dieses Lofty Dofty an manchen Stellen wirklich einfach nur nervt. Aber das Writing funktioniert, auch wenn es ziemlich kitschy ist und auch wenn die Performances das Ganze eher mehr tragen, statt wirklich das Writing. Die Momente gegen die Cybermans und die Daleks machen Spaß, auch wenn man sieht, dass RTD definitiv ein größeres Herz für die Pepperpots hat, statt für die Cybermans, aber hey, ich kann ihn verstehen. Er schreibt halt einfach nur legendär. Und der Two-Parter hat wirklich paar ziemlich gute Momente. Paar gute Ideen, paar eher weniger gute Ideen. Am Ende kann ich sagen, dass der Two-Parter an sich gut ist, aber für mich eher weniger was ist, da mich diese ganze Love-Story, wie gesagt, einfach wenig interessiert hat. Für die Leute, wo es aber funktioniert hat, ich applaudiere euch. Ich bin ein wenig neidisch. So, die Whittaker-Seasons sind sehr kontrovers, also kommen wir doch mal zu einer dieser und einer, die definitiv Hit und Miss ist. Und zwar Series 11, eine Season, wenn nicht sogar die Jodie Whittaker-Season, die von vielen am meisten gehasst wird. Ich persönlich gemixte Meinung. Aber starten wir doch mal mit The Woman Who Fell to Earth. Ein solider Introduction für diese neue Ära. Wir kriegen etwa viele neue Charaktere eingeführt und die kriegen alle ihren kleinen Spotlight. Wie mal etwa die Post-Generation von Jodie's Doktor gemacht hat, war wirklich gut und sie rockt einfach nur das Capaldi-Outfit. Irgendwie schade, dass ihr dann Main-Outfit mehr oder weniger ziemlich kacke aussieht. Sorry, aber es ist nicht irgendwie so ikonisch. Aber die Story als solches ist okay. Tim Shaw ist ein komischer Schurke. Die Idee und das Konzept und wie er gemacht ist wirklich cool. Aber damit wird wirklich kaum was gemacht, was ziemlich traurig ist. Und Grace, die Actress, die etwa Grace spielt, macht einen fantastischen Job. Die Endscene ist fantastisch einfach nur gemacht, auch wenn ich gerne etwa mehr davon gesehen hätte. Aber naja, es ist ein bisschen schnell mit allen und der Cliffhanger ist wirklich ziemlich gut. The Ghost Monument ist okay. Ich habe weder etwa negative Meinungen zu The Ghost Monument, noch positive. Ich bin weder ein großer Fan von diesem TARDIS Interior, noch bin ich etwa wirklich ein großer Fan von diesem Konzept. An sich, nettes Konzept, aber wurde auch irgendwie ein bisschen schlampig etwa umgesetzt. Alle Actors machen einen okaysten Job, aber ich bin ehrlich, ich interessiere mich null für The Ghost Monument. Netter Versuch, die TARDIS irgendwie in einer anderen, meaningful Art und Weise einzuführen, aber ich weiß auch nicht, kein so großer Fan. Rosa ist dagegen deutlich besser. Meine Gedanken zu Rosa sind sehr kompliziert. Ich finde es gut, dass Doctor Who so ein eher mehr aktuelleres, in Anführungszeichen, Topic etwa aufgreift, beziehungsweise eine Historie. Und das ist auch eigentlich wirklich gut gemacht worden. Problem ist halt, er sollte ein pure Historical werden. Finde ich zumindest. Warum? Nun, die Idee, dass etwa ein Zeitreisender oder was etwa messed up, ist per se nicht schlecht, aber für so einen Moment fühlt es sich irgendwie falsch an. Dass etwa der Doktor und halt ihr Team da was etwa fixen müssen. Ich weiß auch nicht. Das fühlt sich nicht so richtig an. Aber an sich eigentlich eine gute Episode, die bessere amerikanische Akzente haben, als manch andere der Doctor Who Episoden. Also Props dafür. Arachnids in the UK. Abseits davon, dass der Doktor, also Jodie's Doktor, mehr oder weniger eine sehr seltsame Moralvorstellung hat. Was man besonders hier merkt, ist diese Story wirklich nicht gut. Die Effekte sind solide, die Idee ist nicht schlecht, aber meine Güte. Ich brauche keinen weiteren Trump-Stand-In. Ich brauche das wirklich nicht. Und generell, ich bin kein großer Fan von Arachnids in the UK. Eine sehr langweilige, sehr vorhersehbare, mit paar guten Momenten, wie zum Beispiel, wie Graham etwa zu diesem Haus geht und mehr oder weniger Grace immer noch hört und etwa für sie grieft. Das war ziemlich gut, aber naja, ich weiß auch nicht. Ich bin kein großer Fan davon. Es war wirklich einfach nur kacke gemacht worden. Also Daumen nach unten. Ich versuche noch nicht mal diesen Titel etwa zu putzern oder auszusprechen. Was ich zu dieser Episode sagen will, der Pitting ist eine interessante Idee und generell ein paar der Konzepte sind interessant. Das Acting ist deutlich besser als in Arachnids. Das Writing ist okay, Sir. Und man kann sich mal das einmal geben, aber nee, ist auch nicht so meins. Es war irgendwie sehr langweilig. Und holy shit, kommen wir doch mal jetzt zu Demons on the Panzer. Das Highlight dieser Series. Und meiner Meinung nach vermutlich die beste Jodie-Episode aller Zeiten. Demons of the Panzer nimmt wieder mal eine deutlich aktuellere Historie an, als manch andere der harten Historie zum Beispiel. Und das gefällt mir wirklich sehr. Wie man das Thema etwa aufgreift, ist wirklich gut gemacht worden und hat wirklich einen guten Catch. Problem ist halt, dass es definitiv so ein Thema und wie es auch inszeniert worden ist, was man sich etwa nicht etwa mehrfach geben würde. Es ist halt keine spaßige Episode, aber eine sehr verdammt gute. Das Acting ist fantastisch. Jodie hat hier vermutlich ihre besten Momente. Die Idee, dass diese Krieger-Alien-Rasse mehr oder weniger einfach nur Beobachter sind für die Leute, die alleine sterben, ist fantastisch gemacht worden. Und generell, ich kann diese Story einfach nur loben. Irgendwie schade, dass man halt mal mit Jodies Ära mehr oder weniger bei den Historical
Historicals wirklich punkten kann meistens. Aber hey, es war definitiv ziemlich gut. Kerplam. Kerplam ist eine dieser Stories, wo schon zahlreiche Leute etwa gesagt haben, was daran nicht funktioniert. Und statt etwa nochmal das alte Trading etwa reinzutraden, sage ich einfach nur, was zum Fick? Was zum Fick? Warum ist Zodi's Doktor ein Amazon Zill? Klar, es ist Kerplam, ein Weltraum-Amazon und nicht Amazon und die Leute, die higher up sind jetzt nicht so korrupt. Und bei sie kann es funktionieren, aber meine Güte, wenn man jetzt diese Episode 2023 anschaut, hat sich sehr viele Aspekte, die ziemlich uff sind. Vor allem jetzt mit der Thematik von AI. Großes Uff. Keine gute Episode. Vermutlich sogar die schwächste Episode von dieser ganzen Series. Ich mag sie wirklich nicht. The Witchfinders ist eine dieser Episoden, wo ich sogar etwa den Target Novel gelesen habe. Und ich bin großer Fan vom Target Novel. Die Story jetzt solches hat Pluspunkte. Alan Cunning spielt einen fantastischen King James, auch wenn es sehr campy ist, aber wirklich etwa gutes Campy. Aber teilweise wünsche ich mir, dass man sich mehr auf diese Witch Trials fokussiert hat. Again, ich bin Fan von Historicals und die Saudi Historicals, zumindest in dieser Series, waren ziemlich gut meistens. Hier nicht so dolle, vor allem wegen diesem Alien Threat, was ziemlich gut gemacht worden ist mit den Effekten und Make-up, aber definitiv einfach nicht gepasst habt. Hätten wir nicht einfach etwa die Witch Trials sehen können? Bitte? Auf jeden Fall, falls ihr The Witchfinders etwa für euch selber erleben wollt, holt lieber den Novel, weil der ist deutlich besser. Und by the way, die Darstellerin, die Willow gespielt hat, hat einen so fantastischen Job gemacht. Props an sie. It Takes You Away ist vermutlich die interessanteste Konzept-Episode dieser Series. Es hat viele interessante Konzepte, wo ich mir gewünscht hätte, dass die mal ein bisschen mehr geflasht out sind. Es gibt fantastische Charaktermomente, die fantastisch von Predatory World und so weiter gespielt worden sind. Und die Idee ist fantastisch und genial. Eine Welt, wo man etwa die geliebten Toten etwa wieder sieht oder mit denen reunited kann, ist eine so kreative, so gute Idee, die mehr oder weniger okay dargestellt worden ist. Die Inszenierung ist wirklich interessant und ich mochte es wirklich, dass man nicht etwa erzählen konnte bei meinen ersten Worts, was als nächstes passieren würde. Eine definitiv deutlich interessantere Episode und einer der Highlights dieser ersten Zodi-Season. Und vor allem das Ende mit einem Frost, ein Universe, was sich als Frost darstellt. Es ist so Douglas Adams, was ich einfach nur liebe. The Battle of Rance Avel Kolos existiert. Mehr muss ich auch dazu nicht sagen. Resolution ist das New Year Special mit den Daleks. Was man mit den Daleks hier gemacht hat, beziehungsweise den einen Dalek, war wirklich kreativ. Auch wenn man das am besten beschreiben kann mit Daleks X Ratatouille. Es klingt seltsam, aber es funktioniert im Konzept wirklich gut. Ich bin jetzt kein so gigantischer Fan von dieser Episode, aber für das, was es sein will, ist es sehr solide. Manche Dinge, vor allem die Charakter-Arcs bezüglich Ryan, könnten besser gemacht werden. Aber hey, definitiv besser als The Battle of Rance Avel Kolos. Was auch immer das war. Aber kommen wir doch mal zu meiner allerersten Doctor Who Season. Und was könnte es für eine Season sein? Irgendwo muss man ja auch anfangen. Natürlich habe ich etwa mit einer der meistgehasstesten Seasons überhaupt angefangen. Season 24. Was für ein guter Starting Point für Doctor Who. Season 24, ich werde nicht lügen, hat Probleme. Und ich habe etwa einen kleinen Bias und Softspot, weil es eben mein Entry Point in die Who-Welt war. Aber, seien wir mal ehrlich, Season 24 hat gigantische Probleme. Beginnen tun wir doch mal mit der ersten Story, Time and Rani. Basically, diese Story beginnt mit einer Opening Scene, in der wir die Regeneration von Sylvester McCoy in einen Wig into Sylvester McCoy ohne ein Wig sehen. Das liegt daran, weil Colin Baker gesagt hat, nein, fickt euch, ich komme nicht zurück zu der Show, während ihr mich etwa übers Phone geäxt habt, was verständlich ist und was auch sowieso eine nicht so tolle Entscheidung war von Michael Craig, aber whatever. Und Time and Rani fortsetzt diese Craziness und diese Messiness, denn Time and Rani ist ein Messi-Skript. Es fühlt sich in vielen Punkten nicht so an, als hätte man etwa eine Ahnung, was man macht. Es trackt an vielen Stellen viel zu sehr und es ist so eine Story, die hätte vielleicht Potenzial gehabt, aber die wurde so schnell etwa geschrieben, dass man keine Rewrites machen konnte, gefühlt. Und das merkt man auch. Kate O'Mara als Durrani wieder zurück, unser Lieblingssong aus Season 22. Yay. Und auch wenn sie etwa eine gute Performance abgibt, ist ihr Charakter in ihrer zweiten Appearance ein wenig out of character. Und hey, wir haben einen Riesenbrain. Wuhu, ein Riesenbrain und Anke-Jokes und ich habe keine Ahnung, was ich zu Time and Rani sagen kann. Messy Story, ich habe dennoch irgendwie einen Softspot und irgendwie ist sie unterhaltsam auf einer So Good It's Bad Level, aber irgendwie auch nicht. Es ist eine komische Story. Eine deutlich bessere Story ist Paradise Tower und ich werde mal so sagen, es ist vermutlich die beste Story von dieser ganzen Season. Paradise Towers ist nicht nur etwa ein gutes Setting, ist nicht nur super gut gepaced, hat nicht nur etwa sehr campy gute Villains, hat nicht nur die Cleaners, die wir alle lieben, hat nicht nur Kannibalisten, Crannies und hat nicht nur etwa paar wirklich gute Cliffhanger. Nein, es ist auch einfach eine sehr
unterhaltsame, gute Story. Zwar nicht so gut wie ein paar der späteren McCoy-Stories, aber dennoch eine sehr unterhaltsame Story, die weiß, was sie etwa reißen will und es damit so gut erreicht. Vermutlich die konstanteste Story aus dieser ganzen Season. Und Delta and the Bannerman, Delta and the Bannerman. Was kann man über dich nur sagen? Delta and the Bannerman ist die Trash-Story von dieser Season. Die meistgehatteste Story aus der McCoy-Ära und irgendwie mag ich sie super sehr. Versteht mich nicht falsch, Delta and the Bannerman ist grottig. Das Skript ist viel zu messy und hat zu viele Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen. Wie mal diese Story anfängt, ist seltsam und super Panto. Und generell, diese Story schreit einfach nur Panto. Pantomime, Pantomime hier, Pantomime da. Und irgendwie, es funktioniert für mich. Klar, die Story ist nicht auf einer guten Art und Weise gut, sondern auf der ironischen Art und Weise gut. Und hey, das Wells Girl, was etwa eine Would-Be-Companion gewesen wäre, also Raven, ist eine sehr sympathische Figur, die auch super sympathisch gespielt wurde. Also wenn sie unser neuer McCoy-Companion gewesen wäre, hätte ich wirklich nichts dagegen gesagt. Aber, well, das ist nicht passiert, denn in der nächsten Story kriegen wir Ace vorgestellt, gespielt von der großartigen Sophie Aldred. Und wie kann man Ace nicht lieben? Ein Charakter, der in seinen Anfängen mehr oder weniger fast flat sein kann und nur durch das Acting von Sophie wirklich strahlen kann. Aber meine Güte, was für ein Acting das ist. Dragonfire ist die schwarz-beste Story von dieser Season und präsentiert uns den Schurken Kane, der ironischerweise anders als viele andere Schurken aus dieser Season komplett straight gespielt wird, aber das umso mehr funktioniert. Außerdem haben wir in Dragonfire einen Literary Cliffhanger. Was kann man daran nicht lieben? Und Dragonfire hat eine gute Departure-Scene für Mel, obwohl sie etwa einer der unbeliebtesten Companions vor allem in den 80s war. Ich persönlich finde Mel vor allem in dieser Season ein Mixed Bag, denn in manchen Momenten hat sie wirklich viel Agency zu sich, in anderen Momenten eher weniger. Da wünsche ich mir doch eher mehr die Terror of the Ververt Mel zurück, statt diese Mel. Wie sie aber eine Departure kriegt, ist wirklich sehr bittersüß. Season 15. Meine Güte, habe ich etwa Gedanken zu dieser Season zu sagen, weil meiner Meinung nach ist es vermutlich das größte Mixback von der ganzen Tom Baker-Ära. Aber starten wir doch mal mit Horror of Friend Rock. Was für ein atmosphärisches Serial, was für ein fantastisch gefilmtes Serial und generell einfach nur ein Serial, was sich wirklich etwa so anfühlt, als wäre es das letzte Hinchcliffe-Ära-Serial überhaupt gewesen. Und das nicht gesehen, ist es das auch. Irgendwie. Horror of Friend Rock ist einfach nur fantastisch geschrieben worden und fantastisch gemacht worden. Man könnte jetzt etwa die Effekte vielleicht etwa kritisieren, denn sie sind leider nicht so gut gealtert, aber alles da drum und dran ist wirklich einfach nur fantastisch gemacht worden. Und es spielt auf einen Leuchtturm. Und ihr wisst, wie sehr ich etwa Dinge liebe, die auf einen Leuchtturm spielen. Zwinker. Also was für ein fantastisches Serial. Ich kann es nur loben. Die Performances von sowohl Louise als auch Tom, fantastisch. Und auch der Nebencast hat sehr viel Charakter und macht einfach nur Spaß. Der Invisible Enemy ist okay. Mit den upgedateten Effekten ist es definitiv angenehmer zu schauen. Die Laser-Effekte sind auf jeden Fall besser in der Special Edition und irgendwie hat es ja auch seinen Charme. Der Typ, der K9 Erfinder spielt, macht einen wirklich guten Job. Und hier haben wir zum ersten Mal K9 eingeführt, der zum einen ein Fraud ist, aber zum einen ganz nett ist. Und auch die Story als solches hat etwa ein paar Höhepunkte. So ist die erste Episode ihr bester Höhepunkt. Und das Ende dieses Serials ist auch ganz nett. Ansonsten, meh. Image on the Vandal ist einfach nur fantastisch gemacht worden. Der Nebencast ist wirklich gut aufgeflasht worden und alle Darsteller machen einen fantastischen Job. Und es ist einer der wenigen Doctor Who Series, die sich deutlich mehr auf den Nebencast fokussieren, als auf den Maincast. Tom und Louise sind einfach nur fantastisch hier gemacht worden und generell die ganze Story, die ganze Mystik ist einfach nur wundervoll gemacht worden. Es ist ein sehr atmosphärisches Piece und dafür liebe ich es so sehr. Auch die Effekte und die Endform von dem Vandal, auch wenn viele sagen, es ist nicht so super, wie man es vorstellen würde, mag es irgendwie sehr. Und auch dieses goldene Ballett-Tanzerin-Ding hat irgendwie was Gruseliges an sich und ich mag das auch einfach wirklich sehr als Idee. Und generell, das ist vermutlich mein Lieblings-Serial aus dieser ganzen Season. Und was für ein fantastisches, gutes Serial das einfach nur ist. Für alle Leute, die Tom, die vorherigen Tom-Season mochten oder generell Tom Baker, den Doktor mögen, werden hier ihr Blast haben. Vor allem die letzte Episode ist einfach nur more. Safkiss. The Sunmakers ist Robert Holmes' Fuck You an eine Sache, die ihnen etwa vor kurzem passiert ist. Aber generell, The Sunmakers ist eine wirklich gute Satire, auch wenn die ziemlich dark sein kann. Also wirklich, es gibt manche Momente, wo man sich denken kann, wie haben die das etwa noch reingesagt? Und diese Season ist mehr oder weniger ein Endprodukt, das mal weniger von diesen darken, horrorhaften aus der Hinslip-Ära weggehen will und deutlich family-friendly wird. Aber auch hier haben wir ein paar sehr makabre Momente. Der Charme, der Humor und die Idee, wie dieser Schurke etwa besiegt wird, ist einfach nur so ulkig, aber so spaßig.
spaßig. Und die Welt des Sunmakers, ich weiß, viele Leute mögen die Story, warum auch immer nicht. Ich mag sie wirklich sehr. Einer der Klassiker von Robert Holmes und einer der underratedsten Story von ihm. Underworld. Ich habe mich wirklich gedrückt über dieses Serial. Das war sogar mein letztes Tom Baker Serial, was ich überhaupt gesehen habe. Und ich hatte Rest. Underworld sagt. Underworld ist furchtbar. Underworld interessiert mich ein Size. Es ist kein gutes Serial. Es interessiert mich einfach nur null. Und es hat zwar eine sehr gute erste Episode, aber ab dem Setup wird es etwa wirklich, wirklich nur schlimmer. Die Idee mit dem Teilmördern als Göttern ist wirklich fantastisch und hätte wirklich ein gutes Serial abgeben können. Aber wie man das hier gemacht hat, ist einfach nur lächerlich. Viele beschweren sich über die CSO-Effekte, wenn ich mich richtig sinne, hat mehr oder weniger Early Green Screen auf ein BBC-Budget. Das ist natürlich logisch, dass es nicht gut aussehen wird. Aber meine Fresse, Underworld ist so langweilig. Ich kann mich an fast kaum was erinnern und die Socken sind einfach nur lächerlich und vergessenswert. The Invasion of Time ist das Ende dieser Season und was für ein Ende das ist. Der Setup ist wirklich furchtbar gemacht worden. Wir haben einen guten Cliffhanger mit den Centaurans, aber das war auch alles. Dieser eine gute Cliffhanger ist irgendwie fast alles, was etwa in diesem Serial gut ist. Tom Baker gibt eine wirklich gute Performance ab, aber seine Performance ist so die und irgendwie so an Tom Baker ist. Und das macht das irgendwie so öd einfach nur. Invasion of Time hat nette Ideen. Invasion of Time müsste Gallifrey deutlich mehr ausflessen und hat natürlich etwa das Potenzial, dies zu machen. Aber Invasion of Time schafft es einfach null, das wirklich irgendwie glaubhaft oder gut zu machen. Die originalen Effekte sind auf einer trashigen Art und Weise unterhaltsam. Die neuen Effekte sind deutlich besser. Aber naja, man konnte mal merken, dass man sowohl etwa wenig Zeit hatte, dieses Ende zu schreiben, noch irgendwie das Budget hatte, irgendwas ordentliches darüber zu machen. Viele der Fehler, Plubbers wurden mehr oder weniger reingelassen in diesen Serial nach Jahren, wo mehr oder weniger Doctor Who wenigstens das Budget hatte, eine Episode deutlich mehr zu schneiden oder deutlich mehr Reshoot zu machen. Aber meine Güte, The Invasion of Time ist so enttäuschend, so öde und ich habe eigentlich auch nicht so viel zu diesem Serial zu sagen, außer die haben Lila dirty gemacht. Ihr Exit ist grauenhaft. Das Ende, wo die Kamera auf Tom zoomt, ist natürlich ganz nett, aber ich möchte einfach dieses Serial vergessen, ehrlich gesagt. Aber kommen wir doch mal zur allerersten Season von Jon Pertwee auf dieser Ranking-Liste. Und bei den Pertwee Seasons habe ich mich wirklich schwer getan, denn all diese bieten wirklich Großartiges in sich. Aber es muss immer jemand geben, der auf den letzten Platz landet. Und das ist hier in diesem Fall Staffel 8. Staffel 8 bringt uns Katie Manning, also Grant, rein und Rosa Delgado als den allerersten Master, zumindest on screen. Und beide sind fantastisch einfach nur. Und ich werde sie vermutlich in diesem Segment sehr stark loben. Deshalb tut es mir ein wenig weh, diese Staffel so low zu haben. Aber irgendwo muss die ja sein. Beginnen tun wir mit Terror of the Autons, die zweite Auton-Story. Und was für eine Story das ist. Ich war schon ein gigantischer Fan von Spearhead. Aber Terror of the Autons, auch wenn es nicht so gut ist wie Spearhead für mich zumindest, macht dennoch sehr viel Spaß. So, Grant wird hier fantastisch eingeführt. Ich mag zwar nicht, wie dick ist etwa der Doktor zu ihr erstmal ist, aber hey, das ist mehr oder weniger der kleine Arc in dieser Season, von daher verstehe ich es. Der große Standout hier ist natürlich Rosa Delgado als der Master, der genau in dem Moment, wo er reinkommt, die ganze Story für sich stiehlt. Die Autons werden auch mal hier wieder interessant weiter eingeführt bzw. erweitert und es ist natürlich ikonisch einfach nur, sie in diesen Blumenhändler-Kostümen zu sehen. Einfach nur ein ikonischer Start, ikonische Kostüme und so weiter und so weiter. Das Finale ist zwar nicht so gut wie bei Spearhead, aber dennoch macht diese Story einfach so viel Spaß und ist etwa ein guter Einführungspracht für diese Unit Family, die sich etwa im Laufe der nächsten Seasons entwickeln würde. The Mind of Evil ist underrated. The Mind of Evil ist ein Six-Parter und meine Güte, was für ein Six-Parter das ist. Zwar trackt er an manchen Stellen, aber ist so fantastisch einfach nur. Rosa Delgado wieder on top form hier. Die Dynamik mit Katie und Son ist vermutlich einer der besten aus dieser ganzen Season und die Story dahinter ist wirklich interessant und fühlt sich ein wenig so an, als wäre das etwa eine Story, die in Season 7 geplant worden ist, aber nie umgesetzt worden ist. Eine sehr typische Season 7 Story, meiner Meinung nach, und das funktioniert wirklich sehr gut. Allein so ein paar bestimmte Szenen machen diese Story einfach so gut. Vermutlich das Crown Jewel dieser Season für mich, ehrlich gesagt. Denn nix kann etwa die Kelly-Maschine oder wie auch immer sie heißt, zerstören. Wortwörtlich nicht. Claws of Exos, zugegeben, es ist eine sehr solide Story. Exos ist ein super interessantes Konzept und wurde auch relativ gut hier umgesetzt. Rosa Delgado, so sehr ich ihn
ihn auch liebe, wird ein wenig overused in dieser Story. Aber es gibt einen ganz gigantischen, großartigen Moment mit ihm und Son. Also lohnt sich etwa seine Inclusion in dieser Story mehr oder weniger. Die Idee hinter Exos ist wirklich, wie gesagt, fantastisch gemacht worden. Und was deren Plan ist und wie sie damit umgehen. Wirklich, wirklich gut. Und generell eine sehr typische Unit-Story, die Spaß macht. Mit guten Effekten überzeugt, aber auch nicht mehr ist. Sehr solide, aber auch nicht mehr. Colony in Space. Ich bin ein wenig zwiegespalten zu Colony in Space. Manchmal denke ich mir, oh, die Story ist ziemlich gut. Aber dann erinnere ich mich etwa an ein paar Momente und an dieses ganze Tracking, denn 6 Parts für diese Story waren viel zu viel. Es hätte eher mehr ein 4-Parter sein müssen oder vielleicht sogar ein 5-Parter, aber 6 sind wirklich zu viel. Gegen Ende wird die Story deutlich besser und hat paar der besten Rosa und Son Momente. Katie Manning hier ist weniger hier ein Standout und hat vermutlich die wenigste Screentime in ihrer ganzen Season mit dieser Story. Paar der Alien Designs machen wirklich Spaß. Die Idee, den 3. Doktor mehr oder weniger auf seine Mission zu schicken von den Time Lords, ist eine clevere Idee, um ab und zu mal wieder etwa Planeten zu sehen. Aber hey, die Story ist auch nicht so viel, was man darüber schreiben kann oder reden kann. Sehr okay Story, aber definitiv die schwächste. Und zu guter Letzt The Demons. The Demons ist ein Fan-Favorite von dieser Season. Und auch zu einem guten Grunde, denn The Demons bietet vermutlich die beste Delgado-Performance unter anderem in dieser Show. Und das ist wirklich etwa ein hohes Podest und hohes Lob, denn Rosa Delgado ist eigentlich immer fantastisch, egal in welcher Season er ist. Aber besonders hier ist er einfach nur großartig. Die letzte Episode ist einfach nur Peak und gehört zu einer der besten Doctor Who Episoden of all time. Der Rest unterhält zwar sehr gut, aber ist meiner Meinung nach definitiv ein wenig zu langarmig, ohne wirklich sehr viel zu adden. Wie der 3. Doktor mehr oder weniger die Existenz von Magie verneint, ist wirklich schön zu sehen und macht wirklich viel Spaß. Die Nebencharaktere machen Spaß, wie mal diese Dämonen, aka die Demons, umgesetzt hat, ist ziemlich gut. Vielleicht gegen Ende ein wenig zu laut for the sake of it, aber dennoch wirklich gut. Und generell, ich mag die Demons wirklich sehr. Vielleicht ein wenig overrated, definitiv nicht die beste Unit-Story, aber dennoch eine sehr fantastische. Kommen wir doch mal zu Season 16. Oh mein Gott, Season 16. Du seltsame Season. Ich möchte dich ja so sehr mögen, aber du machst es auch so hart, dich zu mögen. Season 16 ist die einzige Tom Baker Season mit Mary Tam und meine Güte, Mary Tam als Romana One ist fantastisch. Zwar persönlich mag ich etwa Lala Ward mehr in der Rolle, aber meine Güte, Mary Tam hat diese Rolle wirklich sehr stark gesaved und wirklich fantastisch etwa hier gespielt. Nur leider ist diese Season definitiv eher auf der besseren Seite. Beginnen tun wir natürlich mit der Opening Story The Ribos Operation. The Ribos Operation ist eine wirklich sehr spaßige Story. Zum einen kriegen wir etwa den Epilog von der Key to Time Saga, die diese ganze Season basically ist. Es ist mehr oder weniger eine Schatzsuche für die Schlüssel von dem Key to Time. Und die Story als solches, die wir dann später mit dieser ersten Mission kriegen, ist auch wirklich sehr spaßig. Allein schon die Nebenfiguren machen einfach nur fantastisch viel Spaß und fühlen sich sehr gut an wie Companions des 4. Doktors. Und man kann mal definitiv merken, dass diese Leute, die sie gespielt haben, ihren Spaß hatten, genauso wie Tom Baker. Ein paar der Creepy Lines sind auch wirklich ziemlich witzig. Und Mary Tam, wie sie hier eingeführt wurde, ist ziemlich gut gemacht worden. Also Daumen hoch für die Ribos Operation. Wer hat das denn geschrieben, dass es so spaßig ist? Ach, Robert Holmes. Das macht Sinn. The Pirate Planet ist Douglas Adams mehr oder weniger erstes Outing für Who. Und meine Güte, ich müsste The Pirate Planet wirklich schätzen, aber ich bin eher mehr auf einer gemixten Meinung damit. Denn anders als zum Beispiel ein paar seiner Stories aus Season 17, ist das definitiv einer der schwächsten, wenn nicht sogar die schwächste Douglas Adams Who-Story. Douglas Adams ist ein sehr talentierter Writer, vor allem wie er das Verständnis für Tom Bakers sehr silly Seite des Doktors hat, ist einfach nur fantastisch. Das hat er auch hier und die Line Delivery ist fantastisch. Die Lines sind auch wirklich gut und die Idee ist auch eine sehr spaßige. Allein schon der Captain und wie campy er gespielt worden ist wirklich großartig. Nur leider überzeugt diese Story eher weniger. Ich möchte nicht zu hart klingen, aber ich finde, dass The Pirate Planet sich ein wenig zu sehr trackt als ein Paw-Pater und das ist definitiv kein gutes Zeichen. Ich wünschte mir, es wäre eine Story, die ich deutlich mehr setzen könnte, aber hey, das Location Filming ist fantastisch einfach nur. Dagegen ist Stones of Blood die 100th Doctor Who Story ever. Definitiv eine Orde, aber eine sehr spaßige. Nicht nur kriegen wir etwa Tom Baker mit einer
Lawyer Rick zu sehen hier, was einfach nur großartig ist und wozu wir auch etwa eine Referenz in The Starbeat gekriegt haben. Nein, wir kriegen auch eine der absurdesten und vermutlich eine der seltsamsten Who-Stories ever. Mary Tam macht hier einen wirklich guten Job, die Cliffhanger machen wirklich viel Spaß und machen einen neugierig, was hier etwa abgeht, und der Twist mit der Schurken ist wirklich gut gemacht worden. Generell, wie man das etwa aufgeteilt hat, in basically 2 Parts, also 2 Parts, die mehr oder weniger eine ganze Story ergeben, aber dennoch sehr anders gestylt worden sind, directed worden sind und teilweise auch geschrieben worden sind, ist wirklich eine sehr spaßige und sehr ruhige Idee, die ich mir gerne in Classic Who mehr gewünscht hätte. Aber so ist es eine sehr spaßige, sehr kuriose Story. Und Android Altara ist das Highlight dieser Season. Meine Güte, David Fisher, du warst ein Blessing für diese Season. Du warst ein so großes Blessing für diese Season. Natürlich muss ich etwa keiner der anderen Writers flaggen, aber meine Güte ist Android Altara einer der besten Capturing Stories. Damit meine ich etwa die Stories, wo mehr oder weniger einer unserer Main Leads immer und immer wieder gecaptured worden sind. Und anders als zum Beispiel Frontier in Space macht es deutlich viel Sinn und ist deutlich kürzer. Die Idee allein von dieser Welt ist einfach nur großartig. Wie man Fantasy und Sci-Fi-Elemente zusammenmixt, ist ziemlich gut. Und wie man etwa den Key to Time schon ganz schnell findet, aber irgendwie nicht etwa wegkommt von diesem Planeten, weil alle irgendwie verrückt sind und alle die Krone haben wollen, ist eine super spaßige Idee und passt einfach nur aufs Auge für den 4. Doktor aka Tom Baker. Was für eine fantastische Story, die so fantastisch gepaced worden ist. The Power of Kroll sagt, ich möchte über diese Story nicht reden, es ist eine furchtbare Kaiser-Story, meine Güte, Robert Holmes, du tust mir leid. Warum haben sie sich etwa gezwungen, eine so mittelige, so öde, so schlechte Kaiser-Story zu schreiben? Und der Armageddon Factor ist einer dieser Stories, wo ich zugeben musste, dass ich etwa auf den ersten Wort ziemlich enttäuscht war, aber nach einem Rewatch zugeben muss, es hat Elemente, die ich wirklich mag. Princess Astra, gespielt hier von Lala Ward, ist ziemlich fantastisch. Mary Tam hat einer ihrer besten Performances hier und paar der Momente sind einfach nur so großartig, so kreativ gedacht worden. Auf der anderen Seite gibt es paar der genervsten, dümmsten und einfach nur nervigsten Cliffhangers, genervsten Ideen und einen Schurken, der so öde, so schattenlos ist, dass er einfach nur The Shadow heißt. Die letzte Episode ist fantastisch, aber abseits davon trackt die Story einfach nur viel zu sehr und hätte auch einfach in einen 4-Part oder einen 5-Parter deutlich besser gepasst. Pacing-Probleme, nette Ideen, gute Performances, schlechte Umsetzung. Season 20, Davisons zweite Season und vermutlich die beste Davison-Season für viele. Für mich ein Weak Link, der aber mit manchen grandiosen Stories überzeugen kann. Springen wir doch mal mit dem Opener Arc of Infinity. Nachdem wir Tegan mehr oder weniger verlassen haben, weil der Doktor AK5 zu dumm ist, um etwa zu erkennen, dass sie nicht in der TARDIS war, kriegen wir mal hier wieder ihre Return. Ich weiß auch nicht, warum sie etwa sich entschieden haben, sie etwa wegzulassen. Im Nachhinein hat das nur den EU wirklich benefited. Eher weniger der Show, weil es wirklich ein wenig out of place ist, dass es passiert ist. Aber ja, Arc of Infinity bringt uns mal wieder Time Lord Lore und wieder zu Gallifrey. Und die Gallifrey Parts sind ganz okay. Und die Story ist charmant irgendwie, aber auch wirklich nicht das Wahre. Es ist eine Sequel-Story zu The Three Doctors und bringt uns Omega zurück, der hier von einem anderen Actor gespielt wird, der leider wirklich nicht etwa mit den Campy-Momenten wie der Original-Actor gut umgehen kann. Das ist kein Discredit an diesen Actor, denn ich habe die Audio Omega gehört, wo er auch die Rolle wieder replaced hat. Und mit ruhigeren Momenten kann dieser Actor Omega wirklich fantastisch spielen. Hier hat man sich eher mehr auf den Campy-Aspekt von Omega fokussiert und das hat wirklich nicht funktioniert. Und das Redesign ist auch ein wenig seltsam. Die Idee, dass Omega den Körper des Doktors klauen will, beziehungsweise die Appearance, macht Spaß und bietet etwa für unterhaltsame Szenen, aber ansonsten nette Idee, nicht so dolle Umsetzung. Dagegen Snake Dance, das Sequel zur vorherigen Story Kinder aus der vorherigen Season, ist deutlich unterhaltsamer. Das Setting ist wundervoll, der Supporting Cast gibt deutlich mehr hier und generell, Damara ist ein fantastischer Schurke, der auch mal wieder hier wundervoll aufgegriffen wird. Die Story, wie man das jetzt mal mit Tegan wieder connected, ist wundervoll und ich würde sogar behaupten, dass man irgendwie fast keine Mara-Story machen kann ohne Tegan. Denn diese beiden sind so stark integral zueinander, dass es doch schön ist, dass wir beim Season 20 Collection Box Set Trailer Damara und Tegan mal wieder reunited sehen.
Aber anyway, Snake Dance ist wirklich unterhaltsam und überzeugt einfach nur. Ich würde sogar behaupten, es ist ein wenig streamliner als die vorherige Story Kinder. Was man etwa hier erzählen wird, ist deutlich planter und funktioniert auch deutlich besser. Der 5. Doktor kriegt auch hier paar bessere Momente als in Kinder, aber beide Storys sind ziemlich gut und funktionieren miteinander wundervoll. Und Mordred Undead ist ziemlich underrated. Klar hätte ich es gerne gesehen, dass wir eine Rückkehr von William Russell als Ian Chesterton gesehen hätten in dieser Story, wie es ursprünglich geplant ist. Aber hey, der Brigadier ist immer charmant zu sehen und ihn auf den 5. Doktor treffen zu lassen, submittet ihn mehr oder weniger als den de facto besten Freund des Doktors und egal in welcher Inkarnation oder Regeneration, ab diesem Punkt hat der Brigadier es eigentlich verstanden. Ja, der Typ mit dem Cricket-Anzug oder mit dem Rainbow-Coat oder auch mit dem Question Mark Sampa ist der Doktor. Von daher ziemlich großartig. Mordrin, also der titelgebende Charakter, ist ein ziemlich interessanter Charakter und seine ganze Rasse hat einen sehr interessanten Konflikt. Das bringt uns zu paar wundervollen Cliffhangers und auch paar der Ideen mit diesem Timey-Wimey mit den Brigadiers. Macht Spaß, aber hätte ein wenig mehr Fleshing Out verdient. Turlough wird hier uns eingeführt und auch der Black Guardian Arc wird uns hier eingeführt wie diese Season. Der Black Guardian wird ziemlich solide hier gespielt und Turlough ist einfach nur eine whiny Bits, die ich gerne etwa sehen will. Wie er einfach raus ist aus diesem Serial, weil er funktioniert wirklich nicht gut. Und das kennt Dick an Mark Trickson, der die Rolle definitiv sein Bestes gegeben hat. Das Material, was er hier gekriegt hat, ist vermutlich einer seiner weaksten. Terminus. Ich vermute ist die de facto 5. Doctor Story, wo ich sage, die existiert, hat gute Momente. Das war's auch. Die beste Black Guardian Trilogy Story ist aber definitiv Enlightenment. Das Directing, das Writing, die Performances, alles wundervoll. Vermutlich meine Lieblings 5. Doctor Story, denn die Story sitzt einfach nur. Der Supporting Cast, aka die Internals, ist so ein interessantes Konzept und ich bin wirklich froh, dass Who das später wieder explored hat. Aber sie machen auch alle wirklich eine gute Performance. Die Model Shots sind wunderschön. Wunderschön einfach nur und gehören für mich zu ein paar der besten Effekten von der Classic Series. Der erste Cliffhanger ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste von der 5. Doktor-Ära, wenn wir mal The Cage of Androzani rausnehmen. Und meine Güte, die Story ist einfach nur so gut. Der Payoff mit dem Black Guardian und dem Wild Guardian ist ganz nett. Und auch was Turlough hier bekommt mit Material ist deutlich besser als seine vorherigen 2 Outings. Aber ich könnte mich irgendwie so wenig interessieren für den Black Guardian Teil dieser Trilogie. Denn der existiert irgendwie einfach nur und ist irgendwie eine Outline, die ganz nett ist, aber auch nicht so viel bringt. Der Guy, der den Black Guardian spielt, macht aber eine sehr gute campy Performance aus und hat ein ziemlich gutes Kostüm, muss ich zugeben. Ich mag seinen Hut. Aber ja, Enlightenment, wenn ihr es nicht gesehen habt, bitte schaut es. Es ist eine wundervolle Story, die auch Davison mehr zu sein gibt, als er meistens wirklich zumindest televised hat. The King's Demons ist eine typate historical Story mit dem Master, aka Annelies Master, und ich sehe keinen Grund, irgendwas zu dieser Story zu sagen. Es ist eine Story, die existiert. Sie führt Chameleon ein. Chameleon ist da, I guess. Ich mag die Story irgendwie nicht. Die ist super langweilig. Und die meist vergessenswerte Story von dieser Season. Es ist halt eine Story, die existiert, I guess. 5 Doctors ist so spaßig. Als Story ist es vermutlich ein wenig messy, aber als Anniversary Story ist es einfach nur wundervoll. Frozen und Pertwee wieder hier zu sehen, ist großartig einfach nur. Beide haben ihren Touch nicht verloren und ich liebe sie einfach nur. Es als ein großes Special zu machen, hilft dieser Story sehr, auch wenn ich gerne mal ein Edit sehen würde, wie man das etwa als 4-Parter stylen würde. Aber meine Güte, wenn es einen Punkt gibt, was es dieser Story hoch ansehen kann, ist der Spaßfaktor. Es ist sehr fanservy. Wir sehen Susan mal wieder, wundervoll gespielt von Karen Ford, die leider hier deutlich wenig bekommt. Und auch der erste Doktor, leider nicht gespielt von William Hartnell, aber von Richard Herndl, der eine okayierte Performance, I guess, abliefert, kriegen definitiv den Shortstick. Also für einen ersten Doktor-Fan ist das definitiv nicht so die dollste Story. Der zweite Doktor dagegen kriegt deutlich besseres Material. Ein Yeti-Cameo, Zoe und Sammy-Cameo, Froud mal wieder on Topform, der Brigadier und Froudens Dynamik ist wundervoll. Und auch der dritte Doktor kriegt vermutlich das beste Treatment, abseits vom Current Doctor, aka den 5. Doktor. John Pertwee ist wundervoll. Er spielt seine Performance so, als hätte er niemals die Rolle verlassen und es gibt zahlreiche sehr nette Referenzen. Ich mag es, dass man ihn mit Sarah, aka der wundervollen Elizabeth Sladen,
gepaart hat, denn deren Dynamik ist meiner Meinung nach super underrated. Schade, dass Tom Baker Nein gesagt hat, aber die paar Szenen, die wir mit ihm kriegen, aka Archive-Footage von Sada, sind unterhaltsam, aber in Retrospective vor allem, da wir jetzt Sada als ganze Serial haben, durch die Animation ist es ein wenig awkward, aber hey, Lana Ward in diesem Special zu sehen, ist ziemlich spaßig, auch wenn sie für dieses Special nichts gedreht hat. Selbes geht auch für Tom Baker. Es hat irgendwie was Charmantes an sich, aber es ist dennoch irgendwie schade. Auch der 5. Doktor kriegt paar wundervolle Momente, sei es nun mit Barusa, der ein super campy Schurke ist und sehr weit entfernt ist von seiner original Charakterisierung, aber fuck it, er unterhält einfach nur. Der Darsteller, der ihn spielt, wundervoll. Die Conclusion, wie man das macht mit Rassilon und mit Eternal Life, wundervoll. Und die Effekte hätten zwar nicht immer, aber durch Special Releases oder Special Editionen, die paar der Effekte aufpeppen, funktioniert es definitiv. Und fuck it, die Triangles im Sky haben irgendwie einen sehr charmanten Faktor, wenn wir über die originalen Effekte reden. Und hey, endlich mal wieder hier zu sehen und gibt eine deutlich bessere Performance ab mit besserem Material. So viele Charaktere, so viele Cameos, so viele wundervolle Momente und es funktioniert immer noch, warum auch immer. Eine sehr fan-ranky Story, die aber auch zu unterhalten weiß. Was kann man da mehr sagen, außer ich wünschte, wir hätten mehr, aber das, was wir bekommen haben, macht so viel Spaß. Series 3 Arca 10 zweite Season ist ein Fan-Favorite für viele. Und auch ich kann etwa sehr viel Enjoyment aus dieser Season herausziehen, aber ich muss zugeben, es ist definitiv eine der schwächeren RTD-Seasons. Und warum das so ist, dazu kommen wir jetzt gleich. Beginnen tun wir aber erstmal mit dem Christmas Special The Runaway Pride, welches uns den One-Off-Character Donna Noble introduced hat. Und ich bin mir sicher, Catherine Tate wird nicht etwas zurückkehren in die Rolle jemals. Das wäre doch irgendwie seltsam, Aber ja, dieses Special ist ganz okay. Sehr nettes Make-up, sehr nette Ideen, nette Comedy-Momente, aber irgendwie ein wenig, naja. Jetzt nicht das allerbeste Christmas Special und eher mehr auf der negativen Seite für mich, aber hey, es hatte paar gute Szenen und ich mochte paar der dramatischen Momente mit Tennant, also yippie. Series 3 beginnt aber mit dem Opening Smith & Jones und meine Güte, ich bin ein großer Fan von Smith & Jones. Nicht nur wird uns etwa hier die wundervolle Martha Jones introduced, gespielt von Prima Adaman, nein, wir kriegen auch etwa diese Dunes hier vorgestellt, die ein fantastischer Schurke, zumindest für diese Episode sind. Und generell, die Story ist wirklich spaßig und sehr unterhaltsam. Vermute ich einer meiner wenn nicht sogar der Lieblings-Opener von den ganzen RTD-Seasons. So ein guter Mix von Fluff, paar dramatischen Momenten und paar fantastischen Reaktionen von Side-Characters. Einfach nur more. Shakespeare Code ist kacke. Ich mag's nicht. Interessante Ideen, aber der Dialog ist so wonky und nervt mich einfach nur an und es ist einfach nur zum Kotzen, wirklich. Gridlock dagegen, großartig. Gridlock ist meiner Meinung nach einer der underratedsten Episoden von der ganzen RTD-Ära. Deshalb bin ich wirklich froh, dass diese Episode deutlich mehr Liebe kriegt, denn sie hat es wirklich verdient. Eine Episode, die fantastisches Pacing hat, fantastische Ideen hat und sogar Macra von der Classic Series zurückbringt. Großartig einfach nur. Ich liebe Gridlock wirklich sehr und vor allem der Dialog mit Tennant am Ende, wie er über Gallifrey redet. Wundervoll. Daleks in Manhattan, Evolution of the Daleks ist ein wirklich kurioser Two-Parter. Nicht nur, weil es der einzige Dalek-Two-Parter ist, wo RTD nicht das Script gepandet hat. Nein, es ist auch etwa eins der unbeliebteren Dalek-Stories, vor allem von der Revival Show. Ich finde es persönlich sehr charmant. Ist es grandios? Nein, es hat viele Probleme. Manche der Dinge sind warum auch immer da, wie zum Beispiel die Pig People, aber allein schon das Design des Human Daleks ist fantastisch einfach nur gemacht worden und ein paar der Ideen, die hier präsentiert wurden, sind sehr spaßig. Generell, RTDs Daleks sind immer spaßig, selbst wenn ihr das Script nicht pandet. Und auch hier kann ich das etwa sagen, fantastische Musikeinlage und ich kann es einfach nur loben. Ich weiß, unbeliebter Two-Parter, aber meiner Meinung nach eine sehr spaßige Dalek-Romp, die weiß, was sie sein will, ohne etwa zu groß oder bombastisch zu sein. The Lazarus Experiment existiert. Margator spielt da einen Charakter. 42 ist meiner Meinung nach ein sehr spaßiger One-Parter. Gepandet von Chris Chibnall, der für viele kontrovers ist, auch für mich teilweise, aber hey, sein erstes Doctor Who-Skript, zumindest on TV, war jetzt nicht so schlecht. Oh boy, Human Nature and the Family of Blood ist ein weiteres Paul Cornell-Skript. Und Paul Cornell, meine Güte, ich kann diesen Mann einfach nur loben. Fantastischer Doctor Who-Writer und auch hier bietet er wirklich eine fantastische, gut geschriebene Story. Fantastisches Acting, vor allem von unseren Schurken und auch von Tennant gegen Ende, besonders auch als John Smith. Aber
aber es ist irgendwie sehr offensichtlich, dass diese Story definitiv von den V&As, also den Written New Adventures Books kommt, die sich über den 7. Doktor, McCoys Doktor, fokussieren. Und es fühlt sich an wie eine McCoy-Story. Ich bin kein großer Fan, dass man etwa hier Tennant reinmacht, denn auch wenn sein Furious Time Lord etwa da reinpasst, McCoy hätte da irgendwie doch das Düstere in sich, das hier ein bisschen mehr gepasst hätte. Es ist ein wildernes Skript und das merkt man auch. Fantastischer Two-Parter, wenn auch etwa ein seltsames Placement. Blink, ich glaube, ich muss niemandem sagen, dass Blink wirklich großartig ist. Ein wenig overrated, aber meine Güte, wirklich fantastisch. Tennants Acting ist wirklich Dr. Lee. Moffat's Skript hat so viele nette, absurden Ideen. Wie das etwa eine Dr. Light-Episode ist, des anderen Kalibers, ist wundervoll sich anzusehen und wirklich ein Improvement von der vorherigen Love and Monster. Die Weeping Angels sind nicht ohne Grund etwa so groß geworden. Immerhin war Blink wirklich großartig. Sally Sparrow hätte wirklich einen guten Companion gegeben, wenn nicht ihre Actress deutlich größer geworden ist in Hollywood. Und hey, ich mag auch Blink sehr. Was kann man dazu sagen? Es ist halt Blink. Eine großartige Episode. Und dabei kommen wir jetzt mal zum Three-Parter und ich mach das mal ein bisschen einzeln. Utopia ist etwa der Auftakt und meine Güte, was das für ein Auftakt ist. Ich liebe das Konzept hinter Utopia. Der Master, hier gespielt von einer Schauspiellegende, ist fantastisch, sich einfach nur anzusehen. Und wie auch Professor Jana spielt, großartig einfach nur. Das Make-up ist wirklich gut, die Idee ist wirklich düster und passend und das Setup generell für dieses große Finale ist wirklich gut. Ich mag Utopia sehr und das ist das Highlight dieses Three-Parters. Dagegen Sounds of Drum hat sehr nette Ideen, aber kann irgendwie ein paar der Dinge nicht so gut umsetzen, wie ich es erhoffen würde. Und selber kann man auch für Last of the Time Lords sagen, nur das Deus Ex Machina am Ende nervt besonders hier. Ich mag es, wie düster RTD es getrieben hat mit diesem Finale, aber come on RTD, come the fuck on. Du hättest doch etwa nicht so ein Deus Ex Machina Ende nehmen können oder der Doktor einfach plötzlich, oh mein Gott, ich bin so göttlich und ich kann jetzt das machen. Boom, boom, boom. Ich bin kein großer Fan davon und generell Last of the Time Lords hat sehr viele Flaws. Generell dieser Three-Parter fühlt sich so an, als hätte da viel Zeit gefehlt. Viele Konzepte, die wirklich großartig und sehr interessant sind, aber viele, die irgendwie nicht etwas zum vollen Potenzial gebracht worden sind. Und John Sim als der RTD-Master, kein so großer Fan hier. Aber hey, er hat wenigstens eine interessante Performance abgegeben. Dennoch kein großer Sims-Master-Fan. Und hey, warum nicht? Machen wir doch mal kurz am Ende noch Time Crash. Denn Time Crash ist der Sort, wo Peter Davidsons 5. Doktor hier deutlich gealtert auf Tennants 10. Doktor trifft. Und es ist ein wirklich unterhaltsamer, kleiner Multi-Doktor-Sort, wo es etwa nicht verstehen kann, wo das Crossover wirklich liegt. Aber hey, es ist nett, Peter Davison hier wiederzusehen. Und es zeigt auch wirklich, dass Davison mehr oder weniger im Alter deutlich mehr einen interessanteren Doktor spielt, meiner Meinung nach zumindest. Also hey, RTD, bring uns mehr Old Peter Davison Content. Die 5. Doktor Nathan ist gerade etwa am Verhungern. Bitte RTD, bitte, bitte. Ja, ihr hört richtig. Auf diesem Platz befindet sich wohl die kontroverseste Doctor Who Season überhaupt. Series 12 und meine Güte, was für eine sehr kontroverse Season von Doctor Who. Die wohl kontroverseste überhaupt. Hierbei handelt es sich natürlich um die 2. Season von Jodie Whittakers sehr, sehr kontroversen Run als der 13. Doktor. Und meine Güte, kommen wir doch einfach zu dieser Series, denn es gibt hier viel zu besprechen. Und beginnen tun wir doch mal mit dem Two-Parter Spyful. Spyful ist meiner Meinung nach einer dieser Two-Parter, die sehr, 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 sehr gut anfängt, aber leider sehr enttäuschend weitergeführt worden ist. Der erste Part set up diese ganze Hommage rund um James Bond ziemlich gut. Die Story wird gut hier gesetupt, die Main Leads und Main Characters werden gut gesenzt. Ein paar der Momente sind sehr spaßig und sehr tension building. Und auch O, gespielt hier von Zessa Duran, macht eine sehr solide und unterhaltsame Performance aus. Der Master Reveal ist der Punkt, wo die Episode bzw. die ganze Story ein wenig runterfällt. Denn auch wenn viele der Ideen und Konzepte super interessant dargestellt werden und das Directing auch sehr gut ist und vor allem auch die Hintergrundmusik ziemlich peak ist, muss ich zugeben, der zweite Teil fühlt sich ein wenig zu messy an, als hätte man nach diesem ganzen guten Build-up nicht gewusst, wie man das Ganze vernünftig beendet. Daher kann das Ende vom zweiten Teil sehr wie Deus Ex Machina sich anfühlen und dabei hatte der zweite Teil auch sehr, sehr gute Momente, sei es nun Daniel Barton, wie er all seine Kunden mehr oder weniger als Idioten bezeichnet. Das war ein wirklich, wirklich guter Moment. Aber nein, wir mussten es leider mit einer Deus Ex Machina mehr oder weniger beenden
werden. Von daher schwächt diese Story vor allem wegen diesem zweiten Part, der einfach nicht delivern kann. Dagegen, Orphan 55 ist ein Meisterwerk. Meine ich das etwa unironisch? Natürlich nicht. Orphan 55 ist diese eine Episode, die von dem Social Media Team abgehypt worden ist. Warum auch immer. Und meine Güte, was für eine seltsame, nicht so gute Episode. Ich bin kein großer Fan von Orphan 55, aber dadurch, wie verdammt kacke diese Episode ist, weiß ich einfach nur, wie sie unterhalten kann. Ich meine, diese alte Frau, die ganze Zeit Benny ruft, ist fantastisch einfach nur. Die Side-Characters kriegen ein wenig Plot und ein wenig Background, aber so wirklich werden sie nie ausgeflasht. Der Fakt, dass fast jeder aus unserem Main-Lead sterben, ist wundervoll bizarr und makaber und dennoch muss ich so oft lachen bei dieser Story, weil diese Story ist einfach nur idiotisch dumm und ein Guilty Pleasure. Keine gute Episode, aber eine so unterhaltsame Episode. Dagegen Nikola Tesla Night of Terror, auch wenn der Titel ziemlich kacke ist eine wirklich gute Episode. Und das meine ich nicht unironisch, das meine ich sogar ernst. In dieser Episode kriegen wir Tesla und auch seinen Rivalen Edison zu sehen, die beide superb dargestellt werden und gespielt werden. Vor allem wie Edison hier dargestellt wird, ist ein sehr interessanter Kontrast zu vielen der anderen Portraits von ihm. Wie man hier Parallelen aufmacht mit dem Doktor, als auch Tesla, ist wirklich spaßig. Und generell der große Standout hier ist der Darsteller hinter Tesla. Er gibt eine so fantastische Performance ab und ist wirklich das große Highlight dieser Episode. Die Aliens, die uns hier eingeführt werden, sind ganz okay. Zwar machen die Spaß auf den ersten Blick, aber bringen uns nicht wirklich viel Material. Und auch wie sie etwa hier in die Story mehr oder weniger reingeworfen werden, fühlt sich ein wenig falsch an, aber macht zwar Sinn. Fugitive of the Dune ist einer dieser Lore-Episoden für diesen overarching Arc dieser Series. Und meine Güte, auf manchen Aspekten überzeugt sie, auf anderen eher weniger. Fugitive of the Dune stellt uns den Fugitive Doctor vor, gespielt hier von Zoe Martin, der eine wirklich gute Performance als den Fugitive Doctor abgibt und von der es gerne mehr gesehen hätte, aber naja, man konnte mal irgendwie nicht etwa mehr machen. Zwar bin ich kein Fan von der Idee, dass sie ein Pre-Hartnell Doctor ist, aber ich kann sie irgendwo in der Timeline schon sehen, vielleicht sogar einfach als Alternative Universe Doctor, dass mal irgendwie das ganze Setup, dass sie etwa doch ein Pre-Hartnell Doctor ist, gegen Ende dieser Series ist nicht etwa mein Ding, aber ich mochte ihre Performance als der Doktor sehr und die Idee rund um Division und ihren Teil in dieser macht wirklich Spaß. Generell eine sehr spaßige Episode, die vor allem von Zoe Martin getragen wird und die paar sehr nette Multi-Doctor-Momente in sich hat. Praxeus, ich weiß wirklich nicht, wie ich anfangen soll mit dieser Episode. Ich sag einfach mal das Beste, was aus dieser Episode herausgekommen ist. In dieser Episode kriegen wir etwa eine Romance vorgestellt zwischen einem Ex-Cop und einem Astronauten und diese Romance ist wirklich gut umgesetzt, wirklich gut gespielt und hat einen wirklich guten, netten Payoff. Das war auch alles, was es zu dieser Episode nomen kann. Interessante Idee, vor allem der Zeitpunkt, wann die Episode mehr oder weniger rauskam, beziehungsweise in welchem Jahr, ziemlich beschissen getimed, muss man zugeben. Aber naja, anderes Thema, wenn ihr die Episode kennt, dann wisst ihr genau, über was ich rede. Can You Hear Me ist eine fantastische Episode, bis zum beschissenen Deus Ex Machina Ende, wo diese Eternals gottgleichen Figuren super easy defeated werden und daher die Story sehr viel von ihrem besonderen Flair verliert. Gutes Directing, eine visuelle Pracht und unsere Schurken machen Spaß und werden diabolisch gut gespielt. Aber dieses Ende fuckt einfach nur ab. Und dabei bietet die Episode wirklich viel für den Charakter des Ryans oder auch ein paar Background-Flashback für Yas, die wirklich ziemlich gut uns mehr ein Insight über diesen Charakter zeigen und sogar ganz nett gegen Ende gepayoff werden. Von daher eine ziemlich gute Episode, die sogar ein Highlight dieser Series gewesen wäre nur das Ende ein wenig besser gepayofft worden, beziehungsweise hätte man ein wenig mehr Zeit gehabt, diesen Plot wirklich ganz gut zu erzählen. Da hat wirklich die Zeit gefehlt und wie man das etwa gelöst hat, war wirklich ein wenig lazy. The Haunting of Via Diodati ist für viele das große Highlight dieser Series. Und das kann ich auch verstehen, denn visuell ist es einfach nur eine prachtvolle, schöne Episode. Und generell ist das Directing von vielen der Sodi-Episoden ziemlich gut und auch die Visual Effects sind ziemlich gut eigentlich. Und dasselbe kann man auch hier sagen. Die Idee ist ein Geniestreich und wurde auch schon von Big Finish sogar ein bisschen früher aufgegriffen in der Big Finish Audio des Silver Dirk mit den 8. Doktor. Und auch hier haben wir wieder eine Mary Sally aka Cyberman Story zu sehen, wo Mary Sally zwar nicht so interessant gespielt wird, wie sie etwa in diesen Big Finish Audios gespielt wird, aber dennoch von der Actress eine sehr gute Performance auskommt, die ganzen Nebenfiguren ziemlich viel Spaß machen und ziemlich gut gespielt werden, die ganze Cyberlore ziemlich viel Spaß macht und es halt ein fantastischer Sork ist, ein fantastisches Design ist und einfach
einfach nur ein wundervolles Konzept für die Cybermans ist. Ich kann es nicht genügend wiederholen. RTDs Ära hat ein wirklich großes Problem, wie man die Cybermans etwa richtig nutzt. Erst in der Capaldi-Ära hat man so wirklich interessante Konzepte wieder mit den Cybermans gehabt. Und auch hier kann ich Chibnall für eine große Sache loben. Er wusste, was man mit den Cybermans machen konnte und das hat ziemlich gut gepult oft. Ziemlich gute Episode, ein Highlight dieser Series, vielleicht teilweise ein wenig overrated. Ascension of the Cybermans ist Part 1 des Two-Parter-Finales aus dieser Series, was ziemlich kontrovers ist. Dieser Teil, bzw. die Episode, ist einer der meist wenigsten besprochenen Episoden aus dieser Series und ich kann auch sehen, warum. Es ist ein sehr netter Setup mit wundervollen Redesigns für den Cybermans, die sehr inspiriert sind von dem Invasion-Look, aber was kann man auch falsch machen? Das Invasion-Design ist wundervoll, aber so wirklich eine eigene Story oder eine eigene Identität hat diese Episode nicht. Klar hat es einen eigenen Titel, aber so wirklich kriegen wir hier nicht zu sehen. Das Ende fühlt sich so an, als hätte man das eher mehr im Post nachgemacht, statt etwa wirklich sich das durchgedacht. Es ist was schön, das daran wiederzusehen, aber kommt einfach so out of nowhere hier. Die Ideen, die uns hier vorgestellt werden, machen Spaß und die Charakterinteraktionen sind spaßig meistens. Vor allem die mit Graham und Yaz. Kein großer Fan von diesen Flashback-Scenes, die erst im Nachhinein Sinn ergeben, aber hey, irgendwie hat man die Runtime gepaddet, warum auch immer. Aber kommen wir doch mal zu dieser Episode. The Timeless Children ist einer der kontroversesten, wenn nicht sogar die kontroverseste Doctor Who-Episode überhaupt. Und ich kann verstehen, warum. Ich persönlich bin kein großer Fan von dieser Story. Die Idee, dass der Doktor die Foundation von Regeneration und Gallifreys Culture ist idiotisch. Zwar brauche ich den Doktor nicht etwa von Gallifrey. Zwar ist die Idee mit den Timeless Zeit eine sehr sinnige teilweise, aber ich brauche das wirklich nicht mit dem Doktor. Ich bin kein großer Fan wie das Revival den Doktor oder auch irgendeine Inkarnation von einem Time Lord so göttlich darstellt. Die meisten von diesen sind einfach nur Renegades, die nicht etwa göttlich sein müssen und vor allem geht das für den Doktor. Und hier sagt man, naja, die sind aber die Foundation von Regeneration und wir haben so viele Pre-Hardness Doktor und oh mein Gott, schau mal, Zoe Martin ist ein Pre-Hardness Doktor. Ich bin kein Fan davon. Generell, wie man diese Story ein wenig präsentiert und im Nachhinein erzählt, ist nicht allzu gut, meiner Meinung nach. Ich bin kein Fan von der Idee, dass der Doktor das Timeless Zeit ist. Ich bin kein Fan, wie die Episode präsentiert wird und dabei ist die visuell eine Pracht und wundervoll gespielt von Sacha Dharan, der das ziemlich gut erzählt, aber einfach nur Exposition, 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 Exposition und so weiter ist. Revolution of the Daleks und meine Güte, es ist okay. Es ist das beste Dalek-Special von allen diesen 7. Specials. Aber hey, es ist ziemlich okay. Es hat ein paar gute Momente. Zack Hartnett wird hier wieder eingeführt und ich brauchte ihn wirklich nicht etwa wiederzusehen. Vor allem nach seinem komischen Cameo in Fugitive of the Dune, was zu fast gar nichts gebracht hat. Ich weiß, warum es gemacht worden ist, aber so wirklich brauchte man das nicht. Und auch hier ist seine Rolle ein wenig reduziert. Macht zwar Spaß für die Zeit, wo wir ihn sehen, aber hey, nicht gerade etwa das Idealste oder Wundervollste. Sodie hier hat etwa eine sehr nette Performance. Ein paar der Ideen sind sehr nett, wie man die Daleks hier einführt wieder. Sehr, sehr spaßig und generell kann man nie was falsch machen mit den Daleks. Die Conclusion, eine sehr brutale, aber passende für den Doktor. Und generell solide Story, kein so großer Fan davon. Einfach nur eine weitere Dalek-Romp, die okay ist. Kommen wir doch mal zu seiner ersten Proper Season als der Doktor, Colin Bakers Season 22, ein schwarzes Jahr für viele im Whoniverse. Für mich meiner Meinung nach eine sehr spaßige, wenn auch sehr flawte Season. Und beginnen tun wir erstmal mit dem Fakt, dass das Format sehr geändert worden ist. Statt etwa 4-Parters haben wir 2-Parters wieder gekriegt. Und nein, die Länge war nicht etwa so wie bei den originalen 2-Parters. Nein, man hat das Format so verändert, wie es bei Resurrection of the Daleks ist. Sprich 45 Minuten pro Episode. Und das hat seine Vorteile und auch sehr große Nachteile, aber dazu kommen wir, wenn wir über die Storys reden. Und beginnen tun wir mal mit der Opening Story Attack of the Cyberman oder wie ich es nenne, wenn ein Fan etwa eine Story schreibt. Wer die Story geschrieben hat, ist eine sehr umstrittene Sache und ich halte mich mal lieber daraus aus dieser Debatte, aber es ist eine sehr fan-heavy Story, denn nicht nur werden viele Elemente aufgegriffen wie paar Plotpoints von The 10th Planet, Tomb of the Cyberman, Earthshock und so weiter. Nein, diese Story ist auch teilweise ein confusing mess, vor allem da viele dieser Stories nicht auf Home Media da waren oder überhaupt existierten. Ich meine, Tomb of the Cyberman wurde erst in den 90ern gefunden. Und dennoch schafft diese Story es zu unterhalten. Das Cyberman-Design ist ein wenig grottig hier, vor allem wie sie etwa diesen
Cyber-Leader gemacht haben, der sogar derselbe Actor ist von Tomb of the Cyberman und die dann einen komplett anderen Look gegeben haben. Furchtbar. Talos hier wiederzusehen ist sehr spaßig, aber nicht so ikonisch wie das vorherige Talos aus Tomb of the Cyberman. Und generell fühlt sich diese Story so an, als würde sie etwa auf alte, glorreiche Tage zurückblicken und sagen, ey, erinnert ihr euch noch an diese Cyberman-Story oder diese Cyberman-Story? Das war doch gute alte Zeiten. Und dennoch, wie gesagt, schafft diese Story es durch Colin Bakers und Nicola Bryant sehr, sehr besonderer Chemistry als der Doktor und Companion zu überzeugen. Und auch ein paar der Ideen, ein paar der Side-Characters, die hier wieder aufgegriffen werden, sehr, sehr spaßig. Vengeance on Varos ist das Meisterwerk dieser Season. Ich glaube, es ist kein Hot-Take, das zu sagen, denn das Pacing hier ist wundervoll gemacht worden und ich liebe die Story einfach nur. Eine sehr, sehr kuriose, sehr, sehr brutale Story für den Doktor. Nicht nur wird er mehr oder weniger als tot angesehen im ersten Cliffhanger zur Episode 1, nein, auch was etwa mit Perry passiert, ist wundervoll gruesome. Sil ist ein fantastischer, sehr unterhaltsamer Charakter und Nabil Zahan, ich hoffe, ich habe den Namen nicht mispronounced, spielt die Rolle einfach nur wundervoll. Die ganze Idee rund um Varos macht Spaß und die Story passt zu diesem sehr, sehr zynischen Doktor und stellt etwa eine große Challenge für ihn dar. Das Pacing wundervoll, das Commentary sehr interessant, eine glorreiche, wenn nicht sogar die beste Sixth Doctor On-Screen Story. Der Mark of the Rani ist eine Story, die mich etwa für eine lange Zeit gelangweilt hat. Und auch heute noch bin ich irgendwie kein großer Fan von dieser Story. Dabei gibt es großartige Dinge an dieser Story. Kate O'Mara's The Rani war noch nie besser als in dieser Story und fühlt es hier deutlich mehr an wie ein Scientist, statt etwa ein weiblicher Abklatsch des Masters. Enlil hier wieder zu sehen ist wundervoll. Immer wenn man ihn sieht, ist er einfach nur spaßig. Ich meine, wie kann man diesen Typen mit den Masters nicht lieben? Was man mit Perry und dem Doktor gemacht hat, ist sehr spaßig. Die Historical-Elemente unterhaltsam, aber das ist auch mehr, als ich sagen kann, zum Loben. Teilweise ist die Story ein wenig affected von diesem neuen Pacing-Issue-Problem, was etwa mit diesem neuen Format raufgekommen ist. Denn Episode 1 in fast jedem Serial war mehr oder weniger die Introduction, was das zentrale Problem, Monster, wer auch immer das ist. Und das ist auch hier der Fall. Da etwa die ersten 2 Episoden zu messen, wie bei Resurrection of the Daleks der Fall war im Editing später, wurde es eher mehr so geschrieben, dass die erste Episode die Introduction ist für das Setting und so weiter und dadurch etwa sehr gepaddet wird. Unterhaltsames Padding, aber nicht wirklich gutes Padding. Und das merkt man vor allem an so einer Story oder auch The Two Doctors. Es tut mir leid, das zu sagen, aber The Two Doctors ist viel zu früh für eine Multi-Doctor-Story. Nicht nur kam sie eigentlich super random herein, warum auch immer. Nein, diese Story ist auch ein wenig messy. Es ist wundervoll, Patrick Troughton und Fraser Hines wiederzusehen. Ich liebe dieses Beibehalten. Ein fantastisches Stardust-Duo, aber allein schon für 3 Episoden, also basically der letzte Six-Parter für die Classic Soul, meine Güte, findet sich hier viel Padding. Und ich liebe die Six-Parters eigentlich meistens. Aber hier bin ich eher mal enttäuscht. Und dabei gibt es sehr nette Ideen mit Sogai und dieser ganzen neuen Race. Aber so wirklich viele der Dinge werden leider nicht gemacht. Es ist spaßig zu sehen, wie mehr oder weniger Troughtons Doktor deutlich kremlerhafter wird und etwa isst und isst und isst. Es ist deutlich spaßig zu sehen, was mit den Side-Characters passiert. Und das Filming in Italien ist wundervoll gemacht worden. Colin Baker und Patrick Troughton haben eine wundervolle Dynamik. Dasselbe kann man auch mit Perry und Fraser Hines und Colin Baker sagen. Und generell, ich möchte die Story wirklich lieben, weil ich etwa den zweiten Doktor super vergöttere, wenn ihr meine Videos kennt. Aber leider bringt diese Story wirklich nicht das für diesen Doktor. Und seine letzten Worte, wie etwa Colin Bakers 6. Doktor als Threat bezeichnet, sind definitiv letzte Worte, mit denen man etwa rausgehen kann in der Rolle, die man niemals revisiten kann. Sehr interessante Story, aber ein großes Mess teilweise. Ein spaßiges Mess, aber dennoch ein Mess. Timeless ist furchtbar und deswegen liebe ich es auch so sehr. Timeless hat so viele beschissene Ideen, hat so viele beschissene Umsetzungen, hat so viel beschissenes Overacting oder Slapstick Acting und dennoch super unterhaltsam. Mehr als nur unterhaltsam. Timeless ist ein Guilty Pleasure Meisterwerk von Campy Doctor Who. Timeless hat paar wirklich gute Make-ups, hat Colin Baker mal wieder in Topform, Nicola Bryant spielt mal das hier wieder auch super tolles Team. Jetzt die Welt hier reinzuwerfen und es am Ende als großen Reveal zu haben, wie bei Visitation, ist eine super dumme Idee, aber eine super spaßige, charmante Idee. Generell die ganze Idee rund um den Timeless ist dumm und ich lieb's. Timeless ist das perfekte Beispiel für eine dumme Story, die man einfach nur lieben kann deswegen. Und zu guter Letzt, Revelation of the Daleks. Meine Güte, was kann man zu dieser Story sagen, was nicht gesagt worden ist? Ein Highlight dieser Season. Eine Story, die super narrated ist für eine lange Zeit und
langsam mehr Praise findet. Einerseits Resurrection weiß diese Story genau, was sie erzählen will, und dadurch, dass wir so viele Side-Characters haben, wird dieses Pacing hier deutlich besser genutzt. Das Pacing generell ist hier on Top-Form, und dieses Format wird mal zum ersten Mal wirklich super gut benutzt. Die Cliffhangers sind ein wenig seedy und nicht die besten. Der Rosette, wie etwa zur Rockmusik, kommentiert super. Der Rock-Music-Announcer super. Nicola O'Brien spielt das hier wieder on Top-Form. Colin Baker, großartig. Baker ist generell ein fantastischer Schauspieler. Einer der besten, der den Doktor jemals gespielt hat. Und generell eine super spaßige Dalek-Story, die irgendwie die Daleks nicht so viel in sich hat, aber durch diesen absurden Side-Character-Cast so gut weiß, wie man unterhalten kann. Super Dalek-Story. Einer der großen Favoriten der Sixth Doctor-Ära. Doch kommen wir doch mal zu Matt Smiths erster Season, beziehungsweise Series. Series 5, die erste wirkliche neue Series unter einem neuen Regime, zumindest hinter den Kulissen. David Tennant war out, Russell T. David war out, alle waren out, jetzt haben wir Stephen Moffat und Matt Smith mehr oder weniger, die Show führen. Und beginnen wir doch mal diese Season mit The 11th Hour. Die erste Story von Matt Smith, die Post-Generation Story, und was für eine. Matt Smith schafft es wirklich, den Doktor perfekt hier einfach nur zu spielen. Sein charmantes Spiel mit sowohl den Child Actress von Emilia, als auch etwa den späteren Adult Actress, halt Karen Gillian, und auch Rory Williams, gespielt von Arthur Delve, ist grandios. Klar, das CGI hat nicht so gut gealtert. Klar, es ist irgendwie ein kleiner Waste, Olivia Wilde für diese kleine Rolle zu nehmen, aber es war dennoch irgendwie charmant und sehr huhaft, sie hier zu sehen. Und meine Güte, was für eine Introduction. Und so eine fantastische Introduction dazu noch. Für die Leute, die etwa einen Starting Point haben wollen bei Doctor Who, ist es einer der besten überhaupt. Und The Beach Below, die zweite Episode von Matt Smith, ist immer noch sehr fantastisch. Struggle vom Doktor mit dem Time War wird hier auch genial aufgegriffen, ohne das etwas zu sehr point in your face zu machen, wie manchmal auch das Russell D. als Tendenz hatte. Und meine Güte, das ist einfach eine sehr gute Story, mit einem sehr interessanten Struggle, mit einer sehr interessanten Resolution und mit einem fantastischen Nebencast. Victory of the Daleks ist zwar ein sehr guter Titel, aber meine Güte, Mark Gatiss, was hast du dir hierbei gedacht? Per se ist die Idee hinter Victory of the Daleks sehr charmant, aber es funktioniert oben bis unten nicht. Der Actor, der Churchill spielt, macht es grandios und ist sogar besser als Gary Oldman in The Dark Hour, der 2017er Film. Aber meine Güte, die Daleks werden hier zu einer Witzfigur gemacht. Und das ist wirklich eine Schande, denn eigentlich könnte dieses Konzept wirklich gut funktionieren. Das Redesign, ich bin zwar nicht der größte Fan von diesem neuen Redesign, aber ich mag es irgendwie. Es erinnert mich sehr an die Peter Cushing-Filme und die waren schon immer charmant. Schade, dass man etwa dieses Redesign nicht etwa in interessanteren Storys genutzt hat. Time of Angels, Flesh of Stone ist ein wirklich interessanter und guter Two-Parter. Die Weeping Angels werden zwar nicht so effektiv genutzt, wie die etwa davor genutzt worden sind, in zum Beispiel Plink von Series 3, aber dennoch ist es ein wirklich guter Two-Parter. Und für die erste Story, die Matt Smith und Karen Gillian gedreht haben zusammen, ist es wirklich etwa fantastisch einfach nur performt. Ein paar der besten 11 Doctor Momente kann man hier finden und es ist einfach nur fantastisch. Vampires of Venice ist dagegen wirklich langweilig. Die Idee, Vampire in Venice zu haben, ist per se nicht schlecht. Aber meine Güte, fehlt diese Story in vielen Aspekten. Sie ist weder entertaining, noch unterhaltsam, noch gut geschrieben oder gut performt. Amy Shaw ist dagegen, holy shit, es ist einer der besten Stories überhaupt. Und vermutlich meine zweite Lieblingsstory von dieser Season. Was für eine geniale Story. Tobin Bell macht einfach nur einen fantastischen Job als der Treemaster. Und es ist etwa einfach nur eine super Reflexion zum eher spaßigen, teilweise sehr whimsical 11 Doctor von Matt Smith. Und generell die Story hat etwa pur Unterhaltung. Es ist so eine verdammt gute Story und ich kann sie jedem ans Herz legen. Hungry Earth und Cold Blood ist ein spaßiger Silurians Two-Parter. Zwar ist er nicht so gut wie Silurians von Season 7 aus der Classic-Ära, aber meine Güte, er hat ein paar interessante Ideen und versucht wenigstens etwa die Silurians, anders als Warriors of the Deep, wieder mal glanzvoller darzustellen. Sprich eher mehr die Komplexität von der Originalstory aufzugreifen und das schafft diese Story teilweise. Das Make-up ist wirklich verdammt gut gemacht, das Setting ist verdammt gut gemacht, das Directing ist wirklich gut gemacht und ein paar der Performances sind einfach nur top-notch. Vor allem vom Nebencast kann man einfach nur so viel loben. Schade aber, dass diese Story mehr oder weniger ein paar große Probleme hat, vor allem irgendwie beim Pacing her. Manchmal trackt das, manchmal ist das Pacing ein bisschen zu schnell, aber es war definitiv eine klugere Idee, das als Two-Parter zu machen. Vincent in the Doctor ist wundervoll. Die Figur, bzw. die historische Figur von Vincent van Gogh ist eine super interessante, die schon etwa in vielen Mediums etwa mehr oder weniger besetzt worden ist. Und hier haben wir einer der besten
Portraits von diesem Charakter, beziehungsweise die Idee dieses Charakters. Und generell, ich möchte etwa nicht zu viel zu dieser Story sagen, denn sie ist einfach nur wundervoll gespielt, wundervoll gedreht und hat ein wirklich gut-putzing Ending, was aber sehr funktioniert, weil, meine Güte, es funktioniert einfach alles von durch. Und das ist so eine Story, die ich auch etwa Leuten, die etwa in Doctor Who nicht so drin sind, etwa empfehlen kann. Einer der besten Pseudo-Historicals, nein, die beste Pseudo-Historical Story. Der Lotzer dagegen, es ist halt einfach nur, James Corden haben wir hier in einer sehr wichtigen Rolle und das ist einfach nur, Ich mag James Corden nicht, falls ihr das wisst. Deswegen einfach nur, Aber hey, er gibt wenigstens eine Käse-Performance hier ab, also, yay. Und das große Finale dieser Season, Pandorica Opens, The Big Bang, ist unterhaltsam. Es kann sehr cheesy sein, es ist sehr over the top, aber es ist sehr unterhaltsam. Vor allem der erste Part, der zweite Part geht ein wenig zu sehr in dieses Timey-Wimey, was Moffat zu sehr geliebt hat. Und das macht teilweise diesen Typ hatte bisschen mäßig. Aber hey, die Autoren sind wieder zurück in einer mehr oder weniger wichtigen Rolle. Also, yippie! Und die ganze allein zu sehen und auch ein paar der Name-Drops war sehr unterhaltsam und sehr interessant einfach nur. Aber natürlich ist das nicht das Ende dieser Season, denn wir haben auch noch A Christmas Carol. Und per se gehört diese Story mehr zu Series 6, aber es countet die einfach mal zu Series 5, da sie wirklich diesen Fairy Tale Vibe von der vorherigen Season eher mehr hat. Und A Christmas Carol ist zwar nicht perfekt. Es hat manchmal Probleme, aber es ist ein sehr interessanter Twist über die klassische Christmas Carol Story mit Scrooge, die wir alle kennen. Und das Acting ist wirklich grandios. Die Love Story kann ein wenig zu Dafty sein und ein bisschen Klischee oder kittig sein. Aber hey, es ist Christmas und einer der wenigen besseren Christmas Specials von New Who. Kommen wir doch mal zu Davisons Opening Season, aka Season 19. Nachdem Tom Baker 7 Jahre, ja genau, 7 fucking Jahre den Doktor gespielt hat, hat er etwa mit Season 18 sein Ende gefunden und so kam ein neuer, sehr junger Doktor mit Peter Davison rein. Und seine Season 19 ist ein Mixed Bag meiner Meinung nach. Generell die Davison-Ära, zumindest on-screen, ist für mich ein Mixed Bag. Aber starten wir doch mal mit der ersten Story und zwar Castor Relva. Nicht nur ist es etwa eine schöne Story für diese Videos, wo etwa der Titel der Story 100-mal erwähnt wird. Nein, es ist auch eigentlich eine sehr spaßige und sehr entspannte Story. Eine Post-Regeneration Story, die sehr an die von New Who erinnern kann. Viele der Charakteristiken von den New Who Post-Regeneration Stories finden hier mehr oder weniger ihre Wurzeln. Wir haben hier ein paar sehr nette Referenzen zu den vorherigen 3 Doktoren, beziehungsweise 4 Doktoren. Und das mag ich auch wirklich sehr. Davison macht hier zwar eine gute Performance aus und vor allem Tegan als auch Nyssa sind hier wirklich spaßig zu sehen. Edric hat nicht wirklich viel zu tun. Und auch wenn Matthew Waterhouse kein schlechter Actor ist er mehr oder weniger gesidelined. Ein Highlight aber hier ist Anthony Anley, der hier mehr oder weniger seine cartoony Villain-Rolle annimmt, die er über die ganze Davison-Ära hatte. Und generell ist es eine sehr spaßige Story mit 2 Effekten, die ein wenig abyssisch sind und den deepen, harten Sci-Fi, was manchmal Tone-Deaf etwa wirken kann. Aber an sich, ich mag die Story sehr. For the Doomsday ist die erste Story, die Davison und sein ganzes Team gedreht haben. Und das merkt man leider. Davison gibt hier eine gute Performance ab und auch wenn For the Doomsday an sich sehr unterhaltsam ist es mal wieder einer dieser Stories, die ein bisschen zu sehr hart Sci-Fi ist und ein bisschen zu sehr emotional deaf ist. Emotionen kriegt man hier wirklich eher weniger, auch wenn es ein paar perfekte Momente dafür geben könnte. Die Cliffhanger sind interessant und die Side-Characters machen auch etwa einen guten Job, aber ich finde irgendwie 4 Parts hier ist ein wenig zu sehr lang und es wurde zu sehr gestretched. Eine Story, die ganz nett sein kann und jetzt nicht so schlecht ist, wie viele es sagen, aber eine Story, die sehr vergessenswert ist. Und oh boy, kommen wir doch mal jetzt zum guten Part dieser Season. Kinder. Kinder ist mal wieder einer dieser surrealen Stories aus dieser Season, von der mehr oder weniger die Season etwa lebt. Und meiner Meinung nach ist Kinder wirklich gut. Kinder führt die Mara ein, was ein fantastischer Ahsoka einfach nur ist. Und ein paar der sehr surrealen Szenen wurden einfach nur fantastisch directed. Und das Make-up ist einfach nur wunderbar. Janet Fielding, die hier Tegan spielt, hat hier etwa eine Stand-up-Performance. Und generell, wie etwa die Schurken und Co. hier gestylt worden sind, ist wirklich einfach nur gut gemacht worden. Es ist zwar eine Story, die für viele mehr oder weniger ein zweitneidiges Schwert ist. Sprich, entweder mögt ihr sie wirklich sehr oder hasst ihr sie wirklich sehr. Aber meiner Meinung nach mag ich sie einfach nur so
so sehr. Und die Visitation ist mehr oder weniger unser Pseudo-Historical für diese Season. Und meine Güte, was das für ein Pseudo-Historical ist. Ein wirklich sehr charmantes, wirklich unterhaltsames und gutes Pseudo-Historical. Und auch wenn das Alien hier ein wenig lächerlich sein kann und auch wenn manche der Make-up bzw. Kostüme nicht etwa die allerbesten sind, allein schon etwa für den Guest-Part, der etwa mit Davison so eine fantastische und unterhaltsame Dynamik hat, lohnt sich diese Story einfach sehr. Es ist eine der ersten Stories aus den Davison Run, die mehr oder weniger all die Companions auf einer guten Art und Weise nutzen kann. Und das setzt sich einfach wirklich sehr an The Visitation und die Location-Filming ist einfach nur großartig. Was kann ich nur sagen, außer ich mag The Visitation wirklich sehr. Eine sehr unterhaltsame, gute Story mit einem guten End-Cliffhanger für die ganze Story, obwohl bestimmt die meisten zu der Zeit vermutlich nicht wussten, was der bedeutet. Und ein weiteres Historical, diesmal ein Pure Historical mehr oder weniger. Black Orchid. Black Orchid ist der erste Two-Parter seit Season 12. Und meine Güte, habe ich etwa die Two-Parters vermisst. Black Orchid, auch wenn er nicht so gut ist wie zum Beispiel Santaran Experiment oder andere Two-Parters zuvor, macht wirklich viel Spaß und ich kann irgendwie nicht verstehen, warum Leute diesen Two-Parter nicht so mögen. Klar, finde ich es auch etwas exhausting zu sehen, wie der Doktor etwa proven muss, dass er eigentlich etwa nicht der Böse ist. Aber allein schon für die Kostüme lohnt es sich wirklich sehr. Auch wenn ich das seltsam finde, dass irgendjemand auf der Erde den 1920er genauso aussieht wie Nisha. Also das ist wirklich seltsam, aber hey, Who hatte schon immer solche Stories, also ich kann es irgendwie verstehen. Eine ganz nette Story, die jetzt auch nicht etwa so groß ist, aber ganz nett ist vor der ganz großen Story, die wir noch etwa vor uns haben. Und diese Story ist natürlich Earthshock. Earthshock ist mit den Jahren legendär geworden. Earthshock zählt zu einer der beliebtesten und bekanntesten Davison-Stories überhaupt. Und das liegt nach einer Sache, mehr oder weniger nur. Edrics Tod. Edrics Tod wurde einfach nur wunderbar inszeniert und wunderbar gemacht. Allein schon, dass etwa bei der 4. Episode die Credits einfach so laufen, ohne Musik, ist einfach nur wunderbar bittersüß. Und generell, es ist eine gute Story, die zwar nicht so gut die Cybermans nutzt wie vorherige Stories, aber dennoch deutlich besser ist als zum Beispiel deren letzten Outing mit Revenge of the Cyberman, was whatever war. Die Cybermans hier zu sehen, mit diesem Redesign, macht schon Spaß und David Banks mit seinem Excellent ist einfach nur so unterhaltsam. Earthshock ist zu Rest ein Klassiker, zwar trägt das an manchen Stellen, aber ich finde schon allein, wie man den Cast hier nutzt, wirklich einfach nur fantastisch. Und zu guter Letzt reden wir mal über Time Flight. Time Flight suckt. Selbst Anthony Andy schafft das nicht, die Story zu verbessern. Es gibt viele Aspekte, die man an der Story kritisieren kann und an sich ist die Idee ganz nett, aber allein schon für die schlechten Effekte, allein schon für diese sehr schlechte Maske bei Anthony Andy und allein schon für paar der Plot Convenience lohnt sich Time Flight definitiv nicht. Eine dieser Stories, die man sich mehr oder weniger einfach nur anschaut, um ein Completionist zu sein. Ansonsten eher weniger. Werft bitte Time Flight in den Müll. Wir brauchen kein Time Flight. Aber kommen wir doch mal zu meiner Meinung nach der besten Davison Season überhaupt. Season 21 und starten wir doch mal mit einer Story, die grauenhaft ist. Weil das macht natürlich etwa das Statement deutlich sinniger. Und zwar Warriors of the Deep. Warriors of the Deep ist einer der schlechtesten Opener überhaupt. Es ist vermutlich die schlechteste Story von Davison überhaupt. Es versteht weder die Nuancen oder noch die Komplexität der Original Silurian Story, noch hat es den Charme der originalen Sea Devil Story. Es hat einfach nur gar nichts. Die witzigsten und unterhaltsamsten Momente sind etwa die lächerlichsten Momente, die noch nicht mal etwa lächerlich on purpose sein sollen. Und generell die Story ist nicht gut. Dafür ist The Awakening ein wirklich guter Two-Parter. Vermutlich der beste Two-Parter von der ganzen Davison-Ära. Denn anders als die vorherigen Two-Parters gibt er einfach nur sehr viel her. Wir haben ein Historical Setting, was immer ein Plus ist bei mir. Und die Story macht einfach wirklich Spaß. Es hat einen sehr guten Flow und passt auch einfach wirklich gut in dieses Theme dieser Season, die manchmal sehr gritty und manchmal sehr düster sein kann. Eine sehr gute Story mit einem super guten Supporting Cast, von denen sogar 2 sehr gute Companions gegeben hätten, wenn sie etwa mit dem Doktor weitergereist wären. Also The Awakening, großes Daumen hoch meinerseits. Und oh boy, Chris Bitney ist zurück. Und dieses Mal mit Frontiers. Und meine Güte, ich bin überrascht, was er damit abgeliefert hat. Denn Frontiers ist deutlich clever, deutlich interessanter und deutlich besser als viele seiner vorherigen Skripts. Logopolis hatte zwar etwas in sich und auch Castorelva ist eine Story, die ich wirklich etwa sehr mag, aber mehr als Softbot habe. Aber Frontiers ist wirklich einer dieser Stories, wo ich sagen kann, großes Daumen hoch. Denn sowohl der Side-Character-Cast als auch unser Main-Lead-Cast werden so fantastisch genutzt. Die Monsters, die wir hier haben,
sind zwar sehr surreal und sehen manchmal sehr seltsam aus, aber funktionieren einfach nur wirklich sehr gut. Das Pacing funktioniert sehr gut und dieses Tone-Deaf im Ton macht auch hier dieses Mal sehr, sehr viel Sinn. Also großes Daumen hoch. Schade, dass Chris Brittany danach irgendwie fast kaum eine Doctor Who Story geschrieben hat. Denn hier hat er wirklich etwa einer der besten von der ganzen Davison-Ära delivered. Und Resurrection of the Daleks ist die Rückkehr der Daleks. Die erste Rückkehr der Daleks in den 80ern und was für eine Rückkehr das ist. Davros wird hier zum ersten Mal von Terry Malloy gespielt, der hier einfach nur eine großartige Performance abliefert. Die ganze Story rund um die Daleks ist einfach nur wirklich gut gemacht worden und das ganze Setting und die ganzen Side-Characters machen auch viel Spaß. Es ist eine der düstersten Stories der Davison-Ära und eine Story, die sehr brutal manchmal sein kann. Ich meine, einer der Dalek-Commander-Polizisten sicht einfach so Leute ab für den Spaß. Kein Wunder also, dass Tegan hier ihr Ende gefunden hat und was für sein Ende war. Ich mochte das Ende wirklich sehr, denn es gibt wirklich etwa viel her und gibt uns etwa einen kleinen Einblick in die Sicht des Doktors. Was ich immer sehr schätze, immerhin ist Paul McGann mein Lieblingsdoktor und sein ganzer Deal ist mehr oder weniger das. Was für eine großartige Story und was für ein gutes Format sie hier genommen haben. Denn anders als viele andere Stories war es zuerst mal etwa ein Four-Parter, aber wurde so umgeschnitten, dass es etwa so ein längerer Two-Parter ist. Sprich, wir haben etwa 2 40-minütige Episoden gekriegt und das hilft den Cliffhangern wirklich sehr. Der Flow ist dadurch deutlich besser geworden und ich kann verstehen, warum sie das dann etwa mit Season 22 gemacht haben. Auch wenn sie das etwa nicht so geschrieben haben, aber naja. Ein guter Versuch und eine wirklich gute Dalek-Story. Planet of the Fire ist eine sehr charmante Story. Vermutlich bin ich einer der wenigen, aber ich mag die Story wirklich sehr. Die Story geht etwa stark da ein, wie etwa das etwa den Doktor zurückgelassen hat, nachdem Tegan ihn etwa verlassen hat und er jetzt nur noch mit Turlough ist, der ihn by the way umbringen wollte mal. Also yay. Und generell der Misstrauens zwischen den Doktor und Turlough wird mal hier wieder aufgegriffen nach einer langen Zeit und das mag ich wirklich sehr. Der besagte Planet of the Fire hat was in sich und Anthony Ainley, auch wenn er eine sehr campy und goofy Performance hier abgibt, macht eine sehr gute Performance und ist einfach nur unterhaltsam. Ich meine, wir können nie mit Anthony Ainley was falsch machen. Unser neuer Companion Perry wird hier eingeführt und ich mag sie wirklich sehr. Vor allem in dieser Story gibt sie etwa eine gute erste First Impression. Chameleon wird hier auch mal wieder genutzt, nachdem er mehr oder weniger vergessen worden ist in den letzten 4 oder 5 Stories. Und er findet hier auch sein Ende. Also, yippie, Chameleon, you're dead. Woohoo, that's what I'm waiting for. Woohoo, RIP Chameleon. Wir werden dich niemals vermissen. Aber ja, eine sehr nette Story, wenn auch kein wirkliches Highlight. Dafür ist aber die nächste Story ein gigantisches Highlight. Natürlich rede ich etwa von Caves of Androzani. Die Regeneration Story von Classic Who. Es war für eine lange Zeit die wohl am meistgevotesten Platz 1 Story von ganz Doctor Who, bevor überhaupt New Who kam. Und das ist auch zu einem guten Grunde. Denn auch wenn ich etwa die Story ein wenig overrated finde, kann ich verstehen, warum diese Story so geliebt ist. Nicht nur ist es etwa eine Rückkehr von Robert Hobbs, der mit seinem letzten Skript eher mehr underdelivered hat. Ich meine, das war Power of Crow, also Hier delivert er dagegen einfach nur. Hier hat er wirklich eine so fantastische Story geschrieben, mit einer fantastischen Regeneration, mit einer fantastischen Rolle für sowohl Perry als auch den 5. Doktor und mit paar der besten Szenen, die der 5. Doktor überhaupt hatte. Ich meine, allein schon der Cliffhanger für Episode 3 ist einfach nur ikonisch aus einem Grunde. Auch die Side-Characters sind hier wirklich gut, aber hier besonders wirklich gut. Classic Who war immer ein Hit und Miss mit den Side-Characters. Hier haben wir paar der besten, interessantesten und unterhaltsamsten Side-Characters überhaupt gekriegt. Und all diese geben eine wirklich gute Performance ab, aber natürlich der große Standout hier ist der Schurke. Was für ein fantastischer Schurke, was für ein fantastisch gespielter Schurke, mit einem fantastischen, uniken visuellen Look und was für eine grandiose Story. Ich glaube, ich würde das Rad nicht neu erfinden, wenn ich sage, diese Story einer der legendärsten, wenn nicht sogar die legendärste des Davison Runs. Und hey, wir kriegen sogar einen kleinen netten Einblick in die Personality von Colins Doktor. Oh, wait, never mind. Es gibt noch eine Story in dieser Season und auch wenn man auf den ersten Blick denken würde, diese Season hätte nicht etwa mehr Stories, doch es gibt noch eine. The Twin Dilemma, die Post-Regeneration Story von Colin Baker. Denn JNT wollte etwa uns mehr oder weniger Colin Baker so early wie möglich zeigen und eine First Impression geben. Und was für eine First Impression er gegeben hat. Denn auch wenn Colin es wirklich unterhaltsam hier spielt und rückblickend es einer der größten Highlights dieser Episoden ist überhaupt, ist The Twin Dilemma wirklich nicht gut. Es ist weder etwa eine gute First Impression für Colins Doktor, noch überhaupt wirklich fair für Colins Doktor, noch war die Story wirklich gut. Denn Caves of Androzani zu übertreffen, wäre es schwer so oder so. Aber diese Story ist lächerlich. Diese Story hat paar der schlechtesten Acting-Moments
überhaupt. Diese Story ist einfach nur absurd und einfach nicht gut. Es gibt einen Grund, warum diese Story so verhasst ist und für viele als einer der schlechtesten, wenn nicht sogar die schlechteste Classic Who Story gilt. Meiner Meinung nach ist das nicht die schlechteste Classic Who Story, aber eine wirklich lästige, eine wirklich vergessenswerte und eine wirklich öde Episode. Was für ein schlechter Auftakt auf die Colin Baker-Ära, also kein Wunder irgendwie, dass leider viele Leute mehr oder weniger dann bei Doctor Who es sich aufgegeben haben, es weiter zu sahen. Denn Colins erste First Impression war wirklich einfach nur grottig. Und das tut mir wirklich leid zu sagen, denn Colin hat bewiesen, besonders durch Big Finish, wie gut er als Doktor sein kann. Und selbst in Season 22 oder auch Season 23 ist er einer der größten Highlights dieser Season. Aber kommen wir doch mal zu Matt Smiths zweiter Season als der Doktor. Series 6 ist für viele einer der kontroverseren Seasons vom Revival. Für viele einer der besten, für andere einer der schlechtesten und der Beginn des Downfalls von der Revival Show. Für mich, ich bin gemixter Meinung, aber eher mehr auf der positiven Art und Weise gestimmt. Und beginnen tun wir doch mal mit einem underrateden Two-Parter, The Impossible Astronaut und Day of the Moon. Beides fantastische Episoden. Zwar bevorzuge ich den ersten Part ein wenig mehr, aber auch die andere Episode ist ziemlich gut. Die Idee rund um die Silence ist ein fantastisches einfach nur. Ein interessanter Take an die Man in Black Idea und das Design ist wundervoll. Wo ist dieser süß gewesen, New Who, in den anderen 5 Seasons? Wo? Generell, ich bin kein großer Fan von vielen der neuen Monsters von New Who. Viele fühlen sich nicht wirklich so an, als hätte man einen Gedanken für mehrere weitere Episoden und ist auch an sich okay, aber gerne hätte ich auch ein paar neue Monsters, die man immer und immer wieder mal nutzen kann. Generell, wie man das Historical Setting hier reinbringt, ist ziemlich clever und wie man diese ganzen Story Arcs gesetupt hat hier, macht sehr viel Spaß. Klar war es natürlich für fast jeden klar, dass der Doktor hier nicht sterben wird in dieser Season, aber generell wird das ziemlich gut etwa aufgegriffen und auf eine Art und Weise gemacht, dass man doch vielleicht einen Zweifel hat. Grandioser Two-Parter, einer der underratedsten von Moffat und die 2 Titel sind einfach nur badass. The Curse of the Black Spot ist so eine und das war eine Doctor Who Episode für mich. Jetzt nicht im Negativen, aber eine super generische Pirate Tale, die nicht wirklich mehr viel hergibt. Dagegen The Doctor's Wife ist fucking großartig. Neil Gaiman zeigt mal wieder, was für ein fantastischer und märchenhafter Writer er sein kann. Und ich werde nie verstehen, wie er der Writer von dieser Story ist und von Nightmare on Silver oder auch von anderen grandiosen Stories. Neil Gaiman ist generell ein fantastischer Writer. Aber The Doctor's Wife ist wirklich wundervoll. Es bringt diesen märchenhaften Vibe auf mit einem morbiden Touch, den Gaiman meisterhaft balancen kann. Die Schauspielerin, die Humanoid Tade spielt, macht einen so fantastischen Job und es macht einfach nur Spaß, ihre Dynamik, ihr Bickering mit dem Doktor aka Matt Smith zu sehen. Vielleicht sogar eine bessere Dynamik manchmal als mit manchen seiner Companions. Und generell, es ist eine super fantastische Episode. Der Sideplot mit den Pods macht wirklich Spaß und silenced ihre Merits auf einer sehr interessanten Art und Weise. House ist ein wundervoller Gegner und das Ende und auch der Beginn dieser Episode sind so märchenhaft, so wunderschön und generell, ich liebe die Episode einfach nur. Dagegen The Rebel Flash and the Almost People ist ein Two-Parter, wo ich zwiegespaltener Meinung bin. Der erste Part ist beschissen. Die Idee ist ganz nett und eine sehr gute eigentlich. Wird sie umgesetzt gut oder gut gesetupt? Keineswegs. Paar nette Ideen, paar nette Szenen, aber der zweite Part rettet das Ganze. Vor allem mit der Idee, dass wir auch eine Kopie des Doktors kriegen und dass das Ganze gesellschaft wird mit Amy, ist eine wundervolle und wird auch ziemlich gut gemacht. Nur mein großes Problem ist halt einfach nur, wenn die erste Hälfte so kacke ist und die zweite Hälfte ein wenig sich anfühlt, als müsste sie paar Dinge super stark rasten, dann ist die Story keine so gute. Es gibt paar wundervolle Momente in dieser Story, vor allem eben in den zweiten Part. A Good Man Goes to War ist das Mid-Season-Finale und was für ein Mid-Season-Finale das ist. Es macht Spaß, es unterhält, es hat gute Action. Matt Smith hat einer seiner besten Performances als der Doktor, der nicht zu stark etwa dargestellt wird, als könnte er alles tun wie in manch anderen Stories, vor allem in seiner letzten Season, aber er wird auch nicht zu einem Comic Relief einfach nur getauft. Rory, aka Arthur Dole, macht wohl die beste Performance hier aus und es ist einfach nur wundervoll zu sehen, wie der Doktor und seine Freunde es versuchen, Amy von den Händen von The Silent zu retten. Wundervoll einfach nur gemacht worden. Generell eine super spaßige Episode mit einem sehr spaßigen Ende und einem sehr spaßigen Twist, der hier berührt wird. Und die Episode macht auch einfach einen sehr gespannt, was der Follow-up sein wird. Und der Follow-up ist, ich weiß noch nicht mal, ob ich den Namen auspressen darf, aber nennen wir doch mal diese Episode Let's Kill Austrian Painter. Ihr könnt ja selber den Namen googeln. Let's Kill Austrian Painter ist eine Episode, die
sie existiert und es ist keine gute Episode. So viel gerust. Die Idee ist nicht wirklich eine gute. Und generell, ich mag die Episode absolut nicht. Night Terrors dagegen ist einer dieser Mark Gatiss-Skript, wo ich überrascht bin, dass er das geschrieben hat. Denn es hat tief und fühlt sich ein wenig bolder an als die meisten fluffy Mark Gatiss-Scripts. Night Terrors ist visuell eine Pracht. Wundervoll gemacht worden und es ketchupt einfach nur diesen wundervollen Horrorstil, den man hier einfügen wollte. Die Idee, das Konzept, der Twist ist ziemlich gut. Ich merke gerade, wie viele Twists es in dieser Season gibt. Ist wirklich die Twist-Season. Aber anyway, Night Terrors macht Spaß. Es weiß genau, was es etwa reißen will. Es hat genau ein Gefühl für das Pacing. Zwar kann es ein wenig snurzig gegen Ende sein und ich bin kein großer Fan von der Resolution, das gerne mehr von diesem gruseligen Puppenhaus und den Puppen gesehen hätte, aber für das, was es ist, macht es wirklich Spaß und ich bin überrascht, es ist eine Mark Gatiss-Episode, die ich wirklich mag. Also Daumen hoch, Mark Gatiss. Mal wieder eine gute Episode. Gut gemacht. The Girl Who Waited. Muss ich noch so viel sagen über die Episode? Wundervoll. Die Idee, dass wir etwa hier eine ältere Amy kriegen, die nicht wirklich etwa verliebt ist mit der Idee, dass sie nicht mehr existieren wird, ist eine wundervolle. Paar der Szenen sind paar der besten. Die Episode ist mehr oder weniger ein wundervolles Experiment und ein Showcase, warum die Marriage zwischen Rory und Amy ziemlich gut funktioniert und warum die Chemistry so wichtig ist bei so einem Love-Plot bzw. Love-Story. Und das zeigt die Episode einfach nur super gut. Eine Episode, die den Dr. silenced, eine Episode, die Amy bzw. beide Amy silenced und natürlich das große Herzstück Rory silenced. Es ist so eine fantastische Episode mit einem minimalistischen Set, was Creepiges in sich hat und auch die Roboter haben ein wirklich ziemlich gutes Design. Die ganze Idee und um diesen Spa und wie gefährlich er sein kann, wundervoll makaber und am Ende ist wirklich das Herzstück dieser Episode einfach diese Love Story zwischen den zwei Pawns, die wundervoll auserzählt wird. Und dabei, The God Complex ist vermutlich die beste Matt Smith Episode ever und ich muss nicht so viel nachdenken. The God Complex hat eine bangerhafte Idee mit dem Hotel, was in jedem Raum irgendwas für Ängste hat für jedermann. Auf der anderen Seite ist The God Complex eine clevere Episode, die sehr erbarmungslos ist und uns so viele Side-Characters zeigt. Manche davon ein wenig nerviger als die anderen und nur einer überlebt das. Die Resolution ist eine wundervolle und erinnert mich an ein paar der besten Momente von Classic Who. Matt Smith hat hier eine der besten Performances überhaupt als der Doktor. Rita ist ein fantastischer Would-Be-Companion, die wundervoll gespielt wird. Das ganze Konzept ist creepy und wird auch so creepy und so gut umgesetzt und das Ende ist eins der besten von der ganzen Season überhaupt. The God Complex, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es bitte nach. Es ist vermutlich die beste Smith-Episode überhaupt. Closing Time hat James Gordon mal wieder und die Cybermans. Ich hasse Closing Time. Closing Time hat außerdem ein super cheesy, langweiliges Ende. Warum hast du die Cybermans so sehr, Smith-Ära? Warum? Wieso hast du eine weitere Episode mit James Gordon? Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. The Wedding of River Song ist messy, aber spaßig. Und das ist vermutlich das Beste, was ich über die Episode sagen kann. Viele coole Ideen, viele coole Umsetzungen. Ich meine, dass sie sogar den Charles Dickens Actor von Series 1 zurückgebracht haben für ein Cameo, ist ziemlich spaßig. Und generell mit diesem Timey-Wimey, was wir hier haben. Ich hätte actually gerne das mehr als Episode gesehen, statt das, was wir bekommen haben mit dieser Parallelwelt, die okay ist, aber jetzt nicht so interessant ist. Es ist convoluted, vor allem gegen Ende. Es versucht irgendwie clever alle Teils zu verbinden, aber anders als zum Beispiel The Big Bang oder Pandoricas Opens, wo es deutlich besser funktioniert hat, funktioniert das hier absolut nicht. Nette Szenen, nette Ideen, spaßig irgendwie, aber definitiv viel zu messy. Und dabei müssen wir wirklich über dieses Christmas Special reden. The Doctor, The Widow and the Wardrobe ist ein Banger-Titel, ist eine sehr nette Idee, hat gute Effekte, aber... And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. Aber kommen wir doch mal zu Season 9. Und meine Güte, das wäre vermutlich keine gute Season, um etwa abzutreten. Sondern Pertwees dritte Season und vermutlich für viele, zumindest die dachten, die letzte Season ist definitiv eine okaye Season. Es ist definitiv auf der Western-Seite der Pertwee Seasons immer noch sehr spaßig, aber jetzt auch nicht etwa ein Meisterwerk. Aber starten wir doch mal mit der Opening Story Day of the Daleks. Und zugegeben, eine Sache vorweg, hier
hier ist besonders die Spezialisten zu empfehlen, denn die Originalversion von Day of the Daleks, Zwattermand, ist definitiv ein wenig ein harter Watch. Denn die originalen Dalek-Stimmen sind definitiv nicht so angenehm, wie man es erhoffen würde. Von daher bin ich ein großer Fan, dass man etwa Nicholas Briggs gekriegt hat, um etwa neue Dalek-Stimmen für diese Story einzusprechen. Und er macht seinen Job ziemlich gut. Ansonsten ist die Story ein sehr spaßiger Zeitreise-Thriller. Die Ideen, die hier präsentiert werden auch wirklich gut umgesetzt und ich kann mich auch nicht wirklich beschweren. Ich meine, was kann man falsch machen mit John Pertwee, Katie Manning und fucking Daleks? Da kann man wirklich nichts falsch machen. Zwar wünschte ich, dass ein paar Dinge mehr expanded gewesen wären, aber hey, ich hatte meinen Spaß mit dieser Story und oh mein Gott, ist das der Candyman von Willy Wonka? Oh mein Gott, Willy Wonka und Doctor Who sind so connected. Oh mein Gott. Curse of Peladon ist fantastisch. Das Worldbuilding ist 1A. Alpha Centauri ist einfach nur fantastisch. Und David Troughton als King Peladon macht einen wirklich guten Job, auch wenn ich nicht wüsste, ob das nun etwa eine bessere Performance ist als seine Performance in Midnight. Auf jeden Fall, ich bin großer Curse of Peladon Fan. Die Welt von Peladon ist einfach nur großartig gestaltet worden und allein schon diese Opening Shots bei der ersten Episode sind einfach nur more. Katie Manning und John Pertwee sind wie immer mal wieder auf ihren Top-Game, vermutlich einer ihrer größten Top-Games zugegeben. Und generell, die Story ist einfach nur so gut gepaced worden und ein paar der Witze sind auch wirklich sehr. Wie man die Ice Warriors zurückgebracht hat, ist eine wirklich faszinierende Art und Weise für eine Rückkehr eines 60s-Schurken. Aber da möchte ich auch nicht zu viel spoilern. Großartige Story und vermutlich mein Highlight dieser Season. Und The Sea Devils ist eine sehr spaßige Story, wenn auch keine gute Story. An sich ist The Sea Devils verdammt spaßig. Aber auch ist The Sea Devils mehr oder weniger ein Remake oder sort of Remake von Silurians. Viele der same Story Beats werden hier aufgegriffen und es ist auch kein Wunder, nur hat Silurians mehr Tief gehabt, während The Sea Devils ein wenig war. Nichts gegen der originalen Sea Devils Stories, denn das ist definitiv deren besten Outing und vor allem das Design ist einfach nur großartig. Von daher ist es schade, dass schon ihr erstes Outing mehr oder weniger einfach nur Silurians auf Bliss bestellt war. Aber hey, wir haben wieder mal Delgado hier und Delgado wie immer macht eine fantastische Performance aus. Viele der Ideen machen Spaß und hey, eine Navy-Version von Silurians ist doch jetzt auch nicht das Schlimmste, was man hier kriegen kann. Eine sehr spaßige Story mit sehr spaßigen Schurken oder Antagonisten, die definitiv in der Zukunft von Who Besseres verdient haben. Hashtag Justice for the Sea Devils. The Mutants, ich halte mich kurz. The Mutants ist eine schwierige Story für mich zu bewerten. Denn zum einen gibt es Aspekte, die ich wirklich sehr schätze, zum anderen muss ich zugeben, dass diese Story ein wenig zu sehr trackt. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Story deutlich geringer wäre als ein Six-Parter. Vielleicht ein Five-Parter oder sogar ein Four-Parter. Denn auch wenn mich immer die Story überrascht hat, wie sie denn nun weitergeht, muss ich zugeben, dass ich am Ende dieses Watches von dieser Story ein wenig enttäuscht war. Versteht mich nicht falsch, es gibt viele großartige Aspekte an dieser Story, aber im Großen und Ganzen bin ich doch eher mehr gemäßigter Meinung zu dieser Story. Aber hey, der Schurke hier ist definitiv sehr spaßig, auch wenn er ein wenig zu campy gespielt wird gegen Ende und es ist auch ein wenig out of place sich anfühlt. Aber hey, ich hatte damit meinen Spaß, also Daumen hoch dafür, The Mutants. Und zu guter Letzt eine sehr unpopuläre Story und zwar The Time Monster. Wenn ich sagen würde, ich mag The Time Monster sehr, dann meine ich das auch. The Time Monster hat Probleme, The Time Monster ist bei weitem nicht perfekt. Aber meine Güte, es ist eine so verdammt spaßige Story. Und das kann ich auch am besten über The Time Monster eben sagen. Es ist eine sehr spaßige Story, die manchmal ein wenig trackt, die manchmal ein wenig zu lang braucht, bis wir zu Atlantis kommen. Und ja, ihr habt mich richtig gehört. Wir sind wieder mal in Atlantis. Underwater Menace Return. Oder auch doch nicht, weil es ist ein komplett anderes Atlantis und wie immer, Doctor Who hat eine sehr seltsame Continuity, aber dafür lieben wir diese Silly Alien Show. Vor allem, wie Katie Manning hier das spielt und vor allem Delgado. Es ist mehr oder weniger die Delgado Show für diese Story und das schätze ich einfach wirklich sehr. Die Nebenfiguren, gespielt von Ingrid Pitt und Co., machen viel Spaß, nur das Ende mit Kronos ist ein wenig seltsam gemacht worden und das CSO bzw. die CSO-Effekte sind definitiv nicht so gut gealtert worden. Aber an sich eine sehr spaßige, sehr campy und die definitive Unit Family Story pur und pur. Kommen wir doch mal zu Series 1 aka die erste Season von New Who. Meine Güte, Series 1 ist manchmal ein Mixed Bag in meinen Augen und manchmal eine so fantastische Series. Und wie stehe ich nun jetzt zu dieser Series? Nun, findet das doch mal heraus. Beginnen tun wir doch mal mit den sehr soliden Opener Rose. Rose ist nichts Besonderes und im Nachhinein relativ
Meh-Tier für diese Season. Es ist jetzt nichts Schlechtes, sondern eher mehr ein Zeichen dafür, wie gut manche der Stories oder Episoden dieser Season sind. Aber Rose ist im Allgemeinen ganz okay als Episode. Es introduced den Doktor für eine neue Audience und macht einen ziemlich guten Job dabei. Eccleston macht eine ziemlich gute Performance und Billie Piper ist überraschenderweise ziemlich gut und sehr unterhaltsam. Die Autons wiederzusehen macht Spaß, aber es macht mich ein wenig traurig, dass wir nicht Eccleston gesehen haben, wie er gegen die Nessie Constance als Tentakelmonster gekämpft hat. Er kann wirklich nicht den Pertwee Trip kriegen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Eccleston. The End of the World. Ich bin immer zwiegespalten zu dieser Episode. Per se keine schlechte Episode, aber per se jetzt auch keine, die mich etwa umhaut. Die ganzen Aliens zu sehen und wie man das gemacht hat, macht Spaß. Eccleston hier kriegt paar wirklich gute, spaßige Goofy-Momente. Hat auch paar ziemlich fantastische, zum Beispiel, wenn diese eine Tree-Frau mit ihm redet und er plötzlich ein wenig Tränen in die Augen hat. Und ich sagt, vermutlich eines der besten Acting-Momente für einen Actor als der Doktor. Dann Quiet Dead ist ziemlich spaßig. Es ist ein Gated-Script, aber ein Gated-Script, was ich mag. Es klingt immer so weird, wenn ich das sage. Gated hat hier wirklich etwa einen Home Run geführt mit seinem ersten TV-Pen-Script für Doctor Who. Denn Charles Dickens hier wird fantastisch gespielt, wurde fantastisch geschrieben. Generell, dieses Historical macht Spaß. Die ganze Idee mit diesen Geister-Aliens ist so eine unterhaltsame, die wirklich gut funktioniert. Und generell muss ich zugeben, ich bin überrascht, dass mich dieses Pseudo-Historical wirklich gut unterhalten hat. Like damn, good job Margatus, good job. Aliens of London, World War III sind ziemlich meh. Meh ist das beste Wort für diese Episoden. Einerseits sind die Slavins ein so spaßiges Konzept und haben ein wirklich fantastisches Design. Auch die ganze Idee, dass sie London mehr oder weniger infiltrieren, macht Spaß. Das große Aber ist halt eben der Ton. Klar war diese Series bisher relativ goofy und ich habe nichts gegen einen goofy Ton in Doctor Who. Hell, manche meiner Favorit-Episoden und paar der besten Episoden von Tom Baker sind goofy as fuck. Hier funktioniert das leider nicht, denn auch wenn ich natürlich die Story auf ihre eigenen Art und Weise bewerte, muss es zugeben, dass etwa einen ernsteren Approach hier deutlich mehr gefeiert hätte, weil Farting Aliens, ja, ich kann damit einfach nichts anfangen. Dagegen Dalek ist fantastisch. Rob Sermon ist so ein fantastischer Doctor Who Writer. Psalms of Midnight, Churchill und so weiter sind fantastische Big Finish Plays. Und hier beweist er in seiner ersten und einzigen TV-Pant-Episode, dass er die Daleks wie fast kein anderer versteht. Meine Güte, wird dieser eine Dalek so threatening hier gezeigt. Und generell die ganze Idee mit diesen Henry Staten ist wundervoll gemacht worden. Eccleston hier hat fantastisches Acting. Paar Momente sind so ikonisch, dass man zu diesen großartigen Memes mittlerweile gibt. Und generell, die Episode überzeugt pur und pur. Genau das ist das, was man von den Daleks sehen will. Und genau da ist hier der Punkt, wo mich diese Series wirklich übergewinnt. Denn während die ersten 5 Episoden oder so definitiv einfach nur meh oder ganz okay oder ich mag's, ist genau das hier der erste große Banger, das erste große Meisterwerk dieser Series. Vermutlich die beste Episode von Eccleston's Run überhaupt. The Long Game. Es hat Simon Pegg in it. Was wollt ihr mich etwa noch mehr sagen lassen zu The Long Game? Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist meh. Nette Ideen, ich mag Adam definitiv nicht und das war ja auch der Sinn, aber allem in allem The Long Game definitiv ein meh für mich. Vater Day nimmt den Konflikt auf, dass Rose nie ihren Vater wirklich gekannt hat und deshalb requestet sie beim Doktor, dass sie mal zu der Hochzeit vielleicht etwa da zuschauen. Doch Rose ist voll gefüllt mit Emotionen und rettet ihren Vater, was zu einem Time Paradoxon führt. Und dieses Time Paradoxon ist fantastisch. Pete Tyler wird fantastisch gespielt und fühlt sich wie ein Charakter an, während manche Stories, manche Characters eher mehr wie ein Plot-Device haben. Und diese Story sehr gut auch dieses Konzept mit diesem Plot-Device-Charakter in sich haben könnte, hat diese Story Nein gesagt und Pete einen wirklich guten, interessanten Charakter gegeben. Generell finde ich es wirklich ziemlich spaßig, wie viel Charakterdrama wir in den fantastischen Series 1 Episoden kriegen. Sei es nun vom Doktor oder auch hier besonders von Rose. Während Dalek die Episode für den 9. Doktor ist Father's Day die Episode für Rose. Und hey, kommen wir doch mal zum ersten Canon-Skript von Stephen Moffat. Ein sehr unbekannter Writer, der bestimmt niemals wieder für Doctor Who schreiben würde. The Empty Side und The Doctor Dances ist ein wundervoller Two-Parter. Nicht nur nimmt er wieder dieses Konzept von Verstecken behind the sofa, was mehr oder weniger das Grundkonzept von ein paar der großen Monsters aus den 60s war. Nein, es erfüllt dieses Konzept einfach
einfach nur wirklich, wirklich gut. Die Gasmaskenkinder und generell die Leute, die mit den Gasmasken sind und Mami rufen, sind wirklich creepy und es wurde einfach wirklich gut gemacht worden. Der Cliffhanger zu der ersten Episode ist spooky as fuck und funktioniert einfach nur. Zack wird hier eingeführt und ist ein sehr spaßiger Charakter, vor allem hier. Auch wenn er manchmal mir ein wenig zu snarky sein kann. Und generell die ganze Dynamik mit Eccleston und Piper ist hier wohl an ihren Top-Form gekommen, denn deren Dynamik ist wirklich eine ziemlich spaßige. Ich bin zwar kein großer Fan vom Charakter Rose, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich nicht dieser Typ hatte mit deren Dynamik komplett überzeugt hat. Die Inszenierung, der Horror und auch das wundervolle Ende. Ein Happy Ending für diesen Doktor, der relativ down his luck ist wundervoll. Und Boomtown, meine unpopular Opinion, aber ich mag Boomtown wirklich sehr. Vermutlich die overlooked Episode überhaupt, denn ähnlich wie bei The Long Game ist es zwischen zwei Banger-Stories. Von daher kann vermutlich etwa viele vergessen, dass diese Episode überhaupt existiert. Aber nein, ich mag Boomtown wirklich sehr. Bin ich ein großer Fan von den Mickey und Rose Drama? Nein, ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Aber hey, wenigstens reversieren sie das irgendwie. In dieser Series kam es doch irgendwie ein wenig zu kurz dafür, dass es so groß gesetup wurde in Rose. Das große Highlight ist aber das Gespräch, beziehungsweise das Dinnergespräch zwischen Annette Badland, die einer der Slevene Survivors spielt, von der vorherigen Slevene Story, und den Doktor, was sehr interessante Konflikte aufführt. Zwar hätte ich mir gewünscht, dass man da doch ein wenig mehr lehnt, dass das Ende ein wenig mehr zu cheesy ist für diese eher mehr dunklere zweite Hälfte dieser Season, aber hey, allein schon diese Gespräche sind wirklich top-notch. Bad Wolf und The Parting of the Ways, Top-Tier Russell Davis. Russell Davis schreibt die Daleks wie kein anderer. Klar, ich habe Sherman gelobt und lobe natürlich viele andere Dalek-Writers, aber Russell Davis Dalek-Stories haben so einen wundervollen Scale und eine wirklich schöne Epicness zu denen, die einfach nur Spaß macht. Und ich werde nicht lügen, dass die Daleks mir nicht etwa so viel gefallen hier. Bad Wolf ist ein wenig campy und cheesy. Es basiert mehr oder weniger darauf, dass unser TARDIS-Team in Reality-Shows gefangen ist. Und überraschenderweise, auch wenn es ziemlich stark gealtert ist deswegen, dass er für seine Zeit sein wollte, muss es zugeben, dass dieser Part dieser Story ziemlich charmant ist und ein wenig underrated ist. Das große Highlight aber von dieser Story ist halt The Parting of the Ways. Was kann man mehr zu sagen zu dieser Story außer wundervoll? Die Rede von Ecclestons Doktor, dass er eher mehr ein Coward ist, statt wieder mal was zu zerstören. Wundervoll. Der Dalek-Thread mit dem Dalek Emperor, der zurückgebracht worden ist. Wundervoll und wundervoll inszeniert und fantastisch ist CGI einfach nur. Die Daleks machen halt wie immer Spaß, weil mit Russell T. Davies Daleks kann man nie was falsch machen. Und die Regeneration-Scene ist wundervoll. Vermutlich die beste Regeneration-Scene von New Who, denn so sehr es auch Capaldi mag, so sehr es auch Matt Smiths Rede mag, so sehr es auch die Effekte von Jodie mag, diese Szene konnte man irgendwie wirklich nicht übertreffen. Denn Ecclestons Acting ist top-notch. Wie man etwa hier Tennant einführt, macht Spaß. Und generell fühlt sich diese Series wirklich so an wie ein Crash Course für Doctor Who. Ein sehr spaßiger Crash Course, der sehr gut unterhalten kann in der zweiten Hälfte, mit einer eher mehr mäßigen ersten Hälfte. Aber kommen wir doch mal zur besten Season von RTDs ganzer Ära und ironischerweise sogar seine letzte Series, als auch die letzte Series von David Tennant als der 10. Doktor. Und das nicht genauso weiß, wo ich jetzt bei die einpacken könnte, packen wir doch mal auch die 2009 Specials hier rein. Denn technisch gesehen kann man das als Gesamtwerk etwa ansehen. Sorry für die Leute, die das trennen, aber ich sehe es als Gesamtwerk. Also kommen wir doch mal zu Series 4 und den Specials, aber bevor wir zu diesen kommen, widmen wir uns noch etwa ein Christmas Special, was den Jahr davor erschienen ist, mit Voice of the Damned. Voice of the Damned hat eine interessante Prämisse. Immerhin sehen wir etwa eine Space Titanic, die 1:1 etwa eine Kopie der Titanic ist. Und meine Güte, es klingt nach einer sehr over the top und cheesy Idee. Und das ist es auch. Und das ist irgendwie auch der Nachteil dieser Episode. Versteht mich nicht falsch, David Tennant spielt etwa einen grandiosen Doktor mal wieder, aber hier wird der Doktor wirklich als etwa Gottgeiste Echsenfigur dargestellt. Und natürlich mögen man es etwa diesen Portrait vom Doktor. Ich persönlich mag es eher weniger. Kylie Minogue sehen wir hier auch als Companion, beziehungsweise als Short Companion, weil sie nur in dieser Episode etwa auftritt. Und fragt mich nicht, wer Kylie Minogue ist, denn ich habe absolut keine Ahnung, außer dass sie ein Popstar ist, beziehungsweise war. Voice of the Damned ist definitiv von den ganzen Christmas Specials einer meiner least favorites. Die anderen hatten natürlich auch ihre Probleme und waren natürlich auch teilweise ein bisschen zu cheesy für meinen Geschmack. Und das heißt jemand, der etwa die Tobey Maguire Spider-Man Trilogie wirklich liebt. Aber ja, Voice of the Damned, nicht so meins, bisschen zu over the top. Aber kommen wir jetzt mal zu Series 4 mit Partners in Crime.
Time. Der Opening dieser Series und definitiv einer des Besseren von ganz der Revival Show. Natürlich nicht das Besseste, aber definitiv nicht so stark wie man andere, wie zum Beispiel Rose oder auch Smith und Jones. Aber Partners in Crime macht immer noch viel Spaß und die Idee ist eigentlich auch interessant. Die Performances sind alle relativ gut, es macht natürlich etwa viel Spaß und hat etwa gute Comedy-Elemente reingebracht, wo sich etwa der 10. Doktor und Donna sich wieder treffen. Das ist wirklich gut, aber ansonsten eine spaßige Episode, die ich etwa mehr mag als der normale Durchschnitt, aber definitiv kein Highlight oder Meisterwerk von dieser wirklich fantastischen, wirklich sehr, sehr, sehr guten Series. Fires of Pompeii dagegen ist wirklich fantastisch. Ein weiteres Pseudo-Historical und das Beste von der ganzen RTD-Ära. Ich glaube, das ist nichts Kontroverses zu sagen, aber meine Güte, ist das ein wirklich gutes Pseudo-Historical. Hier sehen wir auch etwa Peter Capaldi zum ersten Mal bei Doctor Who und ich bin mir sicher, dass er noch nie wieder etwa da auftauchen wird in einer großen Rolle. Natürlich gibt er etwa eine fantastische Performance ab und natürlich gibt uns das Duo Tate und Tennant etwa eine elektrische, gute Dynamik zwischeneinander und geben auch wirklich gute und herzerwärmende oder traurige Momente auf in ihrer Performance. Paar ihrer besten Performances, paar der interessantesten Konflikte in ganz den Pseudo-Historicals, was etwa wieder auf einer der älteren Doctor Who Series ausgeht, und zwar The Aztecs. Was für eine fantastische Episode mit einem so interessanten Setting und so interessanten Dilemma. Wirklich großer Fan davon und wirklich eine kleine underrated Episode meiner Meinung nach. Planet of the Ood, ich weiß, manche mögen es eher weniger, aber ich bin ein großer Ood-Fan. Ich meine, schaut euch dieses Design an. Wirklich einfach nur more und Planet of the Ood delivered. Ist es etwa so gut wie der Two-Parter mit denen aus Series 2? Eher weniger. Aber ich mag es wirklich sehr, dass man den Fokus hier wirklich auf die Oods gesetzt hat. Und auch wie der Shock etwa am Ende besiegt wird, ist wirklich interessant, aber auch wirklich ekelhaft zugleich. Die Oods machen etwa als wirklich gute Pseudo-Protagonisten aus. Der Konflikt zwischen Donna und dem Doktor ist wirklich interessant hier ausgeflossen. Und generell, großer Fan von dieser Episode und eine kleine underrated Episode, die etwa wirklich Spaß macht. Der Sontaran, Two-Parter Sontaran Strategy und The Poison Sky ist natürlich eher mehr auf der besseren Seite. Generell, Series 4 hat etwa paar Probleme am Anfang, meiner Meinung nach. Es ist immer noch eine fantastische Series, aber wenn man mit manch anderen der Episoden das vergleicht, muss man zugeben, nicht so gut. Und dieser Sontaran Two-Parter hat definitiv seine Probleme, aber auch guten Stärken. So haben wir etwa einen fantastischen Supporting Cast, der gut ausgeflasht wird, der etwa mal mehr Screentime mit diesen hat. Paar der Ideen sind wirklich interessant, zum Beispiel haben wir mehr oder weniger einen Martha-Klon. Die Sontarans wurden hier zum ersten Mal in der Revival Show eingeführt. Und natürlich ist das nicht eins der besten Debüts von einem Classic-Villain, aber hey, die machen Spaß, ganz spaßig eben. Natürlich haben die Sontaran immer irgendwie Probleme gehabt, etwa bedrohlich wirklich gut etwa dargestellt zu werden, wie etwa der eine Sontaran in The Time Warrior das war. Und auch hier sehen wir etwa diese Probleme, die diese typischen Sontaran-Stories haben. Der Doctor's Daughter dagegen ist wirklich underrated. Und meine absolute underratedste Episode von der ganzen Revival-Show, beziehungsweise der RTD-Ära, wirklich gesagt. Meine Güte, ist das eine wirklich spaßige Episode. Natürlich gibt es Pacing-Probleme, natürlich könnte man etwa manche Aspekte etwa in einem Two-Parter genau etwa exploren und etwa mehr über den Charakter von Sally herausfinden. Und das ist auch etwa mein Problem damit. Das hätte wirklich etwa ein besserer Two-Parter gewesen, statt einfach nur eine Episode. Aber hey, diese eine Episode macht dennoch Spaß. The Unicorn and the Wasp ist eine spaßige Episode, die etwa Murder Mystery mehr oder weniger als ein Genre nimmt und das wirklich etwa gut umsetzt. Die Schauspielerin, die Agatha Christie etwa hier spielt, macht etwa eine gute Performance aus. Die Comedy zwar nicht etwa ein Oberpuller-Film ist, macht dennoch Spaß. Die Dynamik zwischen Tate und Tante ist wirklich immer noch gut. Und was gibt's mehr dazu zu sagen, außer spaßige Murder Mystery? Nicht mehr, nicht weniger. Silent in the Library und Forest of the Dead ist vermutlich der beliebteste Two-Parter von vielen Two-Parters. Und besonders bei Series 4, und da es sich wieder um ein Moffat-Skript handelt. Eine sehr, sehr beliebte Episode, die auch etwa einen Fan-Favorite-Charakter einführt und tötet mit River Song. Generell die Idee hinter River Song ist wirklich interessant dargestellt, beziehungsweise präsentiert hier in diesem Two-Parter. Ich bin jetzt kein großer Fan, was sie etwa von ihr, beziehungsweise mit ihr gemacht haben, in den späteren Series, aber hey, man kann man nicht alles haben. Dennoch ein sehr cleverer, sehr spaßiger, sehr interessanter Two-Parter, der sehr viele interessante Ideen aufgreift und die auch wirklich gut nutzt. Das Monster hier ist wirklich gut umgesetzt worden, also auch sehr bedrohlich. Midnight ist etwa eine sehr, sehr bekannte Episode dieser Series und ich weiß auch nicht, was es dazu etwa hinzufügen kann, denn Midnight ist zuerst etwa einer der populärsten Episoden und einer der beliebtesten Episoden von Doctor Who. Der Supporting Cast macht fantastische Performances aus und spielen sogar Tent manchmal etwa im Wege. Tent
macht etwa einer seiner besten Performances aus. Und generell die ganze Idee hinter Midnight ist wirklich fantastisch und sehr klaustrophobisch gemacht worden. Also auch etwa wirklich clever geschrieben worden. Turn Left, auch etwa eine sehr fantastische und sehr bekannte, populäre Plieke Doctor Who Episode. Vermutlich die pliekeste überhaupt. Denn hier haben wir etwa das Konzept, was ist, wenn der Doktor stirbt? Und das sehen wir hier in einer parallelen Welt quasi. Und generell, wie sie etwa hier Donna etwa ausgeflasht haben, da muss es etwa wirklich zugeben, dass es vermutlich etwa Tates beste Performance als der Charakter. Meine Güte, ist das eine wirklich gute Episode und wirklich fantastisch umgesetzt. Und das bringt uns ganz gut etwa ins Finale mit The Stone Earth bzw. Journey's End. Sehr self-indulgent von RTD, aber meine Güte, er hat es verdient. Er hat etwa eine große Ära etwa aufgebaut, 2 Spin-offs gemacht und generell Doctor Who zu seinem Höhepunkt in der Popularität der Gesamtbevölkerung gebracht. Da kann man etwa so eine self-indulgent Finale wirklich etwa entschuldigen, auch wenn es manchmal ein bisschen zu over the top geht. Oder zu, hey guck mal, hier ist der Charakter, den ich etwa mal hier eingefügt habe. Und er kommt jetzt zurück. Es ist ein großer Cast an Charakteren und das ist auch teilweise das Problem. Nicht jeder Charakter kriegt etwa genügend Screentime zum Sein, aber es wird gut versucht, etwa die alle reinzubringen und es ist immer noch sinnig. Mein Problem hier ist definitiv nicht etwa Stone Earth, denn es hat etwa fantastische Setups. Manches trackt ein wenig und er hätte mal die Zeit etwa ein bisschen mehr investieren können für den anderen Part dieses Two-Parters mit Journey's End, wo manche Dinge, beziehungsweise dieser ganze Konflikt, was etwa Davros und die Daleks etwa geschaffen haben, sehr Deus Ex Machina etwa gelöst wird. Aber hey, der Two-Part hat seine Emotionen, hat seine perfekten Momente und ist wirklich etwa einfach ein spaßiger, wirklich unterhaltsamer Two-Parter. Und jetzt kommen wir doch mal zu den 2009 Specials, denn die gehören irgendwie auch teilweise zu dieser Series und ich wüsste auch nicht, wo es etwa die reinpacken könnte. Der Next Doctor ist etwa eine interessante Prämisse und ist eine gute Verarsche, denn wir wussten noch nicht mal, wer der nächste Doktor wird, aber dass einer kommen wird nach den Specials. Und da dieses Karting etwa sehr populär war zwischen den Fans und etwa den Leuten, die das spekuliert haben, war das natürlich etwa sehr clever, diesen Actor auch zu holen. Er hat etwa eine gute Performance gegeben, aber ab dem Punkt, wo wir etwa herausgefunden hat, dass er nicht der Doktor ist, hat er irgendwie ein bisschen gesenkt im Writing, als auch in seiner Performance her. Tent ist wieder in Topform und es war eine interessante Idee, die Cybermen noch ein letztes Mal in diese RTD-Ära zu nehmen. Aber wie schon oft erwähnt, die Cybermans haben nicht etwa viel Gutes gekriegt in dieser Ära. Und generell ist das etwas zu seedy und etwas zu over the top, was der Plan von den Cybermans ist in dieser Episode. Planet of the Dead ist definitiv per se etwa unterhaltsam, aber hat definitiv Probleme. So haben wir etwa einen schwachen Supporting Cast und bei so einer Episode brauchen wir einen sehr starken Supporting Cast. Nichts gegen die Actors, denn wir haben so einen Actor wie Daniel Kaluuya, der später etwa mit Get Out und so weiter etwa fantastische gute Performances abgeliefert hat, aber das Skript hat denen definitiv nicht viel gegeben. Mit Sarah Ryan gibt etwa eine sehr solide Performance als Lady Christina aus, aber ich mag irgendwie ihr Writing wirklich nicht. Das fühlt sich etwa ein bisschen so unnatural an. Tennant macht immer noch etwa eine gute Performance aus. Es ist irgendwie dennoch unterhaltsam und die Idee ist jetzt per se nicht schlecht, aber ich wünschte mir, dass die Umsetzung als auch der Supporting Cast viel stärker wäre. Waters of Mars, fucking meine Güte. Eine der besten 10 Performances in der ganzen Show, einer der besten Supporting Cast, die wir überhaupt hatten in der Show. Meine Güte, eine fantastische Story, ein interessantes Zeitkonflikt, beziehungsweise Dilemma und eine interessante Entwicklung für diesen Doktor, die absolut Sinn macht und von der es gerne etwa mehr gesehen hätte, als nur etwa hier in diesem Special. Was für ein gutes Special, was für gute Monsters, was für eine gute Umsetzung, fantastische Performances, also etwa ein fantastisches Skript, was etwa von den Performances getragen wird und verbessert wird. Ja, Waters of Mars wurde schon 100-mal gelobt, aber das auch zu guten Grunde. The End of Time ist etwas schwer zu bewerten. Denn zum einen haben wir etwa ein sehr cheesy, over-the-top, campy und teilweise wirklich schlechten Part worden, mit paar guten Performances und Szenen mit drin, wie zum Beispiel etwa das Gespräch zwischen Wilf und etwa den Doktor. Und zum anderen haben wir etwa den Teil, Part 2, der natürlich etwa viel Action hat und der natürlich etwa Timothy Dalton hat, Rachel hat und der natürlich etwa viele Dinge etwa deutlich besser macht. Ich meine, allein diese Szene mit Wilf und den 10. Doktor hier wieder mal wirklich fantastisch und generell Bernard Crimmins und Tent tragen etwa dieses Beste so sehr. Natürlich geben auch die anderen Actors immer noch etwa eine gute Performance aus, aber meine Güte, Bernard Crimmins ist ein fantastischer Schauspieler. Genauso ist auch David Tennant ein fantastischer Schauspieler. Und hier geben sie wirklich alles und das rettet etwa wirklich diesen Two-Parter. Und natürlich auch hier wieder besonders
am Ende von dem zweiten Part bisschen self-indulgent und das hätten wir jetzt auch nicht wirklich gebraucht, nachdem wir etwa so ein Finale wie Cerny End und Stone Off gehabt haben. Aber hey, war dennoch nett. Und über seine Racen, ich bin irgendwie etwas gemixt. Vielleicht wird es etwa besser, vielleicht wird mein Eindruck sich ändern mit den 2023 Specials, wer weiß das schon. Aber definitiv das Ende von der Ära schlechthin in Doctor Who. Kommen wir doch mal zu Season 1, aka die erste Season von ganz Doctor Who. Beginnen tun wir doch mal mit der Opening Story in einer Earthly-Zeit, was meiner Meinung nach eine fantastische erste Episode hat. Ich glaube, ich bin damit wirklich nicht kontrovers, wenn ich sage, dass die erste Episode das große Highlight dieses Series ist. Wundervolle Atmosphäre, wundervolles Directing, ein wundervolles Setup, wie man das alles hier einführt. Und Susan wird hier so gut von Karen Ford gespielt, dass es mir doch etwa diesen Alien-Teenager-Approach ein wenig vermisse in späteren Stories. Die anderen Episoden über die Cavemans sind zwar nicht so gut wie die erste, aber unterhalten wirklich ganz gut und bringen auch sehr viel Dynamik rein in unser erstes TARDIS-Team. Von daher sage ich wirklich, gibt diese Episoden nicht, denn auch wenn die erste Episode ein wenig besser ist als die anderen, lohnen sich die anderen dennoch allein schon für die fantastische Dynamik zwischen Ian, Barbara und den Doktor. The Daleks ist eine Story, die ich für eine lange Zeit als einen langweiligen, mehr oder weniger okayen Serial empfand. Sprich, ich war nie ein großer Fan von The Daleks, der Story, nicht den Pepperpots, weil die sind fantastisch, aber jetzt, nachdem ich jetzt unter anderem Daleks in Color gesehen habe, was by the way ziemlich gut colorisiert wurde, aber vom Editing her und auch von der Musik her ein wenig ein Mess ist, muss ich zugeben, ich schulde dir eine Entschuldigung, The Daleks. Zwar kann es wirklich an manchen Stellen tragen und ich denke immer noch, dass eine Episode zu viel ist in diesem Sam-Pater, aber dennoch unterhält es wirklich gut und bringt auch sehr gute Dynamiken ein. Vor allem die erste Hälfte ist wirklich spaßig und auch die letzte Episode ist eine sehr spaßige. Nur gegen Ende bzw. die Mitte kann ein wenig tracken, was mich wirklich annervt, aber ansonsten ist es ein wirklich gutes Serial. The Edge of Destruction ist ein Bottle-Serial, was mehr oder weniger bei einem sehr geringen Budget gemacht worden ist. Dieses Serial scheint wirklich von dem fantastischen Acting von sowohl Jacqueline Hill als auch William Hartnell und natürlich auch Karen Ford und so weiter und so weiter. Unser TARDIS-Team wird hier mehr oder weniger gesilenced und die Dynamiken und das Spiel und das Intrigen ist wirklich sehr interessant. Das ist so ein Serial, was definitiv von der Länge her perfekt gemacht worden ist. 2 Episoden reißen komplett für diese sehr gruselige und teilweise sehr neue Idee für diese Show. Und schon bei der dritten Story hat man schon sehr viel gemacht von der Dynamik her, denn am Ende dieser Story sehen wir langsam, wie der erste Doktor deutlich softer und deutlich netterer zu seinen Companions, allen voran Barbara, wird. Fantastische Bot-Episode, die diesen 3 Story waren wirklich fantastisch etwa beendet. Und kommen wir doch mal zum ersten Missing Serial, und zwar Marco Polo. Was eine Schande, dass dieses Serial missing ist, denn dieses Serial ist fantastisch. Während The Daleks für mich etwa trackt Marco Polo fast kaum. Zwar kann Marco ein wenig nervig sein mit seinen ständigen "Gib mir die Schlüssel" oder "Mach das" oder "Mach nicht das", aber er wird fantastisch gespielt von seinem Darsteller und auch unser TARDIS-Team in diesem ersten Pure Historical ist fantastisch. Das Set-Design sieht wundervoll aus. Ich kann zwar nicht bewerten, wie es in Emotion aussehen würde, aber allein schon von den Set-Fotos, allen voran in Color, sieht das einfach nur gorgeous aus. Und es ist wirklich eine Schande, dass dieses Serial komplett nicht mehr existiert. Denn dieses Serial ist fantastisch und das erste große Highlight von Doctor Who. Und hey, wenn ihr etwa nicht die Audio oder die Recon sehen wollt, dann empfehle ich euch sehr den Target Novel, der die Story ziemlich gut etwa catch-upt und ziemlich spaßig erzählt. Der sogar auch ein wenig reinpasst mit diesen Diary-Einträgen von Marco. The Keys of Marinus ist eine wundervolle Variety-Show. In jeder der Episoden, beziehungsweise in fast jeder der Episoden, kriegen wir was Neues zu sehen. Und das ist wirklich ziemlich spaßig. Zündet alles? Nicht wirklich. Aber Terry Nathan zeigt wirklich seine Kreativität hier und die Worte sind einfach nur fantastisch. Ich wünschte mal, hätte man mehr mit denen gemacht, auch wenn sie im letzten Part jetzt nicht etwa so bedrohlich sind. Andere Dinge, die man loben kann, die Idee, die Kreativität, wie man auch den Fokus auf die Companions shiftet oder die Charaktere, ist fantastisch gemacht worden. Der erste Doktor spielt Anwalt für Ian, ist spaßig. Und generell die letzte Episode, beziehungsweise die letzten 2 Episoden sind große Highlights. Auch ein großes Highlight ist, wenn sie zu der Welt kommen, die so wundervoll aussieht und so hübsch und die kriegen alles, was sie wollen, aber eigentlich ist das einfach nur alles dreckig. Der Aztecs ist Jacqueline Hills Standout Performance. Ich glaube, ich muss das niemandem anderen sagen, denn der Aztecs ist wundervoll. Ein weiteres Pure Historical bei Son Lucarati, der einfach nur Banger Historicals schreiben kann und ich bin so froh, dass dieses Serial zumindest in Gänze existiert. 4 Episoden ist das etwa sehr witty
Comedy, sehr spaßig, unterhaltsam, lustig, aber auch dramatisch. Der Plot mit dem Doktor, wie er sich mehr oder weniger aus Versehen liiert, ist wirklich spaßig und sehr unterhaltsam. Der Plot rund um Barbara, wie sie versuchen will, dass die Aztec-Kultur sich ein wenig ändert, damit sie über die Jahrhunderte überleben können, ist super spaßig und es zeigt auch einfach nur dieses geniale Dilemma mit Zeitreisen und vor allem mit den Historicals. Generell, dieses Historical bietet alles. Nur Susan kriegt mal wieder den Swordstick und hat nicht wirklich sehr viel zu tun hier. Sie ist zwar spaßig, denn Caroline Ford ist immer sehr spaßig, aber hier ist die leider kein großer Standout. Fantastisches Setting, fantastischer Schurke, fantastische Kostüme, was will man mehr? Es ist die Aztecs. The Sensorite ist überraschenderweise ein Serial, was ich definitiv besser finde als die meisten. Ist es grandios? Nein, es ist leider ein wenig boring. Und zugegeben gibt es manch andere Stories, die ich gerne in dieser Ära von Doctor Who mehr gesehen hätte, wie zum Beispiel Fair Great Macedon statt The Sensorites. Die Sensorite als solches haben ein sehr interessantes Design und der Cliffhanger von Episode 1 ist ziemlich gut gemacht. Ansonsten, Caroline Ford, Susan kriegt deutlich mehr hier zu tun, das Drama mit dem Doktor wird sehr interessant aufgegriffen und das Serial funktioniert auch meistens, nur trackt es und weiß nicht etwa, wie es am Ende diese ganzen Plots resulten soll. Ein charmantes Serial, was man sich einmal oder zweimal geben kann, aber deutlich lange braucht, bis mal wieder dieses Serial sich anschauen will. Auf jeden Fall nicht schlecht, aber auf jeden Fall nicht gut. The Reign of Terror ist das Finale von Season 1 und was für ein Finale. Zwar nicht so gut wie die anderen Pure Historicals, weiß es, wie es schon unterhalten hat und auch wenn es an manchen Stellen trackt und vor allem auch wegen den Animationen von den 2 Missing-Episoden, die sehr, sehr wonky leider sind. Nicht gegen die Animatoren, aber das Editing und wie man es auch visualisiert hat, kann sehr wonky aussehen. Macht dieses Serial immer noch Spaß, nutzt aber leider nicht das Historical Setting zum ganzen Benefit. Zwar kriegen wir hier paar sehr unterhaltsame Momente mit unserem TARDIS-Team, allen voran den ersten Doktor, der mehr oder weniger die Rolle des kleinen Kremlins annimmt und Chaos stiftet überall. Und auch die Plots mit Susan und Barbara machen Spaß und surfen ihre Dynamik aus, aber so im Ganzen bin ich irgendwie nicht so der größte Fan von The Reign of Terror. Unterhaltsam, aber es wässt ein wenig an die besondere Soße, die zum Beispiel die Locorati Historicals hatten. Aber kommen wir doch mal zu meinem Favorit unter der Jodie Whittaker-Ära. Eine Season, die supermäßig ist, aber sehr viele Highlights hat. Und hey, nehmen wir doch mal die Specials rein, weil wohin kann man die Specials reinmachen? Und beginnen tun wir doch mal mit Flux und seinen ersten Part dieses mehr oder weniger Serial Season, der Halloween Apocalypse. Der Halloween Apocalypse ist ein sehr spaßiger Opener. Ich bin nicht der größte Fan von den meisten Openers, vor allem von der RTD-Ära zum Beispiel. Dieser Opener macht Spaß, unterhält ziemlich gut und setupt eigentlich die wichtigsten Fakten und natürlich den besten Charakter ever, Dan. Kavaniste und eine ganze Rasse ist eine sehr nette Idee, die aber sehr viele Fragen aufwirft, aber hey, es ist Doctor Who, es wirft immer neue Dinge herein. Auch kann ich Jodies und Mandips Dynamik sehr loben. Zwar haben die paar Szenen, wo die etwa mit den CGI jetzt nicht das Beste haben und da ist das deutlich ein wenig mehr Qualitätsverlust zugegeben, aber zugegeben, diese Series wurde in einer Covid-Zeit gemacht, von daher drücke ich mein Auge zu. Trotz allem ist es ein sehr spaßender Opener. War of the Sontarans ist die beste Revival Sontaran Story, no doubt. Und ich meine, kann man wirklich damit was argumentieren? Ich meine, die einzige andere wirklich proper Sontaran Story im Revival ist die von der RTE-Ära und sie ist nicht wirklich gut. Sie ist ein wenig öde und schlecht und furchtbar und das Design der Sontarans sagt im Revival einfach nur, hier, oh mein Gott, ihr habt es endlich verstanden. Statt etwa ein neues Design zu machen, habt ihr das alte klassische Design mehr oder weniger ein bisschen modernisiert und zurückgebracht. Das sind die Sontarans, die ich haben will. Das sind die richtigen Sontarans, nicht diese Frauds von der RTD-Ära. Anyway, wo waren wir? Ach ja, War of the Sontarans ist ein Banger. Nicht nur kriegen wir die Sontarans mal wieder gut vorgestellt nach so einer langen Zeit. Nein, die Episode bringt auch ein paar der besten Jodie Whittaker-Momente hinauf. Ich meine, der Moment, wo sie einen der Sontarans konfrontiert, ist wundervoll. Generell, wie man etwa mit History und den Änderungen hier spielt, ist eine super spaßige und die Episode delivert einfach nur. Super Sontarans Episode und super Part von Flux. Und Once Upon a Time erinnert mich an ein paar der besten Aspekte von The Greys, was eine Story ist, die sehr convoluted ist, aber für die ich einen ziemlich großen Softspot habe. Und Once Upon a Time nimmt ein sehr ähnliches Konzept. Zwar hätte ich es bevorzugt, wenn wir das Originalkonzept gekriegt haben, aber wie gesagt, Covid, also drücke ich mal ein Auge zu. Generell hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr vom Fugitive Doctor gesehen hätten in dieser Episode. Was wir aber hier kriegen, ist ein sehr netter History Dive in The
Kulissen und auch paar nette Ideen, wie man die Actors in diese anderen, mehr oder weniger ähnlichsten, aber auch sehr anderweitigen Rollen einsetzt. Eine sehr coole, spaßige Episode, die weiß, wie man zu unterhalten hat. Und World of the Angels ist das Meisterwerk von Flux. Ich bin jemand, der behaupten würde, dass die Weeping Angels nach Blink niemals wieder auftauchen sollten. Blink ist zwar ein wenig overrated, so sehr es mag. Ihr müsst es zugeben, es ist ein bisschen overrated. Gab es nie eine andere Angel-Story, die mich wirklich so gekettert hat wie Blink. World of the Angels dagegen schafft das wirklich ziemlich gut. Das Konzept, wie mal wieder gesagt, mit der Geschichte spielt, ist eine spaßige. Der Missing Plot ist super clever. Dass man den Doktor sieht, wie sie langsam zu einem Weeping Angel wird, ist ein wundervoller Cliffhanger. Und generell, die Weeping Angels waren noch nie so gut hier, abseits eben von Blink. Visuell ist die Episode auch einfach eine Pracht. Das CGI und das Budget sind definitiv in die Episode geflossen und das ist auch etwa eine sehr gute Entscheidung. Ich meine, die Episode ist einfach nur wundervoll. Und die nächsten 2 Episoden sind Survivors of the Flux, was I guess okay ist, aber viel zu viele Ideen reinpackt. Tecteun wird ganz okay gespielt, Sodi hat paar nette Momente, paar nette Ideen und die andere Episode ist The Vanquishers, die ein fucking Mess ist. Eine ziemlich gute Idee in sich hat, es aber ziemlich kacke umsetzt und die Idee, dass Side irgendwie eine eigene Personality in sich hat, ist eine dumme und ich mag's nicht und es ist halt kein gutes Finale. Flux ist vermutlich einer dieser Series, die so stark auf das Finale setzen musste und dass es funktionieren muss. Zwar mag ich Flux im Allgemeinen, aber dadurch, wie beschissen einfach nur The Vanquishers ist und wie mediocre Survivors of the Flux geworden ist, muss ich einfach nur zugeben, dass Flux zwar ziemlich gut begonnen hat, aber gegen Ende wirklich nicht wusste, wie man die Zeit richtig spenden konnte. Ein paar Episoden hätte es deutlich mehr gebraucht. Aber jetzt kommen wir noch mal zu den 3 Specials von Whittaker, die Farewell Specials. Eve of the Daleks ist einer dieser Daleks-Stories, die ich wirklich mag. Klar finde ich etwa ein paar Probleme mit dem Charakter von Nick und wie seltsam er manchmal sein kann. Ansonsten, ja, ich mag die Story sehr. Ist halt täglich grüßt das Murmeltier meets Daleks meets Doctor Who. Ziemlich spaßig, die Daleks machen Spaß. Whittaker hat hier ein paar Glanzmomente und es ist irgendwie schade, dass sie so früh gegangen ist, da ich denke, dass ab diesem Punkt die deutlich mehr in der Rolle confident war und deutlich mehr ihre Doctor-Moments in sich hatte. Generell ist sie eine fantastische Schauspielerin, von daher kann ich mich nicht beschweren, dass sie mal Doctor Who war. Aber ja, Eve of the Daleks ist super spaßig. Definitiv die spaßigste New Year's Dalek-Stories, die wir in der Whittaker-Ära gekriegt haben. Vielleicht nicht die beste, aber ziemlich spaßig für das, was es ist. Legend of the Sea Devils. Manchmal frage ich mich, was wir etwa hier falsch gemacht haben, dass wir sowas verdienen. Manchmal frage ich mich, warum das alles nur. Manchmal frage ich mich, warum musste man die Sea Devils so behandeln. Manchmal frage ich mich, wieso existiert diese Episode eigentlich? Wie ihr es schon an meiner Stimme merken könnt und an den Worten, die ich etwa gewählt habe, Legend of the Sea Devils lohnt sich nicht. Langweilig, öde, kreative Ansätze, ein paar wirklich gute Ideen, aber alles beschissen umgesetzt. Das Skript ist eins der schlechtesten und das ist genau die Episode, die mehr oder weniger die Charaktertour von einer Whittaker-Story ist für viele im Netz. Genau das ist die Story. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Aber hey, The Power of the Doctor, so sehr messy es ist, so sehr es manchmal seine Runtime nicht wirklich einfach gut paced, ist ziemlich spaßig. Und nein, ich sag das nicht, weil ich biased bin, weil wir Paul McGann und die anderen Classic Doctors gekriegt haben. Nein, die Story macht einfach irgendwie super viel Spaß. Klar hat das Paar der typischen Sibner-Probleme und die werden auch sehr offensichtlich hier, aber allein schon für die Momente, wo wir Selvin und Ace wiedersehen, oder auch Five und Tegan, oder auch der Guardians of the Edge Plot, den wir hier kurz angekreidet bekommen, lohnt sich die Episode einfach nur. Sasha Duran spielt vermutlich seinen besten Master überhaupt hier. Generell macht er eigentlich immer eine sehr spaßige Performance, aber das Zany hier hat er wirklich gut gebalanced. Er hat sogar einen Roswell-Teen-Tanz, der spaßig ist, aber vielleicht jetzt nicht eins der besten Dancing Moments ist. Das geht definitiv an den Toymaker aus The Gale. Generell, Power of the Doctor, so sehr Anniversary es sich anfühlt. Ich bin überrascht, dass es kein Anniversary Special, beziehungsweise nicht das 60th Anniversary Special ist. Denn genau sowas hätte ich mir irgendwie gewünscht. Klar kann es ein wenig manchmal mit der Nostalgie übertreiben, mit den Lines, mit den Referenzen zu Classic Who. Aber zugegeben, als Classic-Fan freue ich mich immer, dass die Revival Show mal das embraced. Ace hier wiederzusehen ist wie immer wundervoll. Sie ist ein fantastischer Companion und wird fantastisch von Sophie Aldred gespielt. Die Regeneration von Sodi ist einer der besten von ganz New Who. Sehr simpel, nur eine Line, wundervolle Effekte. Und dann sehen
wir David Tennant, wie er etwa die zweite Nummer in der Doctor-Timeline kriegt. Wobei, ihr wisst ja, ich habe meine Gedanken dazu. Aber ja, Power of the Doctor, ein super spaßiges Finale, was anders als viele andere oder das etwa Erfülltes haben, nicht irgendwie den Timeless Child Arc wieder aufgreift und einfach sagt, fuck it, wenn das meine letzte Doctor Who Story ist, dann gehe ich all in und bringe so viele Dinge zurück und so viele Ideen zurück. Fourth Regeneration, alte Doctors, 2 alte Companions, aka. Vielleicht ein wenig convoluted und definitiv nicht etwa einsteigerfreundlich, aber falls ihr Fans von Classic Who seid wie ich, dann habt ihr vielleicht euren Spaß mit dieser Story. Kommen wir nochmal zur komplettesten Troughton Season, die es überhaupt gibt. Season 6, seine finale Season und meine Güte, definitiv eine sehr schwache Season, wenn man die mit den vorherigen Seasons von Troughton vergleicht. Dennoch grandios, denn die Troughton-Ära ist einer der besten, meiner Meinung nach, von Who, aber dennoch deutlich besser als die vorherige. Und beginnen tun wir mit The Dominators. The Dominators ist fucking furchtbar. Zwar kann ich irgendwie Enjoyment rausfinden aus der campigen Seite, ich meine, der Cliffhanger, wo man etwa die Quarks episch versucht zu introducen, ist lächerlich. Und die titelgebenden Dominators wirken eher mehr wie Charaktertouren eines typischen Sorken. Und wenn man das auf dieser Basis sieht, dass die Dominators vielleicht ihren ersten bösen Gig haben, macht es vielleicht Spaß. Aber ansonsten, ich kann nicht so viel aus dieser Story rausnehmen. Wendy Petrie ist hier der Standout hier mit fantastischen Zoe-Momenten und Troughton ist so ein fantastischer Schauspieler und so ein fantastischer Doktor, dass er allein schon mit seinen kleinen Momenten und kleinen Gestiken die Story deutlich besser macht. Selbes geht auch für Fraser Hines, der zwar am schwächsten ist von unseren 3 Leads hier, aber dennoch wirklich Spaß macht. Und hey, Arthur Cox, der später in New Who aufgetaucht ist, gibt eine sehr solide Side-Character-Performance ab, also Daumen hoch. The Mind Robber dagegen ist so eine kreative, surreale Story mit so vielen guten Ideen. Dass die erste Episode mehr oder weniger so langarmig ist, wegen einer gecutteten Episode von The Dominators, ist überraschend. Dass die Story so gut funktioniert deswegen, ist noch überraschender. Die Opening-Episode ist so ein fantastisches Atmosphären-Piece. Und das kann man auch ähnlich sagen für den Rest dieses Serial. Denn auch wenn es nie so atmosphärisch wird wie hier, ist allein schon das Directing, das Set-Design so kreativ und so otherworldly-like. Die Idee, dass man fiktionale Figuren hier hat, die man beispielsweise aus der Public Domain nutzen kann, großartig einfach nur. Und die Idee, dass dieses Brain vom Land of Fiction jemand haben will, der länger etwa andauern kann, großartig einfach nur. Der Endfight ist mehr oder weniger der Doktor und der Master, nicht den Master, den wir aus der späteren Pertwee-Ära und so weiter kennen, nein, einfach nur der Master of the Land of Fiction gegeneinander schreiben und die Geschichte ein wenig verbessern bzw. ändern. Was für ein grandioses Serial, eins meiner ersten Troughton-Series und was für ein guter Start in die Troughton-Ära. Sehr, sehr anders von seiner typischen Story, aber dafür so memorable. Und The Invasion ist der einzige 8-Parter aus Doctor Who und überraschenderweise, auch wenn er so lang ist, funktioniert er einfach nur. Zwar kriegen wir die Cybermans erst in der Hälfte von diesem Serial zu sehen, aber Tobias Wrong, gespielt von Kevin Stoney, ist so ein charmanter, so interessanter, so unterhaltsamer Schurke. Und allein sind die kleinen Momente mit Isabel und Zoe oder auch Vaughn und Packer oder auch den ganzen Unit-Leuten machen einfach nur Spaß. Hier sehen wir mal wieder Nicholas Courtney als den Brigadier. Und die animierten Episoden, also 2 der Episoden gibt es nicht mehr und wurden animiert, sind wirklich treu genau und passen wirklich sehr in diesen 8-Parter rein. Zwar versuchen sie nichts Neues zu machen, aber sind ganz gute Lückenfüller für diesen 8-Parter. Und ich bin sehr dankbar, dass man diese Animation hat. Nicht die besten, aber sehr effektiv. Und generell ikonische Momente mit den Cybermans, wie man das etwa alles aufbaut, die Pläne, der Moment, wo Vaughn mehr oder weniger die Cybermans verrät und so weiter. Großartig einfach nur. Mein einziger Kritikpunkt nach so einem langen Build-up finde ich es sehr, sehr schade, dass wir mehr oder weniger nicht etwa eine richtige Conclusion kriegen. Klar mit unserem TARDIS-Team, wie sie sich verabschieden, ganz schnell und hastig, aber nicht wie der Endkampf mit den Cybermans gegangen ist. Wir kriegen einfach nur einen Cut, wo mehr oder weniger gesagt worden ist, die Cybermans wurden besiegt. Zwar, was wir kriegen von diesem Endfight, macht Spaß, aber ich hätte mir da ein wenig mehr gewünscht. The Crotons ist ein Meisterwerk. The Crotons ist das schlauste Werk von Doctor Who. Wie Goethe schon sagen würde, dieses Werk von fiktionaler Geschichtenerzählung hat mich wirklich warm gemacht, hat mir wirklich etwa einen starken Boner gegeben. Und ich finde, diese Geschichte ist einer der besten, einer der atmosphärischsten und einer der erotischsten Geschichten überhaupt. Die titelgebenden Crotons sind einfach nur elegant
brillant dargestellt worden und geben mir einfach so viel. Und ja, ich kann Goethe einfach nur zustimmen. Das ist einer der besten Storys überhaupt. Und wenn ihr was anderes sagt, liegt ihr natürlich falsch. The Seeds of Death ist die zweite Ice Warrior Story und deutlich solider als die erste. Zwar gibt es viel, was es an der ersten Story loben kann, aber diese Story ist einfach nur superior in jedem Aspekt. Wie man die Six-Part etwa hier einfüllt, ist deutlich sinniger und macht deutlich mehr Spaß. Die Momente, die wir mit unserem Tagesteam haben, glorreich. Der Side-Character-Cast ist ziemlich gut ausgestattet. Das Set-Design ist ziemlich sehr spaßig und erinnert ein wenig an The 10th Planet mit seinem Set-Design, was etwa ein Plus ist, denn 10th Planet mit seinem Set-Design und Designs ist großartig einfach nur. Und generell sehr solide Ice Warrior Story, wo sie mehr oder weniger paar wirklich gute Momente kriegen, nachdem sie ein wenig Crappies eingeführt worden sind in Season 5. The Space Pirates ist furchtbar. The Space Pirates als Story ist ziemlich gut. The Space Pirates als Serial macht sehr viel Probleme. Ich habe die Loose Cannon Reconstruction geschaut und man kann mal definitiv Probleme sehen, denn so viel Material hatten sie nicht. Ich bin wirklich der Meinung, wenn man The Space Pirates mehr oder weniger auf Audio oder auch liest, ist die Story deutlich besser, aber in der Umsetzung, wie wir sie haben, nein. Einfach nur großes Nein. Ich hoffe wirklich, dass eine Animation kommt, denn eine Animation kann diese Story definitiv verbessern und vielleicht sogar retten. Und zu guter Letzt die finale 60 Story, The Wargames. The Wargames ist ein 10-Parter und man würde mal erstmal denken, dass es etwa von Pacing Issues geplagt ist. Aber da liegt ihr komplett falsch. Denn auch wenn es ein wenig repetitive sein kann, muss es zugeben, ich mag The Wargames wirklich sehr. Nicht nur gibt Frozen fantastische Performances ab, nicht nur haben wir einen fantastischen Sidecast und eine fantastische Prämisse mit den ganzen Kriegen, die mehr oder weniger an einer Stelle etwa gleichzeitig spielen und mit dieser Conspiracy mit den Warlord und so weiter und so weiter. Nicht nur kriegen wir einen weiteren Time Lord hier zu sehen mit dem War Thief, der fantastisch und bösartig und atmosphärisch gespielt wird. Nicht nur kriegen wir das erste Mal die Time Lord zu sehen, die vermutlich noch nie so gut dargestellt worden sind wie in The Wargames. Und nicht nur kriegen wir ein wunderschönes, bittersüßes Ende mit Sammy und Zoe. Nein, The Wargames bietet einfach nur so viel. Ich kann The Wargames einfach nur loben bis zum Ende. Die Story macht Spaß, die Story unterhält und die Story hat sehr seltene Momente, wo es etwa trackt und mal sich denkt, können die eigentlich mal zur Sache kommen? Nein, das hat The Wargames nicht. Allein schon das tragische Ende für den zweiten Doktor mit der Forced Regeneration. Schade, dass es Season 6b gibt, die mehr oder weniger dieses Ende zerstört, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Season 17, eine wirklich interessante Season, die sehr goofy sein kann, sehr silly sein kann, aber irgendwie habe ich einen großen Softspot für diese Season und die beste Crime Williams Season, definitiv. Starten wir doch mal mit der ersten Story, Destiny of the Daleks. Die erste Story nach seiner Sitz, die Daleks featured und eine sehr okaye Story als solches. Lala Ward wurde hier als Rowana 2 eingeführt, und meine Güte, ist die einfach nur fantastisch in dieser Rolle. Es gibt manche Momente in diesem Serial, die doch ein bisschen zu goofy sind, aber manchmal ein paar Momente, die definitiv passend goofy sind. Es ist definitiv keine so dolle Dalek-Story und wie man hier Delbrox zurückbringt, ist auch irgendwie ein bisschen absurd. An sich ist es solide, aber an vielen Stellen erinnert es zu sehr an frühere Dalek-Stories, nur mit bisschen mehr Sam und bisschen mehr Ads im Humor wegen Douglas Adams Scriptwriting. Aber hey, das kann man sich immer noch geben. City of Death dagegen ist fantastisch. Eine der ultimativen Doctor Who Stories. Douglas Adams, Writer von Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hat diese Story geschrieben und das merkt man wirklich. Sein Charme kann man über die ganze Story sehen und ist auch einfach nur so verdammt gut gepaced. Lala Ward on Topform, Tom Baker on Topform, auch der Supporting Cast und die Schurken haben fantastische Performances gegeben und der Charme, der Wit im Dialog kann man einfach nur spüren. Die ganze Idee rund um die Mona Lisa und die mehreren Stücke der Mona Lisa ist einfach nur fantastisch dargestellt worden und fantastisch überlegt worden. Und generell, ich kann dieses Serial einfach nur loben bis zum Ende. Creatures of the Pit dagegen, zwar ist es nicht so gut wie City of Death, hat es immer noch ein paar Vorteile, vor allem wie man diese Story erzählt. Ich gebe zu, das Design vom Creature from the Pit ist definitiv nicht gut und sieht teilweise so aus wie ein Penis. Ein sehr seltsamer Penis zugegeben, aber manche sagen das. Aber dennoch ist es eine wirklich gute Story, die wirklich gute Momente hat. Wie gesagt, unser Maincast der Regulars ist fantastisch einfach nur hier. Und generell ist es auch einfach eine sehr unterhaltsame Story, die zu Unrest etwa mehr oder weniger in die Tonne geworfen wird, weil die Effekte beim Creature nicht so dolle sind oder seltsam aussehen. Die Story hat Charme, die Story hat Wit und die Story hat wirklich unterhaltsame Ideen
Serien und Plot-Twiste, die wirklich interessant und eigentlich gut dargestellt worden sind. Zwar ein bisschen Padding, aber eigentlich wirklich gut gepaced. Nightmare of Eden dagegen ist etwa ein sehr silly Serial, was definitiv absurd ist, was definitiv nicht sehr viel etwa hinbringt. Und ich liebe es dafür. Es ist so bad it's good an einer Story. Die Effekte bzw. die praktischen Effekte sind eigentlich wirklich gut gemacht worden. Das Darstellung bzw. das Acting, vor allem vom Nebencast, ist wirklich nicht so dolle gemacht worden, aber es ist so unterhaltsam. Es passt nicht, es ist absurd, es ist einfach nur dumm. Und das ist das Unterhaltsame an diesem Serial. Es ist einfach nur dumm und deswegen kann ich mir das so gut geben. Bei weitem kein gutes Serial, aber ein so verdammt unterhaltsames, was man definitiv gut schauen kann und einfach darüber lachen kann. Horns of Nimon ist auch sowas ähnliches, nur noch absurder. Der Circle Solded ist etwa ein so campy Pantomime-Circle, dass man etwa darüber so etwa einen ganzen Wikipedia-Artikel über Pantomime schreiben müsste, um ihn etwa gut zu beschreiben können. Aber meine Güte, es ist so fucking unterhaltsam. Allein schon sein Pantomime-Acting, allein schon die Idee hinter dieser ganzen Story und den Nimons ist einfach nur fantastisch Pantomime. Wirklich der beste Doctor Who Pantomime aller Zeiten. Und wenn ihr damit nicht zustimmt, was macht ihr hier? Ihr dürft dieses Video nicht mehr schauen, weil ich habe da objektiv gesehen Rest. Und zu guter Letzt eine Story, die technisch gesehen kein Part dieser Season ist, aber dennoch eigentlich ein Part dieser Season sein soll, also nehme ich das auch einfach mal rein. Zada. Die legendäre Story von Douglas Adams, die mehr oder weniger etwa nicht etwa zu Ende geführt worden ist, wegen Strikes, halt bei der BBC und so weiter. Und ich glaube, ich muss euch die Story nicht erzählen. Falls ihr diese Story hören wollt, schaut euch halt ein Video darüber an. Die Story wurde 100-mal etwa erzählt und ist nicht mehr so legendär, wie sie mal früher war. Zada ist wirklich unterhaltsam. Und dank den Animationen, die Parts, die etwa nicht gefilmt worden sind, etwa füllen und ein paar anderen Versionen von Zada haben wir etwa ein gutes Bild, wie Zada etwa ausgesehen hätte, bzw. wäre. Und ich rede einfach mal nur über die Version, die etwa ein paar Animationssegments hat, für die Szenen, die etwa nicht gedreht worden sind. Und die Animationen sind an sich solide. Jetzt nicht etwa wirklich perfekt, aber die machen ihren Job gut und wurden eigentlich etwa wirklich mit viel Budget gemacht. Anders als zum Beispiel Power of the Daleks, wo man definitiv sehen kann, dass das Budget etwa Finn war. Und meine Güte, Zada ist ikonisch. Die Dialoge sind wit, die Idee hinter Zada ist fantastisch, das Pacing für ein Six-Parter ist wirklich sehr gut gelungen worden und Douglas Adams, egal ob in Doctor Who oder Hitchhiker's Guide, ist immer etwa ein Plus sich anzusehen. Tom Baker ist mal wieder hier on top Form. Lara Ward hat eine ihrer besten Performances in der ganzen Serie und meine Güte, ich kann einfach Zada nur mehrfach loben. Es ist eine sehr gute Story und es ist wirklich schade, dass diese Story in der Originalform nicht gemacht worden ist. Denn zum einen, fantastische Story, zum anderen, ich bin schon etwa angenervt, etwas zu hören. Oh mein Gott, habt ihr schon die 100.000ste 894,999 Version von Zada gesehen? Habt ihr? Bitte, BBC, bitte hört damit auf, Zada zu remaken in 100.000 Formen. Bitte. Kommen wir doch mal zu Season 18. Toms finaler Season, die erste 80 Season und meine Güte, einer dieser Season, die ich schon ganz am Anfang von diesem Videoprojekt aufgenommen habe, aber so gegeben, so neu reflektiere, dass ich das einfach nur neu aufnehmen muss und meine neue Meinung mehr oder weniger zu dieser Season sagen muss. Denn diese Season ist wirklich eine harte zu bewerten. Denn während ich etwa am Anfang dieses Projektes mehr oder weniger zu dieser Season ganz okay stand, muss ich zugeben, dass ich mittlerweile diese Season wirklich sehr schätze. Und beginnen tun wir doch mal mit der Opening Story The Leatherhive. Ein weiteres David Fisher Skript und was für ein Skript. Zwar ist die Umsetzung bei weitem nicht perfekt und stört mich an vielen Aspekten, aber allein schon wie es directed worden ist wirklich einfach nur grandios. Lala Ward kriegt hier viel zu tun und so kriegt das auch Tom Baker. Ich meine, wir kriegen einen Cliffhanger, wo Tom Baker zu sehen ist und meine Güte, das Make-up ist fantastisch einfach nur. Generell die Cliffhanger sind sehr campy, aber machen wirklich viel Spaß und bringen etwa eine Neugier auf, was im nächsten Teil passiert. Zwar kein perfektes Serial, aber ein so spaßiges, so unterhaltsames und ein so gutes Statement, was diese Season erreichen will. Eine deutlich mehr hard-focused on Sci-Fi Season, aber das liebe ich irgendwie an dieser Season auch. Und meine Güte, wir sind wirklich etwa hier im David Fisher Sweep bei diesem Video, denn die nächste Story ist wieder mal von ihm, aber vermutlich einer seiner schwächeren Skripts, und zwar Macloss. Macloss ist etwa kein fantastisches Skript. Macloss hätte wirklich gut sein können, wenn man eine Episode mehr gehabt hätte. Denn diese Story hat eine wirklich sehr geruste Conclusion und dabei ist das eine sehr interessante Story. Ich meine, einen spressenden Kaktus zu haben, der die Form vom 4. Doktor annimmt und dann Tom Baker in sowas zu sehen, ist einfach nur grandios. Und generell, wir sehen sogar Zach
Jacqueline Hill, die in den originalen 3 Seasons den Companion Barbara Wright gespielt hat. Und sie wiederzusehen ist einfach nur sehr lovely. Generell eine sehr spaßige, sehr idiotische, sehr campy Story mit fantastischen Momenten. Und ich meine, wie Tom Baker spielt, wenn er Macross ist Peak. Einfach nur Peak. Full Circle ist für mich eine sehr okaye Story. Muss ich zugeben, dass mein Respekt für diese Story deutlich mehr gestiegen ist. Einfach, weil ich etwa herausgefunden habe, dass jemand, der sehr, sehr jung war oder einfach nur ein Fan war, dieses Skript geschrieben hat. Und dafür großes Respekt, großes Kusus und großes Klatz. Denn dieses Skript ist für so wenig Erfahrung ziemlich gut. Lala Ward ist hier definitiv der Standout. Paar der Effekte und das Directing und das Location Filming ist wunderbar. Die Masken für die Maskman oder wie auch immer sie heißen, ist wunderbar. Wie Edric hier eingeführt wird, ist ganz okay. Und ein sehr okayer Start für die E-Space Trilogy. State of Decay vom Doctor Who Veteranenschreiber Terrence Dick dagegen ist deutlich mehr mein Kaliber. Wir haben hier Vampires. Und was kann man diesen Vampires nicht lieben? Lala Ward, meine Güte, ich habe sie bestimmt in diesen Videos schon 100-mal gelobt. Aber man muss sie auch einfach loben. Und Tom Baker, zwar macht er hier nicht seine beste Performance aus, aber dafür, dass fast alle sich etwa am Set von dem Main Lead gehasst haben, gegenseitig, also der Schauspieler, der Edric gespielt hat, Lala Ward und Tom Baker, haben die etwa eine wirklich gute Performance alle gegeben. Und das kommt etwa in ihren Performances jetzt nicht so krass rüber. Also großes Kudos dafür. Generell, großartige Story, vermutlich einer der größten Highlights dieser Season. Und Warriors Gate ist eine so interessante Story, denn jemand hat mal was zu dieser Story gesagt, dass egal in welcher Dekade diese Story gekommen wäre, sie wäre von der Umsetzung her deutlich anders. Und damit muss ich zustimmen. Diese Story ist definitiv in seiner 80s Umsetzung ein sehr surreales Piece, was irgendwie in keiner der Dekaden von Doctor Who sowohl modern, sowohl classic oder will nicht passen würde. Es ist eine sehr einzigartige Story, die vermutlich etwa im Visuellen jetzt nicht so fantastisch umgesetzt werden könnte, als im Audioform oder in Buchform, aber dennoch ziemlich gut umgesetzt wird und sehr impressive Effekte und Settings mit sich bringt. Eine sehr philosophische, sehr interessante, sehr andere Story, die ich einfach nur so sehr liebe. Und mal wieder Lala Ward ist ein Showstealer hier und Kudos für sie. Schade, dass sie etwa in dieser Season mehr oder weniger lief, weil sie ist einfach nur ein so großes Highlight der Tom Baker-Ära gewesen. The Keeper of Draken ist eine sehr spaßige Story. Zephyr Beavers wird hier als der Master eingeführt und was für ein Master er etwa in Audio Speeder gespielt hat. Sein Audio-Master ist fantastisch und ich kann sie einfach nur jedem ans Herz legen. Die Story als solches ist ziemlich solide. Keine perfekte Story, aber eine sehr kompetente Story, die sehr kompetent und ziemlich gut umgesetzt worden ist. Allein schon das Setting von Draken ist großartig. Und wie Anthony Anley hier ein Good Guy als Travis erstmal spielt, bevor er etwa die Rolle des Masters übernimmt, ist fantastisch und vermutlich meine Lieblings-Anley-Performance abseits von Survival. Oh, und Nissa wird eingeführt hier. I guess das ist wichtig für später. Logopolis ist eine Story, wo ich gemixter Meinung bin. Der feine Song für Tom Bakers 4. Doktor und was für ein feiner Song das ist. Denn ähnlich wie schon bei Pertwee geht man hier wirklich etwa auf alle Grenzen, denn diese Story fühlt sich definitiv an wie ein großes Ende, aber auch wie ein großer Neuanfang für einen neuen Doktor. Allein schon die Regeneration zeigt das einfach nur fantastisch. Die Musik ist großartig gewählt worden, das Effekt mit den Watcher ist großartig einfach nur und die Story macht auch wirklich viel Spaß und hat wirklich sehr interessante Ideen. Zwar keine Story, die sehr auf Emotionen setzt, aber mit paar sehr somber und bittersüßen Momenten überzeugen kann. Dennoch kein großer Fan von dieser Story, denn an manchen Punkten fühlt diese Story sich eher so an, als würde sie mehr sich interessieren für den Hard Sci-Fi, statt etwa für das Ende des 4. Doktors, was bei so einer langen Tenure wirklich deserved ist mit so einem Ende. Und auch wenn diese Story kein Part von dieser Season ist, fuck it, nehmen wir doch mal K9 and Company rein, ein Pilot für eine mögliche K9 Spin-off-Serie, nachdem er mehr oder weniger von Doctor Who weggebootet worden ist. Und meine Güte, es ist großartig, Elizabeth Sladen wieder in ihrer ikonischen Sarah Zane-Rolle zu sehen, aber
persönlich bin ich kein großer Fan von K9 and Company. Auf der unironischsten Art und Weise. Auf der ironischsten Art und Weise bin ich ein großer Fan von diesen Piloten. Es ist so dumm, die Idee mit so einem Hexenkult zu haben, ist fantastisch und ich wünschte, es wäre eine Serie geworden, denn vermutlich wäre es eine super campige, super dumme Serie, die ich aber auf der ironischsten Art und Weise richtig gut enjoyen kann. Allgemein eine sehr 80-hafte, aber sehr untypisch 80-hafte Season mit einem sehr typischen 80s-Piloten, der mehr oder weniger für nix gesorgt hat. Außer, dass wir später dann ein anderes Spin-off mit Sarah Zane gekriegt haben in den 2000ern. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Kommen wir doch mal zu der ersten Anniversary Season von der Show überhaupt. Und dazu einer der besten überhaupt. Natürlich reden wir hier von Season 10. Was für eine fantastische, was für eine gute Season. Und beginnen tun wir doch mal mit der ersten Story, The Three Doctors. Leider konnte Hartnell nicht so viel in dieser Episode machen und hatte mehr oder weniger ein Extended Cameo. Aber es ist dennoch wundervoll, ihn hier wiederzusehen, auch wenn es nur in kleiner Form ist. Broughton und Pertwees Dynamik ist wundervoll und ist einfach nur einer der besten Dynamics, die Pertwee jemals in der Show hatte. Generell, was kann man mit Broughton jemals falsch machen? Ihn hier wiederzusehen ist ein Blast. Vor allem seine Dynamik mit dem Brigadier ist unterhaltsam. Zwar könnte ich ein wenig kritisieren, dass der Brigadier ein wenig hier wirkt wie ein Cartoon-Character, aber meine Güte, es ist eine so spaßige, unterhaltsame Story mit einem Charakter wie Omega, der practical nicht mehr sein kann und einfach nur wundervoll dargestellt wird. Wundervoll campy gespielt, eine wundervolle Anniversary-Story und eine wundervolle Art und Weise, diese 10. Season von Doctor Who zu kickstarten, wo wir auch gegen Ende ein kleines Geschenk für den Doktor kriegen, wo er aus seinem Exile mehr oder weniger rausgeholt wird, nachdem er das für mehr als 3 Seasons hatte. Wundervolle Opening Story. Und mit wundervoll fortsetzen wir diese Season, denn Carnival of Monsters ist das große Highlight dieser Season. Eines der besten gepacesten Doctor Who Series überhaupt. Katie Manning und John Pertwee machen so viel Spaß hier. Es ist wundervoll zu sehen, dass die erste Story, wo der Doktor mal wieder etwa seine Freiheit hat, mit der TARDIS zu reisen, so absurd ist und so Who-like ist. Robert Holmes kehrt zurück nach einer Season von Writings Break und was für eine Story er da delivert. Eine wundervolle, absurde Story mit wundervollen Set-Design, mit wundervollen Effekten, mit einer wundervollen, absurden Idee und mit wundervollen Campy-Kostümen, die das einfach nur alles wundervoll untermalen. Wundervoll ist das beste Wort für die Story zu benennen, denn auch die Cliffhanger sind einfach nur super gemacht worden und bauen diese ganze Tänzen wundervoll auf. Extrem, extrem, extrem gute Story. Und sogar eine dieser Stories, die ich wohl jedem empfehlen kann, vor allem wenn ihr noch nie Classic Who gesehen habt und vielleicht mal eine Story von John Pertwee versuchen wollt. Wirklich gute Opening Story für einen Beginner. Frontier in Space ist ein Six-Parter, der Padding pur und pur ist. Versteht mir nicht falsch, ich mag Frontier in Space. Es hat unterhaltsame, interessante Ideen in sich. Allein schon wie die Aliens hier vom Make-up sind, ist wundervoll einfach nur gemacht. Roger Delgado zum letzten Mal zu sehen, ist bittersüß. Und seine Dynamik mit sowohl John Pertwee als auch Katie Manning ist einfach nur wundervoll. Die ganze Idee rund um Frontier in Space ist eine sehr absurde und sehr spaßige. Nur mein großes Problem mit dieser Story ist, es ist ein Six-Parter und irgendwie wird diese Story nie wirklich richtig beendet. Klar führt diese Story direkt zu der nächsten Story, aber so wirklich eine Endung der Story, die wir hier in Frontier haben, wird noch nicht mal der nächsten Story gegeben. Am Ende fühlt sich irgendwie diese Story ein wenig useless an und dabei ist es einer der längsten Stories aus der ganzen Pertwee-Jahre und mit den weiteren 6 Episoden vermutlich einer der größten Serials von Doctor Who überhaupt. Und wie schon erwähnt, Frontier in Space vorbereitet eine andere Story, die wir direkt im Nachschluss haben. Die beste Pertwee-Dalek-Story und zwar Planet of the Daleks. Mr. Terry Nason, wir brauchen eine neue Dalek-Story. Okay. Mr. Terry Nason, Sie haben mir etwas Ihr Skript gegeben und das fühlt sich ein wenig so an, als hätten Sie das originale Skript von den Daleks genommen und einfach nur die Namen geändert. Nun, wie Sie sehen, Herr Producer, ich habe das etwa auch so gemacht. Ja, Planet of the Daleks fühlt sich an wie ein Remake von der originalen Dalek-Story. Ein spaßiges Remake. Ein unterhaltsames, wo Katie Manning und John Pertwee vieles von ihren Acting-Skills aufzeigen können. Vor allem die erste Episode ist wundervoll und auch die Cliffhangers machen Spaß. Aber ich bin wirklich kein großer Fan von dieser Dalek-Story. Es fühlt sich ein wenig sehr generisch an und wie eine typische Terry Nason Dalek-Story, was per se nicht schlecht ist, aber nicht wirklich inspirierend einfach ist. Ich hätte mir da wirklich mehr gewünscht von einer Story namens Planet of the Daleks. Aber well, die Story weiß wenigstens, wie man unterhalten kann.
Und zu guter Letzt vermute ich das große Meisterwerk dieser Season und einer meiner absoluten Favorit-Stories unter ganz Classic Who und Doctor Who überhaupt. The Queen Death ist ein wundervoller Six-Parter, der genau weiß, wie man etwa diese Runtime füllen kann. Die Maggots sind etwa ein absurder Schurke, die wundervoll von den Effekten gemacht worden ist, und auch wenn sie nicht immer super aussehen, macht die Story einfach wirklich Spaß. So ein Pertwee hier zu sehen, wie er viele Disguises hat. Einen roten Kreis namens Boss, der ein Roboter ist, der mehr oder weniger dieses Sadie-Business runnt, ist wundervoll campy und passt einfach nur in die Pertwee-Ära. Und auch das Commentary, was wir hier kriegen, ist ein wundervolles und wirklich ziemlich gutes. Generell, The Queen Death hat so viel zu loben. Wundervolles Commentary, eine wundervolle Story, ein wundervoller Side-Character-Cast, vor allem mit Cliff. Und auch wie etwa Katie Manning-Grant hier ihre Departure findet, wurde einfach nur ziemlich wundervoll gemacht worden. Eines ihrer besten Stories überhaupt in ihrem ganzen Run. Und die Endszene mit Jon Pertwee, wie er langsam rausgeht, traurig darüber, dass sein Companion und seine beste Freundin mehr oder weniger ihn jetzt verlässt, um etwa so einen Typen, den sie erst vor kurzem kennengelernt hat, zu heiraten, ist einfach nur Peak Doctor Who und Peak Pertwee Acting. Was für eine wundervolle Art und Weise, die 10. Season von dieser Show zu beenden. Aber kommen wir doch mal zu Tom Bakers erster Season als der Doktor. Season 12 für viele die beste Classic Season überhaupt. Und kein Wunder, immerhin ist diese Season vollgepackt mit grandiosen Stories. Zwar nicht so hoch, wie manche das erwarten würden für mich, aber dennoch eine so fantastische. Und beginnen tun wir doch mal mit Robot. Eine Story, die mehr oder weniger aufgebaut ist wie eine klassische Pertwee Unit Story. Hier aber mit dem 4. Doktor. Warum? Nun, um etwa die Leuten zu zeigen, was für eine zany Inkarnation Tom Bakers 4. Doktor ist. Er ist der Doktor, der definitive Artikel. Ein sehr, sehr anderer Doktor im Vergleich zu Pertwees eher mehr ernsteren und weniger goofy Inkarnation. Und meine Güte, es funktioniert wirklich gut in dieser Story. Der titelgebende Robot sieht cheesy aus und ist wirklich spaßig. Wir haben sogar einen Mad Scientist, hier gespielt wieder von jemandem, der schon vorher in Doctor Who eine kleine Rolle gespielt hat. Und meine Güte, es funktioniert alles. Sehr, sehr campy, sehr, sehr übertrieben, aber ein wirklich guter Introduction für diesen anderen Doktor, um zu sagen, wo etwa die Unterschiede zwischen diesen und den Vorgängern sind. Elizabeth Sladen spielt auch hier wieder Sarah Jane Smith grandios einfach nur. Ich kann sie einfach nur immer und immer loben. Und hey, Ian Marter als Harry Sullivan wird uns hier eingeführt und was für ein spaßiger, unterhaltsamer Companion er ist. Schade, dass Ian Marter nur bei dieser Season mehr oder weniger einen Teil gehabt hatte, aber hey, für diese Season war er ein wirklich guter Companion. Sehr, sehr spaßige Story, meiner Meinung nach ein wenig underrated sogar. Dark in Space ist die allererste proper 4th Doctor Story und was für eine Story das ist. Sehr, sehr spaßig, sehr, sehr gut gepaced, mit sehr interessanten Schurken, die wirklich fantastisch von den Visual Effects dargestellt werden. Ein sehr klaustrophobisches Abenteuer, aber was für ein Abenteuer. Und ich würde sogar behaupten, eines der definitiven Abenteuers, wo ihr jeden Doctor-Companion-Team reinsetzen könnt und es würde immer noch funktionieren. Egal ob etwa Vorgänger als auch Nachfolger. Aber dieses Team, was wir jetzt hier haben mit Sarah, Harry und dem 4. Doktor, ist wirklich großartig und haben eine wirklich fantastische Bickering-Friendship-Dynamik, die ich einfach nur liebe. Großartige Story und ein großes Highlight dieser Season. Und das Sontaran Experiment ist ein underrateder Sam. Ich weiß, viele sehen es eher mehr als der Filler dieser Season, aber meine Güte, ich hatte meinen Spaß mit dieser Story. Zwar nicht etwa wirklich sehr actiongeladen oder wirklich viel aussagend, aber es ist doch etwas schön zu sehen, dass die Sontarans auch hier wieder einen kleinen Auftritt haben, nachdem sie in Season 11 wirklich gut gepunktet haben. Elizabeth Sladen als Sarah Jane ist vermutlich das Highlight dieses Serial und auch der kurze Pace ist mal erfrischend im Vergleich zu den 4-Parter oder den 6-Parter, das wir in dieser Scene haben. Und auch der Sontaran, hier wieder gespielt vom Actor, der zuvor schon ein Sontaran gespielt hat, ist wirklich fantastisch. Die Idee ist eine sehr nette und overstayed nicht etwa sein Welcome. Und generell, ich mag die Story wirklich sehr. Sehr unterhaltsam. Und hey, kleiner Funfact, das ist die Story, wo Tom Baker sich etwa den Arm gebrochen hat und deswegen manche der Fight-Scenes ein wenig seltsam wirken können. Genesis of the Daleks. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, was diese Story ist. Wenn ihr von Classic Who gehört habt, dann kennt ihr diese Story. Einer der großen Stories, die Story, die Darrows, einer der größten Antagonisten des Doktors, eingeführt haben, die Origin der Daleks mehr beleuchtet und einfach nur bleak as fuck ist. Und es ist großartig. Es ist ein Fan-Favorite und meiner Meinung nach zu Recht. Ich könnte über Genesis of the Daleks stundenlang reden, weil es ist so ein fantastisches Serial,
was zwar mit Six-Parter Length kommt, aber dennoch nicht etwa enttäuscht. Einer dieser Six-Parter, der so fantastisch ist und so einen erfrischenden Wind reingebracht haben, nachdem wir mit Pertwee 3 wirklich gute, unterhaltsame Dalek-Stories gekriegt haben, aber ja nicht etwa was Außergewöhnliches mit denen gekriegt haben. Sentences of the Daleks ist einfach nur ein Meisterwerk. Der Ross, gespielt von Mike Wisser, ist großartig. Einfach nur großartig. Der 4. Doktor und seine Gespräche sind super interessant und wirklich gut gemacht worden. Und ein paar der Szenen, ein paar der Lines sind so ikonisch, dass sie nicht ohne Grund tausendmal referenziert werden und geliebt werden. Eine fantastische Story, die zwar vielleicht ein Ticken overrated ist, aber come on, es ist Sentences of the Daleks. Wie kann man diese Story nicht lieben? Und zu guter Letzt Revenge of the Cybermans. Eine Story, die crap ist. Die einzige Story, die wirklich hier crap ist, aber meine Güte, ich hab meinen Spaß mit dieser Story. Natürlich ist die Story weit davon entfernt, wirklich gut zu sein. Die Cybermans werden hier zur Lachfigur wieder mal gemacht, nachdem sie mit den Wesen so einen guten Ende haben, zumindest für die 60s. Diese Cybermans sind Idioten, sind keine wirklich guten Cybermans und das Design von denen ist auch ein wenig lächerlich. Die Idee mit Voger und den Cyber Wars ist wirklich eine sehr spaßige und ich hätte mir gerne etwa ein Serial darüber angesehen. Nicht etwa diese lächerliche Lachshow. Tom Baker hier spielt einen vielleicht zu ticken zany Doktor, der ein wenig zu overconfident ist und damit den Threat der Cybermans ein wenig lächerlich macht. Und generell, es ist nicht so ein gutes Serial. Habe ich etwa meinen Spaß mit diesem Serial? Natürlich. Ist dieses Serial so schlecht, dass es irgendwie unterhaltsam ist? Natürlich. Machen unsere Regulars hier etwa den besten Job? Natürlich. Sehr nette Ideen, aber eine Lachfigur einer Cyberman-Story und eine Lachfigur eines Finales für eine so gigantisch gute Season. Kommen wir doch mal zu Pertwees unbeliebteste Season, aber dennoch eine so fantastische und meiner Meinung nach seine underratedste Season überhaupt. Season 11, der Swan Song für die Unit-Jahre und John Pertwee als den Doktor. Nachdem Saul Grant in der vorherigen Story gelieft ist, brauchen wir natürlich einen neuen Companion. Und nach so einem ikonischen, langjährigen Companion ist es natürlich schwer, sie zu ersetzen. Und dann kriegen wir so einen Companion wie Sarah Jane Smith, die mittlerweile der wohl beliebteste und bekannteste Doctor Who Companion überhaupt ist. Und beginnen tun wir doch mal mit ihrer Introduction Story, The Time Warrior. The Time Warrior ist nicht nur die Introduction Story für sowohl sie als auch die Santarans mit Commander Lynx, der wunderbar gespielt worden ist und mit einem wunderbaren Design herkommt. Nein, es ist auch Robert Holmes' erstes sort of historical Script und meine Güte, dieses Pseudo-Historical ist fantastisch sich einfach anzuschauen. John Pertwee in einem Historical Setting zu sehen, ist etwas, was ich nicht gedacht habe, dass ich es brauche, aber so sehr gebraucht habe und auch einfach nur großartig und spaßig ist. Viele der Charakteristiken der typischen Holmes-Nebencharakteren werden hier aufgegriffen. Die Dynamik zwischen Sarah und dem Doktor ist großartig. Und das ist so einer dieser Starter, der sich so fresh anfühlt, als würde man einen kleinen Mini-Neustart in die Doctor Who-Ära mitnehmen, was die John Pertwee-Ära schon davor zweimal gemacht hat. Großartige Introduction Story, einer der großen Crates. Und mit großartig setzen wir fort, denn Invasion of the Dinosaur ist ein Banger. Es tut mir leid für die Leute, die diese Story hassen. Ich persönlich liebe die Story. Klar, die Dinosaurier-Effekte sind alles andere als gut und da hätte man schon vielleicht etwa anders was sich anschauen können, aber allein schon durch die Black and White ersten Episode gibt es den ganzen Effekten ein wenig mehr Atmosphäre und lässt sie ein wenig leichter passen. Mit den späteren Episoden ein wenig schwieriger, aber die Story zeichnet sich nicht durch die Dinosauriers aus, sondern durch die gigantische, gute, intelligente Verschwörung, die sogar Mike Yates, einer der Verbündeten des Doktors, mit sich hat. Die Story ist superb. Vor allem, wie Sarah Jane hier geschrieben worden ist superb. Und die Unit-Familie hier wieder zu sehen, ist mal wieder schön. Einer der wenigen Momente, wo wir das hier in dieser Season wirklich kriegen. Mehr oder weniger der Fall der Unit Family, die wir kennen und geliebt haben für 3 Seasons, wird uns hier gezeigt. Großartiger Six-Parter, wo ich mir wirklich denke, der trackt fast kaum. Death to the Daleks ist mal wieder eine John Pertwee Dalek Story. Und eine John Pertwee Dalek Story ist keine schlechte
Dalek-Story ist eine sehr spaßige, unterhaltsame Dalek-Story, aber auch keine unglaubliche Dalek-Stories. Ich bin ein großer Dalek-Fan. Ich mag die Pepper Potts sehr, aber die Pertwee-Jahre haben mit den Dalek-Stories ein wenig geleckt. Death to the Daleks ist aber mein Zweitfavorit unter den Dalek-Stories. Sehr, sehr spaßig, sehr, sehr unterhaltsam und allein schon der Moment, wo wir so einen Cliffhanger gekriegt haben, großartig. Einfach nur verdammt großartig. Spaßig, aber nichts Besonderes. The Monster of Peladon ist kacke. Sorry, aber das ist die einzige Story aus dieser Season, die ich absolut nicht ausstehen kann. Gutes Acting von Pertwee und Slade mal wieder und gutes Acting von manchen der Nebencharacters, aber meine Güte. Es trackt, es ist poopy und ich mag's nicht. Move on. Und zu guter Letzt, Planet of the Spiders, die Regeneration Story für Son Pertwee und für viele einer der schwächeren Pertwee Stories. Klar, Planet of the Spiders ist ein Six-Parter, der an manchen Punkten trackt, aber meiner Meinung nach ein sehr unterhaltsamer, sehr abwechslungsreicher und sehr würdiger Six-Parter, um die Pertwee-Jahre zu beenden. Ich meine, es gibt eine Episode, die mehr oder weniger zur Hälfte eine Car-Scene-Chase ist. Sowas hat Son Pertwee verdient und hat auch bekommen, was ich großartig finde. Das Showmobil, was uns schon davor introduced worden ist, kriegen wir auch mal hier genauer zu sehen. Und es ist glorreich, einfach nur glorreich. Und Son Pertwee spielt das Ganze einfach nur super, super gut. Allein schon, wenn wir zu den ernsten Momenten kommen, macht er einen fantastischen Job. Son Pertwee ist einer dieser Doktoren, der sehr geliebt wird. Mit seinen Charme überzeugt er, aber ich finde auch, dass sein Acting in den emotionaleren, ruhigeren Momenten wirklich, wirklich gut ist. Allein schon, wie seine Regeneration anfängt und allein schon, wie er diese Worte super leise sagt und super emotional sagt. Superb. Superb einfach nur. Elizabeth Sladen mal wieder großartig, fantastisch. Wir alle lieben sie. Und Riesen seien Spiders. Was will man mehr? Riesen seien Spiders. Das ist großartig. Zwar könnte ich kritisieren und ich entschuldige mich dafür, dass ich den Name jetzt putzen werde, dass Metropolis 3 sehr, sehr anders und sehr, sehr öde aussieht im Vergleich zu dem, was uns etwa in The Queen Death präsentiert wurde. Aber dennoch, die Story macht Spaß, die Ideen, die hier gezeigt werden, machen Spaß und nur selten gibt's paar Momente, wo man denkt, das war jetzt nicht so gut. Sehr underrated Season und meiner Meinung nach ein würdiges Finale für Son Pertwee, was sehr cheesy, aber auch emotional sein kann. Das, was die Pertwee-Jahre mehr oder weniger auch gemacht hat. Kommen wir doch mal zu einem kurzen Break wieder für dieses Ranking. Hierbei möchte ich etwa disclaimen, dass jeder dieser Plätze jetzt mehr oder weniger den ersten Spot nehmen könnte. All diese Star-Fan-Seasons sind so verdammt gut und so verdammt gut. Wie schon etwa am Anfang dieses Videos erwähnt, was, keine Ahnung, ein paar Stunden her ist bestimmt, finde ich, dass Doctor Who nie eine wirklich schlechte Season hatte. Also so eine grottige Season. Diese Seasons hier sind alle meiner Meinung nach Peak. Peak Who auf sehr verschiedenen Art und Weisen. Bedenkt also, wie das Ranking hier aufgeteilt ist, kann etwa variieren und kann sich bestimmt auch ändern. Bedenkt auch, bevor es etwa kommentiert wird, der McGann-Film zu raten im Vergleich zu Episoden bzw. ganzen Staffeln ist ein wenig unfair, deshalb habe ich ihn nicht hier inkludiert. Damit er aber hier ist, for completeness sake. Der McGann-Film ist zwar Tracy und ist teilweise sehr die amerikanische Version von Doctor Who, aber er macht Spaß. McCoys Death ist gruesome und irgendwie ironisch und sehr passend. McCoy spielt das wirklich gut, das Directing ist wundervoll, eines der besten, directesten Doctor Who Episoden überhaupt. McGann ist wundervoll und ich liebe ihn einfach nur, ich meine, sein Big Finish Run mit Sally Pollard und so weiter und so weiter. Glorreich. Bestimmt wird mich irgendwann mal in ein Video über diese, aber hier in diesem Video wäre das ein wenig zu lang und bestimmt nicht für jeden interessant. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sagen, der McGann-Film ist glorreich. Ich mag ihn wirklich sehr. Es war definitiv nicht etwa Peak Doctor Who, aber sehr unterhaltsam und man hat mal einfach eine gute Zeit mit diesem Film. Vermutlich das Beste, was wir von einem amerikanischen, mehr oder weniger Pseudo-Doctor Who-Film erwarten können. Aber ja, carry on mit Numero, ich weiß auch nicht mehr, ich habe den Track verloren hier. Series 9 ist meiner Meinung nach die schwächste Capaldi-Season. Aber meine Güte, Capaldi's Run ist so verdammt gut, dass selbst die schlechteste Season aus seinem Run immer noch so verdammt gut ist. Und beginnen tun wir natürlich diese Season mit dem Two-Parter, The Magician's Apprentice und The Witch is Familiar. Ein Two-Parter, der paar große Stärken hat und paar große Weak Points hat. Beginnen wir doch mal mit den Stärken. Coleman spielt Clara mal wieder fantastisch. Missy hier wieder zu sehen ist großartig. Ich meine, wer kann Michelle Gomez als Missy nicht mögen? Und Capaldi macht wie immer eine gute Performance aus. Den Effekt, den man etwa hier gemacht hat, wo zuerst der erste Doktor und dann der vierte, bis wir dann
endlich zum 12. kommen, geschnitten worden ist so gut gemacht worden und einer der besten Effekte von Who überhaupt. Paar der Gespräche sind wirklich interessant gestaltet, paar der Ideen machen Spaß und die Gespräche zwischen Darrows und den Doktor sind eigentlich wirklich gut und geben diesen zwei Charakteren, beziehungsweise dieser Rivalry, ein Gefühl der Finality. Und dann wird etwa revealed, dass sie sich beide gegenseitig einfach nur verarscht haben. Warum, Moffat? Warum? Versteht mich nicht falsch, ich kann verstehen, warum er das gemacht hat. Den Charakter des Darrows werden wir vermutlich nie ein wirkliches Ende geben. Dabei hätte dieser Two-Parter, wenn er so weitergegangen wäre, ein wirklich gutes Ende gegeben und hätte deutlich mehr Interessantes mit Darrows wieder gemacht. Nachdem er in den letzten Stories, sei es nun in den 80s oder auch etwa in der Russell T. Davies-Ära, mehr oder weniger ein Opfer der Daleks geworden ist. Hat man aber hier nicht gemacht und irgendwie hat er wieder mal Kontrolle über die Daleks, was I guess ist. Ich bin wirklich kein großer Fan von dieser Änderung. Hätte man das wirklich sincere gehalten, wäre dieser Two-Parter deutlich interessanter. An sich gibt es nicht andere so große Weak-Punkte, aber dieser Weak-Punkt ist so ein großer Storytelling-Wise, dass er wirklich die Story und vor allem den zweiten Part ruiniert. Der erste Part hat einen guten Aufbau gemacht, der geendet ist mit der Realisierung, dass wir auf Scarrow wieder sind. Der zweite hat es wirklich verkackt dann einfach nur. Dafür Under the Lake Before the Flood ist großartig. Toby Whithouse schreibt mal wieder ein bangerhaftes Two-Parter-Skript. Der Supporting Character Cast ist wunderbar. Alle der Actors geben eine wirklich gute Performance aus und haben sehr viele eigenen Quirks, was es super sehr setze, denn der Supporting Cast bei vielen Who-Stories ist mehr oder weniger mittelmäßig, allerhöchstens. Vor allem in New Who, da es hier aber ein Two-Parter ist, konnten diese Figuren deutlich mehr developen. Die Idee mit diesen Geisterkreaturen ist fantastisch und gibt eine gewisse Emotionalität rein. Und das Ende ist wirklich ziemlich sweet. All die Ideen, all die Konzepte, die hier präsentiert wurden super gut gemacht. Und ich finde, das ist so einer dieser wenigen timey-wimey Stories, die dieses Konzept wirklich gut rüberbringt. Vermutlich das große Highlight dieser Series wäre da nicht eine andere bestimmte Episode, über die wir später reden. The Girl Who Died ist okay. Campy Fun, der mehr oder weniger einfach nur existiert, um zu zeigen, hey, wir haben dieses Game of Thrones Darstellerin gekriegt. Sort better Doctor Who. Ansonsten habe ich auch nicht mehr zu dieser Story zu sagen. The Woman Who Lived, mehr oder weniger der zweite Part dieser Story und deutlich besser in vielen Aspekten, aber vor allem gegen Ende über verliert es sich ein wenig und wird einfach nur convoluted. Und mal wieder, hey, wir haben diese Game of Thrones Darstellerin. Sort better Doctor Who. Der Saigon Two-Parter Saigon Invasion, Saigon Inversion ist mehr oder weniger ein Sequel für die Saigon Story aus Day of the Doctor. Und das kann ich sehr respektieren, sagt aber auch, dass diese Story sehr convoluted ist. Die Saigons sind mal wieder zurück und auch in einer sehr interessanten, guten Form. So eine Verschwörungstheorie rund um die Saigons zu machen, ist eine fantastisch großartige Idee. Paar der Szenen capturen das auch einfach nur super gut. Auf der anderen Seite, manche der Dinge wurden ein wenig underexplored. Die ganze Verschwörung rund um die Saigons wurde zwar ziemlich gut in Invasion aufgebaut, aber wie man das etwa in Inversion ein wenig handelt, vor allem am Anfang, kein so großer Fan von. Coleman darf mal hier als Bonnie eine Schurken spielen und was für eine Schurken sie hier spielt. Und natürlich die besondere Anti-War-Speeds kennen wir alle, mögen wir alle und wurde einfach nur großartig von Capaldi delivered. Sleep No More. Das ist eine Story, die sehr ambitioniert ist, aber ich irgendwie einfach nur respektieren kann deswegen. Zwar ein Peasant Project und dafür kann ich es respektieren, aber so als Story als solches ist es keine wirklich interessante Story. Interessante Ideen, aber sehr underexplored. Und die Idee, so eine Found-Footage-Episode zu haben, ist zwar intriguing, aber in der Umsetzung her grottig. Da kann ich auch einfach nur sagen, Sleep More. Face the Raven ist der erste Teil dieses keine dreiteiligen Finales. Ich weiß auch nicht so richtig. Aber Face the Raven erzählt uns mehr oder weniger die Story, wie Clara Oswald ein wenig zu full of herself wird und mehr oder weniger stirbt, weil sie etwa denkt, dass sie wie der Doktor konsequenzlos alles machen kann, alles schaffen kann. Hey, du hast die Story gespoilert, random. Wie kannst du nur? Klein Timmy, wer schaut sich bitte dieses Video komplett an? Und wer schaut dieses Video sich an, wenn er auch nicht mal etwa die neue Serie geschaut hat? Aber random. Halt die Klappe, Klein Timmy. Anyway, wieder mal zu Face the Raven. Die Idee hinter den Raven ist ziemlich makaber. Und ich bin jemand, der makabre Ideen, wenn sie gut umgesetzt wurden, sehr mag. Und hier, es wurde ziemlich gut umgesetzt. Diese ganze Underworld mit diesen ganz anderen Kreaturen, egal ob bekannte oder
der neue macht super viel Spaß. Die Idee, Rigsby aus Flatline wieder zurückzubringen, war grandios und einfach nur genial und gibt dieser Story ein wenig mehr Tiefe, weil man hätte mal irgendein Rando nehmen können. Und zweite, die funktioniert, die Story, aber mit einem Charakter, wo wir ein wenig Connection haben, von dem wir was mitbekommen haben, hätte das deutlich mehr. Und wie der Demise von Clara dargestellt worden ist, makaber, bittersüß. Das Ende führt uns dann direkt zur Glanz-Episode, die Episode, die wohl jeder kennt aus der Capaldi-Ära, Heaven Sent. Oh boy, was kann man zu Heaven Sent sagen, was nicht gesagt worden ist? Heaven Sent ist grandios. Das Directing, das Lighting, das Setting, Capaldis Acting, die Monologe, das Writing, die Idee, die Umsetzung, die Musik, alles funktioniert einfach nur so gut. Heaven Sent ist meiner Meinung nach die beste New Who-Episode überhaupt. Und das ist etwa wirklich ein Kompliment, denn New Who, auch wenn ich eher mehr ein Classic-Fan bin, wie man das eben an diesem Ranking merken kann, hat zwar große Highlights, aber nie die gigantesten großen Highlights. Von daher, wenn sowas wie Heaven Sent kommt, überrascht es mich ein wenig. Denn Heaven Sent ist so genial. Heaven Sent ist eine geniale Story, eine geniale Umsetzung und geniales, wunderbares, bittersüßes Acting von Capaldi. Hellbent dagegen ist sehr kontrovers. Viele hassen dieses Finale, viele denken, dieses Finale hat Heaven Sent ruiniert. Meiner Meinung nach ist dieses Finale zwar nicht perfekt, aber ein sehr gutes Finale tatsächlich. Das Acting ist mal wieder on point. Das Directing von Rachel Talalay ist wie immer wunderbar. Nicht so gut wie bei Heaven Sent, aber meine Güte, wie kann man sowas toppen? Und die Ideen, die hier präsentiert wurden, sind so fitting für den Charakter des Doktors und vor allem für diese Inkarnation. Hier wird mehr oder weniger ein Story-Arc beendet. Die Geschichte hinter dem 12. Doktor und Clara. Und wie man das beendet, ist wirklich gut. Nur der Punkt, dass sie etwa eine eigene TARDIS kriegt und mehr oder weniger diesen Game of Thrones Charakter als Companion haben kann und als Doktor dann mehr oder weniger für ein paar Jahre etwa über Raum und Zeit traveln kann, ist ein wenig dumm. Und das hätte man wirklich nicht gebraucht. Aber die Idee, dass man sie zurückbringt, dass der Doktor so careless, so konsequenzlos das macht und mehr oder weniger das Web of Time wieder mal riskiert für jemanden, das ist wirklich etwas sehr fitting für die Figur des Doktors. Denn auch wenn es einer dieser Protagonisten ist, der sehr viel Gutes machen kann, er kann sehr selfish sein. Vor allem New Who, wenn man ein paar der besten Momente hat, ist der Doktor sehr selfish. Time Lord Victorious oder. Und auch hier hat man den Fall. Ich kann verstehen, dass Leute vielleicht kein Fan davon sind. Meiner Meinung nach passt das aber zum Charakter und zerstört Heaven Sent nicht direkt. Denn auch wenn Heaven Sent eine sehr gute Story ist über Creeve, denke ich nicht, dass es unbedingt darüber ist, Creeve zu overcomen, sondern irgendwie das zu handeln. Ob es jetzt nun positiv Coping ist oder nicht, soll jeder für sich selber interpretieren. Aber persönlich denke ich, dass diese Story dennoch Heaven Sent mehr oder weniger gut fortsetzt, aber auch seine ganz eigene gute Story ist. Und meine Güte, ich hab wohl viele angepisst, denn viele mögen diese Episode nicht. I'm sorry. Bitte seid nicht böse zu mir in den Kommentaren. Ich habe mich so gut es geht erklärt. Bitte nicht. Aber ja, Hellbent ist meiner Meinung nach gut. Nicht perfekt, aber gut. Und zu guter Letzt beenden wir mal diese Series mit dem Christmas Special Husbands of River Song. Das ist der Closer für den Charakter River Song, gespielt von Alex Kingston, die vor allem in der 11th Doctor-Ära aufgetaucht ist. Und hierbei sehen wir sie zum ersten Mal mit Capaldi und zum einzigsten Mal. Und meine Güte, kann ich erstmal darüber rumgossen, dass deren Dynamik im Acting her so fantastisch ist und vermutlich deutlich besser ist als ihre Dynamik mit Matt Smith. Ich weiß, viele mögen 11 mit River deutlich mehr, aber die Dynamik zwischen 12 und River ist deutlich besser und ich kann die deutlich mehr abkaufen, die romantische Dynamik. Allein schon, wie der Doktor mehr oder weniger pretenden muss, dass er nicht der Doktor ist, kriegen wir ein paar der besten Momente mit Capaldi. Wie er zum Beispiel reagieren kann über das Bigger on the Inside Ding bei der TARDIS. Wunderbar, großartig, ich lieb's. Und das Ende, auch wenn es kitzig ist das bittersüß und ein wirklich gutes Ende für den Arc der River Song. Ein Charakter, der vor allem in der Matt Smith-Ära sehr inkonsistent geschrieben worden ist und manchmal ein wenig flat fallen kann, kriegt dafür einen wirklich guten Exit. Persönlich brauche ich niemals wieder den Charakter River Song in der Main Show zu sehen. Alex Kingston ist eine fantastische, sehr sympathische Schauspielerin und ich würde auch nicht nein sagen, aber brauchen nach diesem Closer eher weniger. Wirklich gutes Christmas Special und das sage jetzt jemand, der die Christmas Specials doch eher weniger so mag. Kommen wir doch mal
aber zu der beliebtesten Patrick Troughton Season 5. Und starten wir doch mal mit dieser Season mit Tomb of the Cybermen. Die Story, die viele etwa als der Best Data für die Troughton Years angesehen wird. Und meine Güte, viele haben damit Rest. Tomb of the Cybermen ist großartig. Das Pacing ist wundervoll, die Tombs von den Cybermans sind einfach nur wundervoll gemacht worden und der ganze Cast stimmt einfach nur. Wir haben viele nette Momente, sei es nur für die Spielzwischen Troughtons Doktor und Victoria über Familie oder auch ein paar der anderen Momente, sei es nun gegen Episode 3 oder. Es gibt einfach nur so viele grandiose Momente, die Story einfach nur so viel besser machen. Und generell ist das auch einfach nur eine wirklich gute Story zum Starten, wenn man sich etwas zum ersten Mal Doctor Who anschauen will. Denn meine Güte, gibt es einfach nur so viele geniale Dinge hier. Und ich finde es wirklich schade, dass die Story mehr oder weniger von vielen als irgendwie overrated angesehen wird mittlerweile, nachdem sie gefunden worden ist. Ich bin wirklich froh, dass diese Story gefunden worden ist, denn die Visuals, auch wenn die nicht so impressive sind, wie viele das zu der Zeit gedacht haben, sind immer noch wirklich gut gemacht worden und die Story hat etwa ein so gutes Pacing mit nur 4 Parts. Es ist wirklich einfach nur unglaublich. Der Abominable Snowman, ja, ich mag die Story sehr. Auch das Pacing hier stimmt wirklich, auch wenn es mit 6 Parts ein wenig zu viel ist, meiner Meinung nach. Aber größtenteils funktioniert einfach nur das Pacing wunderbar. Die Animationen helfen auch der Story deutlich besser rüberzukommen und bringen mehr oder weniger den Effie-Part weg, der bei der originalen Produktion da war, mit paar der Casting Decisions. Aber die Story ist wirklich grandios. Die Yetis wurden etwa fantastisch eingeführt. Dr. Trevor ist einfach nur wunderbar und das ganze Team hinter Frozen und Co. ist einfach nur super hier in dieser Story. Und generell auch das Setting und die Nebenfiguren machen wirklich viel Spaß und haben wirklich viel eigenen Charakter, dass man die gerne verfolgen wird. The Ice Warriors dagegen ist einfach nur boring as fuck. Was zum Fick ist da einfach nur passiert? The Ice Warriors gibt einfach nur so wenig her und ist einfach nur furchtbar gepaced worden. Mit 6 Parts ist das einfach nur viel zu lang. Es sollte ein 4-Part eher mehr sein. Victoria hat zwar nette Momente hier und da und die Animationen waren einer der ersten, die eher mehr den cartoony Look genommen haben für die Missing Episodes, aber meine Güte, habe ich so wenig zu sagen zu The Ice Warriors. Der Enemy of the World ist wunderbar. Ich liebe einfach nur The Enemy of the World und es gibt einfach nur so viele Dinge, die ich einfach nur an Enemy of the World loben kann. Zuerst mal, alle 6 Episoden sind intakt und in den Archives und es ist einfach nur wunderbar. Froutons Acting, sowohl als Salamander als auch der Doktor, haben so viele Nuancen und ist einfach nur so gut gespielt worden. Denn wenn der Doktor sich etwa als Salamander tarnt, spielt nicht nur Frouton ihn so, als wäre er Salamander wieder, nein, er spielt den Doktor, wie er versucht, Salamander zu sein. Und vice versa. Und das liebe ich einfach nur so sehr. Es ist eine Ausnahme in dieser Season, die sehr monsterhaft heavy ist, aber diese Ausnahme ist wirklich gut. Die 3. und 4. Episode ist vielleicht etwa so eine Mittezeit, aber ich mag die auch wirklich sehr. The Wrap of 4 ist eine Story, die auch mehr oder weniger in High Regards war wie Tomb, aber seit dem Fund eher mehr weniger. Die erste Episode ist fantastisch directed worden und ist atmosphärisch as fuck und ich muss zugeben, auch die anderen Episoden, die existieren abseits von der 3. Episode, sind einfach nur wunderbar gemacht worden. Ich persönlich kann nichts etwas zu der Animation der 3. Episode sagen, die 2021 released worden ist, weil die sieht nicht gut aus, also habe ich eher mehr auf die Recon etwa mich verlassen. Aber ansonsten, die Story ist einfach nur wirklich gut. Die Yeti wieder zurückzubringen war clever. Viel wird hier etwa für Victoria und Sammy gegeben und generell unser ganzer Nebencast ist einfach nur wunderbar gespielt worden und wunderbar charakterisiert worden. Free from the Deep, meine Güte, habe ich etwa Gedanken zu dieser Story. Ich bin ehrlich, die Animationen haben mich eher mehr abgeschreckt und dabei liebe ich einfach nur die Story. Ich habe mir auch vor kurzem die Recon angeschaut, um zu sehen, ob mich einfach nur die Animation abgeschreckt hat. Und ja, die Animationen haben mich abgeschreckt. Die Recon ist einfach nur fantastisch gemacht worden und ich bin ein bisschen enttäuscht, wie sie etwa Free from the Deep in animatierter Form umgesetzt haben. Es gibt ein paar neue, nette Tweaks, die ich wirklich mag, aber ansonsten keine so gute Produktion und einer der schwächsten, wenn nicht sogar die schwächste. Free from the Deep, vor allem vom Soundtrack her und den Recons, ist einfach nur so klaustrophobisch und eine so gute Horror-Story für den Second Doctor. Und was für ein fantastischer Exit für Victoria. Denn hier hat man sich wirklich etwa mal die Zeit genommen, um ein paar Szenen darüber zu machen und das macht das einfach nur so viel besser, finde ich. The Wheel in Space ist ein Guilty Pleasure von mir. Es hat Zoe eingeführt, die ein fantastischer Companion ist und sie und Sammy haben die beste Dynamik mit dem 2. Doktor. Aber meine Güte, die Cybermans sind einfach nur hier lächerlich gemacht worden. Ein paar der Dinge schreien einfach nur nach 60 und nach den Gedanken, ja, nach dem ersten Podcast wird sowieso niemand das wieder sehen. Und meine Güte, was für eine Story. Ich denke, eine Animation kann dieser Story wirklich helfen. Vor allem von den kleinen Tippig, was wir etwa in Macro Terror als Bonus gekriegt haben, zeigt das eigentlich viel Potenzial
mal, die erste Episode hat wirklich was Eigenes, aber ab dem Punkt, wo wir auf den Wheel kommen, fällt die Story ein wenig apart. Und generell, es ist keine so gute Story, weder für Cyberman noch eine wirklich gute Introduction, aber ich denke wirklich, die brauchen etwa eine Animation. Und das wäre auch die einzige Story, die irgendwas braucht, und dann wäre die Season sogar complete. Also bitte macht eine Animation. Einfach nur, damit wir eine completed Frouten Season haben. Das wäre ziemlich dolle. Kommen wir doch mal zu Capaldis erster Series. Series 8, und meine Güte, habe ich zu dieser Series sehr viel zu sagen. Denn nicht nur ist es paar der größten Highs für Capaldis Ära, nein, es gibt auch paar der größten Lows für die Capaldi-Ära oder ganz New Who. Aber beginnen tun wir doch mal mit einem Banger, und zwar Deep Breath. So eine gute Episode, die sogar etwa auf Letterboxd existiert. Also muss das was heißen. Spaß beiseite, diese Episode ist wirklich ziemlich gut. Ich habe gehört, dass viele die Post-Generation Craziness sehr oft kritisieren in dieser Episode. Ich persönlich mag sie einfach wirklich sehr. Warum? Nun, Capaldi kann etwa seine silligere, komischere Seite des Doktors zeigen, und das konnte er in dieser Series zumindest meistens eher nicht zeigen. Die Idee, dass etwa ein Dinosaurier mehr oder weniger die TARDIS am Anfang dieser Episode rausspuckt, ist genial. Der Schocker dieser Episode ist wirklich großartig gemacht worden, allein schon vom Make-up, allein schon vom Acting oder die Idee her, und wie man das etwa handelt mit Clara, die mehr oder weniger super angenervt ist, dass er nicht mehr Templars Sexy Boy Matt Smith ist großartig. Deep Breath ist ein so guter Opening für die Capaldi-Ära, der aber nur etwa mehr oder weniger funktioniert mit dem Kontext der Matt Smith-Ära. Ich meine, Matt Smith hatte etwa ein Secret Cameo hier, also brauchen wir schon den Kontext. Und der Cameo ist wirklich gut, er ist nicht zu fanservy, er macht wirklich Sinn und ist etwa ein guter Staffel-Stop an Capaldi von Matt. Und allem in allem, ich mag Deep Breath wirklich sehr. Eine fantastische Opening-Episode. Into the Dalek dagegen ist mehr oder weniger ein Refresh der Dalek-Episode von Series 1. Ist es so gut wie Dalek von Series 1? Definitiv nicht. Aber Into the Dalek macht Spaß. Into the Dalek hat paar sehr nette Visuals. Into the Dalek hat paar sehr nette Charaktermomente und setupt auch den kleinen Arc, den dieser Doktor in dieser Series hat. Also davor kann ich etwa nur meinen Hut ziehen und muss sagen, Into the Dalek solide, aber nichts memorable. Robert of Serwood ist das Mark Gatiss-Skript, wo es am meisten loben kann. Mark Gatiss, falls ihr dieses Ranking etwas schaut, ist ein Name, der euch mittlerweile bestimmt bekannt ist. Er ist etwa ein Writer, der immer und immer wieder bei New Who aufpoppt, und ich bin nie begeistert von seinem Skript, meistens. Seine Skripts sind meistens entweder okay oder einfach nur grottig. Dieses Skript dagegen ist sehr fluffy und passt deutlich besser in seine Doctor Who Writings Mode und bietet deutlich mehr. Robin Hood, zumindest der Darsteller, der ihn spielt, macht einen sehr charismatischen Job. Den Vergleich zwischen Robin Hood und dem Doktor ist ziemlich interessant und sehr nett gemacht worden. Und generell eine sehr fluffige Nebenbei-Episode, die ich wirklich sehr mag, aber nichts zu Memorable-haftes in sich hat. Listen ist eine dieser kontroversen Episode, die mehr oder weniger für viele entweder eine Loved or Hated Episode ist. Für mich persönlich bin ich eher mehr im mittleren Feld. Es gibt Aspekte, die ich wirklich an dieser Episode mag. Allein schon ein paar der Momente mit 12 aka Capaldi sind großartig gemacht worden. Auf der anderen Seite gibt es Momente und Dinge, die ich absolut nicht etwa an dieser Episode mag. Der Charakter Danny Pink, der in Into the Dalek eingeführt worden ist, hat hier sein erstes Date mit Clara, und dieses Date ist definitiv nicht so interessant und einfach nur sehr nervig gemacht worden. Ich kann auch dazu nichts mehr sagen, außer ich mag fast alles, was gegen Ende kommt, aber der Date-Part ist wirklich einfach nur nervig und ein wenig sinnlos zugegeben. Und Time Heist ist ähnlich wie Into the Dalek bzw. Robert of Serwood eine sehr nette, okay Nebenbei-Episode. Die Actors, die hier mehr oder weniger den Supporting Cast beitreten, machen einen wirklich guten, spaßigen Job, und für die 40 Minuten geht die Episode ganz schnell rum. Die Twists sind ganz nett, die Ideen sind ganz nett, aber keine Episode, wo es etwa sagen muss, oh mein Gott, die beste Episode aller Zeiten. Nee, einfach nur eine sehr nette nebenbei Time Heist Episode. The Caretaker ist furchtbar. Kill the Moon, ich bin kein Fan von Kill the Moon. Ich weiß, es gibt Leute, die diese Episode kotzen schlecht hassen oder kotzen sehr lieben, und ich bin eher mehr auf dem Feld, ich mag die Episode einfach nicht. Sie ist weder zu silly genug oder zu serious genug, dass ich etwa wirklich viel aus dieser Episode rausnehmen kann. Der Ton lässt an vielen Aspekten, ein paar der Referenzen funktionieren null. Das Ending ist wirklich gut, aber liegt eher mehr wegen den fantastischen Acting von Coleman und Capaldi. Aber ansonsten keine wirklich gute Episode. Dagegen kriegen wir zwei der größten Bangers dieser Series. Mal
Mummy on the Orient Express ist so eine kreative Idee, hat so fantastisches Setdesign, hat ein cleveres, grandioses Skript und ein wunderbares, bittersüßes Ende. Ich mag wirklich viel von diesem Supporting Cast und diese Episode ist einfach nur grandios. Allein schon wie die Mumie hier designt worden ist wunderbar und die Ideen, die Mysterien, die wir hier aufbauen, sind wunderbar gemacht worden. Ein großes Highlight dieser Series. Flatline ist ein weiteres großes Highlight dieser Series und präsentierte uns Senna Coleman's Clara als mehr oder weniger Doctor Who Ersatz. Und meine Güte, wenn es nicht Capaldi gewesen wäre, hätte sie wirklich einen guten Doctor Who abgegeben, aber natürlich mag ich sie als Clara deutlich mehr und kann mir sie jetzt nur sehr schwer als Doctor Who vorstellen. Eine wirklich fantastische Episode mit grandiosen Effekten und großartigen Visuals, die zeigen, dass diese silly Sci-Fi Alien Show wirklich Gutes drauf haben kann, wenn man etwa sich limitiert und ein paar super unique, super kreative Ideen umsetzt, statt die typischen Sci-Fi-Elemente oder Ideen. Was gibt's mehr zu sagen zu Flatline außer grandiose Episode und Mini Capaldi, aka Mini TARDIS, sind einfach nur das cutestes ever. In the Forest of the Night ist okay, I guess. Viel zu dieser Episode habe ich nicht zu sagen. Nette Ideen, aber diese Episode mehr oder weniger auf die Schulter der Side Actress zu setzen, ist deutlich nicht gepayofft. Und war eine sehr dumme Idee und hat wirklich nicht so viel gebracht. Das Ende ist sehr cringy und ich kann es nicht glauben, dass man das als Ende genommen hat, weil die Effekte sind furchtbar und im Vergleich zu den vorherigen, die mit den Effekten einfach nur überzeugt haben, war das wirklich ein großes Letdown. Und kommen wir jetzt mal zum kontroversen Two-Parter Finality, Darkwater und Death in Heaven. Hot Take, aber ich mag dieses Two-Parter Finality wirklich sehr. Die Cybermen sind zwar nicht etwa die besten im Design hierbei, aber wie sie genutzt werden, ist wirklich interessant und macht wirklich viel Spaß. Michi aka Michelle Gomez ist einfach nur ein Blast und wurde in dieser ganzen Series mehr oder weniger langsam etwa aufgebaut und geteased. Und meine Güte, der Payoff hier ist wirklich gut. Es war zwar nicht überraschend, dass sie etwa ein weiblicher Master ist, aber hey, sie macht einen so fantastischen Job und kein Wunder, dass sie eine, wenn nicht sogar die beste Darstellerin ist, beziehungsweise Darsteller aus der neuen Show, die den Master so verdammt gut, vermutlich am besten performt hat. Und allgemein, es gibt viele Dinge, die ich wirklich mag. Die Idee, dass etwa Clara mehr oder weniger den Doktor verrät, wegen Danny Pink ist großartig, wie man das etwa auch payofft. Mit Danny Pink ist großartig und generell kann ich irgendwie nicht so verstehen, warum viele Leute diese Story eher weniger mögen. Denn die Story ist definitiv alles andere als perfekt. Sie hat viele Flaws, aber im Directing ist die wunderbar, im Acting ist die wunderbar und viele der Ideen sind einfach nur kreativ und wirklich gut umgesetzt. An manchen Stellen trackt das ein wenig, aber hey, was für ein gutes Finale für diese gute, aber auch teilweise schwache Series. Und zu guter Letzt kommen wir zum Christmas Special, was technisch gesehen von Series 9 ist, aber das deutlich mehr mit den Series 8 Arc zusammenhängt. Sehe ich das einfach mal dazu, und zwar Last Christmas. Und ich halte mich kurz, ich finde Last Christmas ist eine sehr solide Christmas-Episode. Definitiv einer meiner Favoriten unter den Christmas-Episoden, aber so viel bietet diese Episode nicht. Jonah ist ein fantastischer Charakter und wäre ein fantastischer anderer Companion für den 12. Doktor gewesen, aber hey, ein One-Off ist auch ganz okay. Last Christmas, kurz gesagt, ist mehr oder weniger einfach nur eine Mischung von Doctor Who, Inception und Alien. Und die Effekte, beziehungsweise die Special Effects, die wir hier zu sehen bekommen, sind fantastisch. Nick Frost spielt einen sehr guten Santa Claus und allgemein mag ich wirklich viele der Ideen. Nur das Ende ist ein wenig ein Cop-Out, aber hey, das ist weniger des Writings Fault oder der Story's Fault, eher mehr von der sehr kurzfristigen Entscheidung von Coleman, doch etwas Series 9 zu machen. Allgemein, großer Fan von dieser Series und ein wirklich guter Kick-Off-Start für Capaldi's Run. Kommen wir doch mal zu Season 3, aka William Hartness letzte Proper Season als der Doktor, zumindest eine Fullest Season. Er hatte ja noch ein paar Stories in Season 4. Und meine Güte, das ist eine sehr interessante, die sehr gesaved worden ist von den zahlreichen Scriptwriters oder auch Produzenten, die hinter der Kamera zahlreiche Male ausgewechselt worden sind. Ich glaube, das war 3-mal in dieser Season und das merkt man auch an manchen Stellen. Es ist definitiv nicht mehr so cohesive wie schon die 2 vorherigen Seasons, aber eine sehr interessante Season mit paar Highlights. Galaxy 4 beginnt diese Season und Galaxy 4 ist eine sehr okaye Story. Keine wirkliche Story, die ich etwa zerreißen kann oder viel sagen kann. Die Schauspielerin, die in Marga spielt, eine der Schurken in dieser Story, macht eine fantastische Arbeit in ihrer Performance
Performance. Allein schon, was man etwa in Episode 3, die einzige Episode, die von der ganzen Story Survive sieht, wundervoll. Die Animationen der Story sind ganz okay, I guess. Ich bin jetzt kein großer Fan, wie sie die Likeness von Hartnell oder auch Marine oder auch Purvis hingekriegt haben, aber für das, was es ist es eine sehr okayste Animation mit paar netten Visual Cue Ideen. Und auch paar nette Momente gibt es, sei es nun der Moment mit Vicky und dem Doktor, wie sie etwa einen Stein wirft. Einer der besten Momente in dieser ganzen Season. Und die Samplies sind natürlich die besten Figuren in Fiction ever. Mission to the Unknown ist eine Oddity. Es gibt keinen Doktor, es gibt keinen Companion hier. Und ich glaube, das ist sogar die einzige Episode, sowohl in Classic als auch in New Who, wo dies der Fall ist. Dadurch hat sich etwa eine Universität gedacht, dass man vielleicht das doch remaken sollte mit ihren Leuten. Und das haben die auch gemacht und das Remake ist wirklich gut, sehr treu zu den Telesnaps bzw. den Surviving Pixars, was wir haben. Und das ist wirklich etwa ein sehr guter Watch. Ich meine, ihr könnt es gratis auf YouTube schauen. Ich empfehle es. Es ist eine sehr gute Rekonstruktion von dem, was Missing ist. Aber ja, Mission to the Unknown ist eine sehr nette Setup-Episode. Ich mag es. Ich respektiere es als eine Oddity. Aber so wirklich eine eigene Story ist es definitiv nicht. Sondern sehr geteilt mit dem Epic, was Daleks Masterplan eben ist. The Mythmakers ist eine Story, die ich für eine lange Zeit eher mehr weniger gemocht habe. Aber mittlerweile kann ich das Comedy Genius in dieser Story sehen. Auch wenn es sich hier mal um ein Missing Serial handelt und es leider hierbei um das Missing Serial handelt mit der schlechtesten Audio. Da wird schon die schlechte Hintergrundmusik noch schlechter. Muss ich zugeben, es ist eine sehr spaßige Story. Ich mag das komplette Setting, die Idee, dass der Doktor und Steven mehr oder weniger hinter den trojanischen Pferd stehen, ist eine sehr spaßige und sehr charmante. Der Dialog ist wirklich witty und passt einfach nur fantastisch. Auch wenn wir fast kaum Visuals haben, ist der Dialog schon allein ziemlich witzig und funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin zwar nicht der größte Freund, wie die mehr oder weniger Wiki gebootet haben aus der Season, aber hey, die Departure, die sie kriegt, ist deutlich besser als manch andere Departures, die wir später oder auch vorher sogar gekriegt haben. Allgemein eine sehr charmante Story, die vor allem mit der Comedy unterhalten kann. The Daleks Masterplan ist einer dieser großen Tragödien, dass dieses Serial so viel missing ist. Wir haben 3 Episoden und ich bin wirklich dankbar, dass wir 3 Episoden von den 12 Epipater kriegen, denn nicht nur ist Daleks Masterplan meines Wissens nach die größte Classic Who Story überhaupt, nein, sie ist leider auch sehr, sehr missing. Und dabei ist sie super fantastisch und ich vergöttere sie. Wie man schon von meiner Stimme als auch den Worten merkt, es ist meine Lieblings-Daleks 60 Story und es auch zu Rest. Zwar hat es an manchen Punkten große Pacing-Issues, ich meine, es ist ein 12-Parter, da kann man die Pacing-Issues leider nicht etwa wegkriegen, beziehungsweise kaum welche haben, aber fuck it, es ist so eine spaßige Story, die 5 fantastische erste gute Episoden hat, die fantastisch gepaced worden sind und ziemlich tight gepaced worden sind und die letzten 7 Episoden sind etwa ein sehr, sehr spaßiger Fun-Around, eine sehr spaßige Sage rund um die Welt, ähnlich schon wie die titelgebende Story des Sage aus der letzten Season, aber ich liebe es einfach nur, wie man diesen düsteren Ton mit den Daleks wieder hat. Katharinas Tod, fantastisch gemacht, wirklich ein guter emotionaler Moment und auch Sarah Kingdon, gespielt hier von der wunderbaren Sean Mars, ist ein fantastischer One-Off-Companion für den Rest dieses Serials. Generell, ich könnte über dieses Serial bis zum Ende schwärmen. Es hat so viele fantastische Momente und mit der Ausnahme von The Feast of Steel, was mehr oder weniger ein One-Off Christmas Special ist in diesem Epic, gibt es auch nicht so viel zu beschweren. Es ist halt einfach nur Daleks Masterplan und ich lieb's einfach nur. Und mit fantastisch setzen wir diese Season fort. Denn The Massacre of St. Bart's Fall of the Eve oder auch kurz The Massacre ist einer der besten Pure Historicals, nein, die beste Pure Historical Story von den 60s. Hierbei nimmt man etwa einen sehr unbekannten Aspekt der französischen Geschichte und meine Güte, was für eine Story. Es ist irgendwie auf eine Art und Weise eine Dr. Light Story, wo Steven deutlich mehr den Fokus nimmt und wo wir den Doktor in der ersten und in der letzten Episode wirklich groß sehen. Aber meine Güte, was für eine fantastische Story. Zwar hat es an manchen Stellen sicherlich Probleme und der Doppelgänger-Plot mit den Abbott, der so ähnlich aussieht wie der Doktor, macht eher weniger Sinn, aber meine Güte, was für ein düsteres, fantastisches Historical mit so einer fantastischen Enddialog-Szene für den Doktor, die einer der besten ist und es ist etwa eine Schande, dass dieses Missing so missing ist. Ich meine, wir haben ein paar Snapshots von der Produktion, aber keine Telesnaps, nur die Audio, die leider
nicht die allerbeste ist. Aber hey, ich bin wirklich dankbar, dass wir sie haben. Und ich bin wirklich interessiert, irgendwann mal eine Animation für diese Story zu kriegen, denn meine Güte, was für ein cleveres, düsteres Skript, was fantastisch gespielt wird von Purvis als auch Hartnell. Der Arc setzt darauf, dass dieser Cliffhanger an der zweiten Episode einzockt und das hat er auch für mich, aber ansonsten ist der Arc ein wenig solide, aber ich sag nicht mehr als das. Dodo wird hier properly eingeführt und Jackie Lane hat etwa so eine sehr fresse und sehr charmante Performance hier und ihr Report mit Hartnell als auch Purvis funktioniert ziemlich gut. Die Idee hinter der Arc ist eine charmante und ich vor allem mit diesem Cliffhanger, dass es doch etwa eine Story ist und dass die Story nicht nur ein Two-Parter ist, deutlich besser, aber die letzten 2 Parts sind jetzt auch nicht so dolle. Auch die ersten 2 Parts sind eher mehr meh und so wirklich auszeichnet sich diese Story von dem Set-Design. Unter anderem hatten die etwa einen echten Elefanten im Set. Natürlich hat das etwa sehr viel von Budget gefressen und so musste die nächste Story des Celestial Toymaker wirklich darunter leiden. Ich hasse diese Story. Das ist die eine harte Story, die ich wirklich nicht ausstehen kann. Sie ist laut, sie fühlt sich kindisch an und an manchen Stellen hat man dieses surreale Idee des Toymakers wirklich nicht gut umgesetzt. Goff, also Michael Goff, der Schauspieler, macht eine sehr gute Performance hier als der Toymaker und mit Hartnell, wenn wir Hartnell sehen, hat er etwa einen ziemlich guten Report, aber ansonsten, das Set-Design ist, I guess, okay ist von dem, was wir wissen oder von den Telesnaps, was wir sehen können, aber so großer Fan davon bin ich halt absolut nicht. Was für eine furchtbare Story. Ich bin wirklich gespannt auf die Animation, wenn ich die irgendwann mal sehe. Ich weiß, ich vermute ich schon draußen, wenn dieses Video herauskommt, aber leider konnte ich die nicht sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie mir vielleicht die Story ein wenig schmackhafter macht. The Gunfighters ist ein Meisterwerk. The Gunfighters hat seine Probleme, aber meine Güte, auch wenn der Akzent der Fake-Amerikaner absolut beschissen hier ist, macht die Story einfach nur so viel Spaß. Beginnen tun wir die Story damit, dass der Doktor Zahnprobleme hat und deswegen zu einem Doktor gehen muss und meine Güte, das Comedy-Potenzial wurde hier ausgeschöpft. Eine Cowboy-Story mit dem ersten Doktor macht wirklich Spaß. Vor allem Dodo, aka Jackie Lane, kriegt hier vermutlich ein paar ihrer besten Momente überhaupt und ist auch einfach nur spaßig. Die Musical-Aspekte sind jetzt auch nicht die allerdollsten, aber die Musik ist catchy, auch wenn sie manchmal ein wenig overplayed wird. Generell, dieses Serial strahlt einfach von so viel Charme aus. Ein sehr unterhaltsames Serial, wo ich wirklich nicht verstehen kann, wie dieses Serial faster ist als die vorherige Story. Kann ich wirklich nicht verstehen, denn es ist einfach nur Charme und Charme pur. The Services strahlt von einem fantastischen Skript und einem fantastischen Ende und hat auch ein paar sehr gute Momente. Ich mag The Services wirklich sehr und ich finde es wirklich underrated. Aber leider muss ich zugeben, dass an manchen Stellen The Services wirklich flach fällt, ohne Visivals. Wenn es etwa mehr Surviving Visivals hätte, dann würde etwa The Services deutlich besser, glaube ich, für mich funktionieren. Denn das Skript ist wirklich genial. Die Idee, dass diese Elders mehr oder weniger Superfans sind vom Doktor, ist eine wirklich sehr spaßige, auch wenn ich gewünscht hätte, dass man das ein wenig mehr genutzt hätte, als man das gegen Ende genutzt hat. Und hey, paar der Momente, beziehungsweise paar der Side-Characters sind wirklich gut performt worden. Leider ist The Services nicht so überzeugend, wie man es erstmal erhoffen würde, aber dafür, was es ist und dafür, dass es so etwa ein Serial ist, was kaum besprochen wird, ich mag es wirklich sehr, ist halt ein sehr underrateder Sam. Und zu guter Letzt The War Machines. The War Machines ist zum Glück einer dieser Serials, die Surviving ist, komplett und das hilft dieser Story wirklich sehr. Der Doktor, aka William Hartnell, hat so einen fressen Wind am Anfang der Story und das zieht sich auch komplett durch die Story und auch in die nächste Story rein. Und auch Jackie Lane kriegt deutlich mehr als Dodo hier geboten. Auch wenn die Axis ziemlich dumm ist und leider beschissen ist, mag ich die War Machine wirklich sehr. Die titelgebenden War Machines sehen ein wenig lächerlich aus, aber der Supercomputer Wotan, der sagt, wir brauchen Doctor Who, ist ein fantastischer Schurke. Generell, diese Series strahlt vor allem von ein paar bestimmten Momenten. Sei es nun der Cliffhanger, wo der Doktor näher an den Supercomputer, aka seinen War Machines geht, während alle wegrennen. Was für ein epischer Moment. Und das ist einfach nur der Moment, wo der Doktor zum Doktor wurde. Oder auch ein paar Momente mit der hypnotisierten Dodo. Oder auch die ganze Club-Moment, wo wir etwa Ben und Polly vorgestellt bekommen, das einen noch besseren Wind reinbringen und wirklich ein fantastisches Companion-Duo sind, die leider super underrated sind, da die meisten ihrer Stories komplett missing sind oder sehr stark missing sind. Aber ja, The War Machines unterhält einfach nur. Was für ein grandioses Ende für so eine sehr gemixte Season mit paar
paar großen Highlights. Meine Güte, Hartnett, zweite Season ist eine bangerhafte Season. Schon die erste Season konnte sehr überzeugen, aber meine Fresse ist diese Season vollgefüllt mit vielen zahlreichen, wundervollen Episoden, Stories und so weiter und so weiter. Und hey, es ist einer der wenigen 60 Season, die fast komplett intakt ist. Nur 2 Episoden fehlen und zu denen kommen wir später. Beginnen tun wir doch mal mit Planet of the Giant. Ein sehr spaßiger, netter, kleiner Three-Parter, um diese Season zu beginnen. Versteht mich nicht falsch, Forster ist ein seltsamer, nicht wirklich funktionierender Villain. Er ist sehr inkompetent und es ist eine Überraschung, dass er mit diesem Mörder etwa durchgehen konnte. Die Idee, unser Tagesteam zu schrumpfen und sie mehr oder weniger in ein Krimi reinzusetzen, ist spaßig, aber ich hätte mir gerne gewünscht, dass unsere Leads mehr oder weniger deutlich mehrere Interaktionen auch wirklich mit den Schurken hätten. Zwar defeaten sie ihn auf einer sehr cleveren und sehr spaßigen Art und Weise, aber ich hätte mir da einen Weg mehr gewünscht. Auch der Plot, dass Barbara was Tödliches angefasst hat und deswegen sich immer schwächer fühlt, beziehungsweise sie Gift in ihrem Körper hat, ist jetzt nicht so ein Plot, den man wirklich gebraucht hätte. Er ist natürlich da, um diesen fluffigeren Opener ein bisschen mehr tief zu geben und das ist auch etwa okay so, aber allem in allem war es jetzt nicht so überzeugend. Das Set-Design, die Regulars machen aber wie immer Spaß und ist ziemlich gut gelungen und generell ein spaßiger Three-Parter, der genau weiß, was er sein will. The Dalek Invasion of Earth ist eine große Story für die Hartnett-Ära. Vermutlich die bekannteste Hartnett-Story. Ich meine, die One Day I Shall Come Back Speech ist fantastisch, ikonisch. Jeder Doctor Who-Fan, beziehungsweise jeder Doctor Who-Fan, der Classic kennt sie. Und allgemein ziemlich gute Story mit gutem Drama, mit guten Momenten, mit guten Ideen und ein definitives Improvement zur ersten Dalek-Story. Generell die Idee, dass die Daleks die Erde übernehmen, ist so eine spaßige und so eine 60-haftige Idee. Es ist so eine Sequel-Story, die definitiv nicht Geld höher setzt, aber es wirklich gut funktioniert. Denn zum einen ist die eine Episode geringer als die vorherige Story, zum anderen weiß sie genau, was sie sein will. Der ganze Supporting Cast mit den Rebellierenden ist deutlich interessanter als die Files. Wie man etwa hier Susan hier einführt und generell den Doktor, ist deutlich interessanter als bei der ersten Dalek-Story, wo sie doch alle eher mehr ein bisschen passiver sind. Und die Robomans sind etwa ein sehr gutes Konzept, was mehr oder weniger später mit den Cybermans perfektioniert wird in manchen Aspekten. Oh mein Gott, The Rescue ist vermutlich der beste Two-Parter von Classic Who überhaupt. David Whittaker beweist mal wieder, wie gut er etwas Skript schreiben kann. Vicky, gespielt hier von Maureen O'Brien, ist fantastisch und hat direkt wundervolle Chemistry mit unseren Main Leads. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als Susan, der sie deutlich mehr spaßiger und playful mit Hartnett zum Beispiel geschrieben wird. Der ganze Twist, den ich hier wirklich nicht spoilern will, weil meine Güte ist der ziemlich gut umgesetzt, hat Suspense und wurde auch wirklich gut gepayofft. Und generell The Rescue ist ein überzeugender Two-Parter, der uns einen wundervollen Companion vorstellt und genau die perfekte Länge hat, die es gebraucht hat. Wundervoll einfach nur. Und mit wundervoll setzen wir es vor, denn The Romance ist spaßig. The Romance hat viel Tief und fantastische Jokes. Sei es nun ein paar der Visible Jokes oder auch Emperor Neo als solches. Fantastisch gespielt mit wundervollem Comedic Timing. The Romance überzeugt einfach nur und bringt uns diese Formel rein, wo Ian und Barbara mehr oder weniger durch die Hölle gehen, sich etwa für die Freiheit kämpfen müssen, während der Doktor und Vicky einfach nur spaßig und silly und goofy sind. Ich liebe diese Formel ja einfach nur. Und dieses Historical überzeugt einfach nur. Guter Humor, gute Momente von Hartnell und hier entwickelt sich deutlich mehr sein Charakter, wo er zum ersten Mal mehr oder weniger eine Fassade annimmt und behauptet, jemand anderes zu sein, was ziemlich gut und ziemlich unterhaltsam zu sehen ist, denn der erste Doktor ist kein guter Lügner. The Red Planet ist wundervoll. The Red Planet ist die beste Episode von Doctor Who überhaupt. Ich liebe The Red Planet. Die Abis sind intelligente Kritiken auf die kapitalistische Gesellschaft und diese Story hat mich emotional gefesselt. Kein Six-Parter von Doctor Who hatte so gute Momente wie The Red Planet. Das Directing ist eins der besten. Und die ganzen Metaphoren über die Gesellschaft, die Kritik, wie wir mit uns gegenseitig umgehen, ist so fantastisch geworden. Denn die Insekten hier sind eine
Reflexion darauf, wie wir mit Tieren umgehen. Und das sollte nicht so sein, denn The Red Planet zeigt uns, warum wir Menschen es definitiv nicht verdient haben, auf der Erde zu sein. The Red Planet zeigt uns unser dunklestes Ich. Dafür kann ich diese Story nur bis zum Ende loben. Wundervoll. Kommen wir doch mal zur einzigen Missing Story von dieser Season, The Crusade. Wieder mal ein Skript von David Whittaker, der hier seinen inneren Shakespeare silenced. Und ich würde nicht lügen, das Skript, die Dialoge fühlen sich deutlich mehr an wie Shakespeare statt Doctor Who. Doch da es Doctor Who ist, funktioniert das einfach nur wirklich gut. Es ist wirklich schade, dass dieses fantastische Serial das Serial ist mit 2 Missing-Episoden. Denn ich glaube nicht, dass eine Animation wirklich diese 2 Missing-Episoden wirklich gut repräsentieren kann. Die Pure Historicals waren nie eine wirklich gute Wahl für die Animation. Von daher kann ich verstehen, warum die niemals genommen worden sind. Zumindest meistens. Reign of Terror hat zum Beispiel eine Animation, die leider aber auch nicht so überzeugt. The Crusade aber überzeugt. Wundervolles Spiel von unseren 2 großen Gueststars. Einmal Simas, die später zu Doctor Who wiederkehren würde, und auch der Typ, der King Richard spielt. Wundervolle Performance. Auch eine kleine Randnote zu dieser Story. Ich mag es wirklich sehr, wie sie directed worden ist, vor allem in der ersten Episode. Das Directing von dieser ganzen Story kann ich leider nicht bewerten, da 2 Episoden missing sind, aber meine Güte, gutes Directing. Und war ein paar wirklich fantastische Momente mit Barbara, die ihren Charakter auf einen neuen Konflikt bringt, der wundervoll gemacht worden ist. Das Space Museum, ziemlich gute erste Episode, wundervolle Atmosphäre, wundervoller Cliffhanger. Die letzten 3 Episoden, bisschen kacke. Das Space Museum ist mehr oder weniger das, was viele behaupten Unearthly Side ist. Denn während bei Unearthly Side für mich auch die anderen Episoden wirklich gut funktioniert haben, funktioniert bei mir, beziehungsweise für mich, das Space Museum eher weniger. Gerettet wird diese Story mehr oder weniger von unseren Leak-Cast, die so einen fantastischen Report miteinander haben und Vicky und der Doktor und ihre Beziehung sich anzuschauen. Einfach nur ein Smausch. Ansonsten interessante Ideen. Ich mag es, wenn der Doktor interrogated wird und mehr oder weniger über silly Dinge nachdenkt, um diesen Typen mehr oder weniger nicht die Wahrheit zu sagen. Es ist so ein Hartnell-Ding. Ich lieb's einfach nur. Hartnell generell fantastisch in der Rolle. The Sage. Terry Nason, ich weiß nicht, wie du das wieder mal geschafft hast, aber The Sage ist eine wundervolle Variety-Show für die Daleks, die einfach nur Spaß macht. Das ganze Rumreisen macht Spaß. Die erste Episode ist fantastisches Setup. Wir kriegen ein Beatles-Cameo, wo sie Ticket to Ride singen. Was kann man daran nicht lieben? Daleks gegen Dracula und Frankenstein. Daleks in America, wo sie etwa von Peter Purves sich genauer angeschaut werden und er sich über die lustig macht und denkt, das wäre einfach nur ein Film. Und hey, Peter Purves spielt 2 verschiedene Rollen, die absolut nichts miteinander zu tun haben in diesem Serial. Und ich lieb's einfach nur, denn es ist so classic und vor allem 60 Show. Vor allem sein grauenhafter amerikanischer Akzent. Wundervoll, einfach nur. Peak Terry Nason, einfach nur. Auch ist es spaßig, die Mechanoids gegen Ende zu sehen, die einen deutlich interessanteren Threads reinbringen hier und mit den Daleks einen sehr interessanten Report haben und dann niemals wieder genutzt worden sind, beziehungsweise niemals wieder gut genutzt worden sind. Deren Auftritt in dieser Daleks Minishow auf YouTube zählt nicht. Und hey, wir kriegen sogar einen bösen Evil First Doctor, der von seinem Stunt-Double, also William Hartnell Stunt-Double gespielt wird. Und es ist so cheesy und generell, die Story ist so cheesy und ich lieb's einfach nur. Und zu guter Letzt kommen wir doch mal zur finalen Episode, beziehungsweise Story dieser Season, The Time Rattler. Peter Butterworth wird hier eingeführt als der Meddling Monk, den wir definitiv mal wieder in New Who brauchen, denn der Monk ist so ein spaßiger Charakter. Vor allem in seiner ersten Story ist er spaßig. Ich würde sogar behaupten, dass es hier das definitive Pseudo-Historical, was einfach nur so wundervoll funktioniert. Der Monk ist ein fantastischer Thread hier. Die ganze Geschichte rund um die Wikinger und wie man das hier aufbaut mit unserem Supporting Cast macht Spaß. Vicky und Steven haben einen wundervollen Report miteinander und es ist wundervoll zu sehen, wie dieses neue TARDIS-Team sich langsam hier bildet. Und Hartnell hat ja auch einfach nur wundervolle Exchange mit Butterworths Monk. Butterworths Monk ist das große Highlight dieser Episode, denn muss ich das wirklich erklären? Er spielt den Monk einfach nur wundervoll. Wirklich schade, dass Doctor Who bzw. TV Doctor Who niemals mehr den Monk zurückgebracht hat, denn Butterworth bzw. die ganze Idee rund um den Monk, der mehr oder weniger kein Bösewicht ist, sondern einfach nur ein gelangweilter Time Lord ist, der ein paar Dinge fixen will, in Anführungszeichen, weil er sich danach fühlt. Und das ist ziemlich grandios. Nein, das ist sogar mehr als ziemlich grandios. Das ist Perfection. Und meine Güte, ich kann es einfach nur loben. Season 2, wundervolle Partner-Season. Wundervoll einfach nur. Aber kommen wir doch mal zu Season 14
Und meine Güte, haben wir hier ein super Showcase für den 4. Doktor. Nicht nur 2 großartige Companions, sondern auch eine Solo-Story mit dem 4. Doktor. Ein First-Timer und ein Last-Timer für die Classic Show. Und beginnen tun wir doch mal mit der spaßigen Rob, The Mask of Mandragora. Die Idee rund um den Mandragora Helix ist super. Die Scenes mit dem neuen TARDIS Interior bzw. Room 2 sind wundervoll und ich liebe dieses TARDIS Interior. Wirklich schade, dass wir das nie etwa wieder gesehen haben nach dieser Season. Sarah Jane Smith ist mal wieder super hier zu sehen. Und auch Tom Baker macht hier eine sehr spaßige, sehr humoristische und sehr witzige Performance aus. Es ist spaßig zu sehen, den 4. Doktor in einem pseudo-historical Setting mit paar sehr interessanten Ideen und einem sehr charmanten Side-Character-Cast. Aber der Scene-Stealer hier ist wirklich Elizabeth Sladen, die Momente einfach nur super spielen kann. Umso bitter sind auch manche der Szenen, die etwa hier kommen, wenn Sarah unter Gehirnwäsche leidet. Denn wir wissen genau, was die nächste Story ist. Aber ja, Master of Rantaga, kein Highlight dieser Season, aber eine sehr spaßige und unterhaltsame Story, die ihre 4 Episoden sehr gut füllt. Der End of 4 ist wundervoll. Der End of 4 ist bittersüß, wundervoll und melancholisch. Das Pacing, das Gefühl, was diese Serial ausdrückt, ist ein super besonderes, was fast kein anderes Doctor Who Classic Serial meiner Meinung nach ausdrücken kann. Es ist so ein interessanter neuer Feel, den irgendwie nie eine andere Classic Story gecaptured hat. Und das liebe ich irgendwie so sehr an dieser Story. Die ersten 3 Episoden fühlen sich einfach so gut gepaced an. Die letzte Episode fällt ein wenig apart, aber ist dennoch eine super gute, allein schon für das Ende und die Departure-Scene mit Tom und Liz Sladen. Was sie etwa mit Eldred gemacht haben, ist wirklich sehr spaßig. Von daher bin ich ein wenig enttäuscht, was sie gegen Ende in Episode 4 mit ihrem Charakter gemacht haben. Ohne es zu spoilern, es ist ein wenig aus den Händen gedrückt, aber es gibt immer noch viele großartige Momente in dieser Episode. Allgemein das große Highlight dieser Season, allein schon Liz Sladens Acting und die Chemistry zwischen den beiden. Oh mein Gott. Großartig einfach nur. Wundervoll. Und jetzt kommen wir mal zum Solo-Outing für den 4. Doktor, The Deathly Assassin. Das erste Mal, wie auf den Master trifft, nachdem Rosa Delgado leider von uns gegangen ist, hatte man etwa nicht wirklich eine Ahnung, was man mit dem Master machen will. Von daher sieht er hier ein wenig anders aus und wurde etwa so gemacht, dass man etwa offen lassen kann, wer ihn nun spielt. Ob dieses Design etwa wirklich eine gute Idee war oder geschmackvoll war, ist eine andere Frage, aber der Schauspieler Peter Pratt spielt die Performance hier wirklich, wirklich gut. Der 4. Doktor ist sehr spaßig hier zu sehen und die ganze Idee mit der Matrix und Gallifrey ist super. Eine sehr spaßige Story, die einfach nur super gut gepaced ist und sich wie ein langer Film anfühlt im Vergleich zu anderen Classic Who Serials. Die Cliffhangers sind auch hier superb einfach nur. Tom Baker wird eigentlich der Arsch etwa in diesen nur getreten und er trifft sogar auf einen lachenden Clown. Was kann man daran nicht lieben? The Face of Evil ist mein zweites Highlight dieser Season. Leela wird hier eingeführt und meine Güte, Leela ist so ein großartiger Companion. Louise Jameson spielt diesen Krieger-Companion einfach nur so gut. Die ganze Idee um Sorano, dieses Computerprogramm, was eine Identitätskrise hat und nicht weiß, wer er nun ist wundervoll gemacht worden. Die ganze Idee mit diesen 2 verschiedenen Tribes, die auf dieselbe Idee mehr oder weniger basieren, aber sehr anders sich entwickelt haben. Wundervoll. Die Story ist super gut und hat ein wundervolles Set-Design einfach nur. Und Leela, Louise Jameson, großartiger Companion. Sehr spaßiges Ende auch, wie sie einfach in die Tat reingeht und der Doktor super angenervt ist. Und generell, die Chemistry zwischen diesen beiden ist eine sehr andere, aber eine sehr willkommene und sehr spaßige. Großartige Story, super gute Effekte, sehr cheesy, aber auch sehr gutes Sci-Fi. Für viele ist Robots of Death das große Highlight dieser Season, beziehungsweise einer der Highlights dieser Season. Für mich ist das eine sehr spaßige Murder-Mystery-Story, aber auch nicht mehr als das. Kommen wir aber doch mal erstmal zu den positiven Sachen. Leelas und die Doktor-Dynamik sind einfach nur super gut und sehr spaßig anzusehen. Allein schon mit deren ersten Szenen in der TARDIS Together, wundervoll einfach nur. Und dieses TARDIS-Design, Interior, Goss, ist das einfach nur superb. Auch das Set-Design und das Kostümdesign ist sehr kurios und fühlt sich alien genug an, damit man glauben kann, dass wir hier woanders sind als auf der Erde. Und die Robots, super ikonisch etwa designt und einfach nur super gut. Generell, die Story ist eine sehr spaßige. Vor allem die Conclusion, wie der Doktor es schafft, diese Roboter etwa zu besiegen mit dem Helium und dem Kommando ist super. Einfach nur super. Der Side-Character-Cast und natürlich unsere Main-Leads schaffen es super gut, diese Story unterhaltsam genug zu machen, aber ich weiß auch irgendwie nicht. Teilweise ist nicht das große Highlight dieser Season, aber dennoch immer noch eine sehr gute Story. Und dabei kommen wir doch mal zur letzten
letzten Story, The Talents of Wing Sa-Yang. Ich glaube, ich halte mich mal lieber kurz. Diese Story ist eine sehr infamous Story für einen großen Punkt. Und ich möchte noch nicht mal in diese Debatte reingehen, dass etwa diese Debatte wirklich nicht etwa Gerechtigkeit bringen kann. Deshalb weise ich auf ein Video hin, was etwa diese Debatte sehr gut summarized und etwa sehr gute Punkte anführt. Abseits davon, von diesem ganz großen Punkt, die Story als solches und das Skript als solches hat was Gutes in sich. Das Set-Design und das Kostüm von dem Doktor vor allem wundervoll. Auch die Side-Characters sind sehr ikonisch und zu Rest etwa so beliebt geworden. Sie wurden etwa alle gut gespielt und das Skript hat etwa sehr wichtige Dialoge, die Spaß machen. Ein paar der Ideen sind auch sehr unterhaltsam, aber wegen dieser einen Castingwahl und wie es sich ein wenig durch dieses Spiel reinbeißt, ist es wirklich etwa ein sehr harter Watch sich anzusehen. Ich möchte da auch nicht mal dazu so viel sagen, weil wie gesagt, dieses eine Video bringt etwa dieses Thema deutlich besser auf den Punkt, als es das jemals hier machen könnte in diesem kurzen Segment. Aber ja, es ist eine schwierige Story zu bewerten. Von daher behalte ich mich ein wenig da heraus und sage einfach nur, es gibt Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes in dieser Story. Kommen wir doch mal zu McCoys Middle Season, Season 25, die beliebteste McCoy Season und vermutlich auch die beliebteste 80 Season, wenn ich mich nicht irre. Und beginnen tun wir natürlich mit Remembrance of the Daleks. Eine weitere Dalek-Story, die eine Season kickstartet. Was kann man da falsch machen? Und Remembrance of the Daleks ist einer der großartigen. Ich glaube, wenn ihr von dieser Story gehört habt, dann habt ihr schon die zahlreichen Lobparaden davon gehört. Aber das ist auch verdient, denn die Story ist fantastisch gepaced worden und ich vermute einer der besten Classic Who Serials, wenn es über Pacing geht. Zum anderen die Daleks und der ganze Konflikt mit ihnen Civil War wird fantastisch hier wieder aufgegriffen. Die Twists und Turns, die man hier nimmt, sind sehr gut umgesetzt worden und wurden auch sehr gut vorbereitet hier. Und McCoys Dialoge, Monologe, meine Güte, das ist der Seven, den wir alle kennen und lieben werden. Allein zu seiner Unlimited Rice Pudding Speed, großartig einfach nur. Auch Ace bekommt auch hier viel zu tun, nachdem sie erst vor kurzem in Dragonfire eingeführt wurde. Und die Nebencharaktere funktionieren auch alle wirklich gut. Einer der wenigen Classic Who Serials, wo ich etwa wirklich sehr interessiert und invested bin bei den Nebencharakteren. Und generell großartige Story, über die man eigentlich nicht mehr reden muss, als schon getan wurde. Es gibt einen Grund, warum viele das als richtiges 25th Anniversary ansehen, seit das Unoffizielle, zu dem wir später kommen. Happiness Patrol ist ein fantastischer, subtiler, politischer Subsect und hat den Candyman in sich. Wie kann man etwa eine Story, die einen Candyman hat, nicht lieben? Der Candyman ist einer der besten Charaktere und so ein gutes Design. Ich weiß, es wurde für eine lange Zeit gemarkt, aber guckt euch dieses Design an und erzählt mir nicht, dass es nicht wenigstens kreativ ist. Helen A. und ihr ganze Happiness Patrol Squad ist eine super interessante Idee. Mal wieder den Doktor auf einer Kolonie zu sehen, ist großartig als großer Second Doctor Fan und Ace bekommt auch hier wieder viel zu tun. Allein schon, dass wir etwa eine Go-Cutscene mit 7 und 8 kriegen, ist wunderbar. Die ganze Welt, die ganze Idee, das ganze Konzept und die Resolution vor allem mit diesem Dialog und Co. Fucking großartig einfach nur. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum viele Leute diese Story eher weniger mögen. Klar, der Candyman ist sehr campy und klar, es kann etwa sehr campy etwa aussehen, aber das ist einer der düsteren Classic Who Stories und was es für eine Story ist. Allein schon die Momente, wo zum Beispiel Seven auch sagt, dass er von diesem Mann erschossen werden will, aber er ihn damit manipuliert. Wunderbarer Seven-Moment. Wunderbar. Und wie schon angeteasert, es gibt ein unoffizielles 25th Anniversary hier mit Silver Nemesis, was ein Free-Parter ist und kein guter Free-Parter ist. Ich bin ehrlich mit euch, als großer Cyberman-Fan bin ich sehr enttäuscht, wie viele Storys von den Cybermans sind. Auch hier bin ich sehr enttäuscht. Die Story wird davon geholfen, dass wir etwa McCoy und Eldred haben, die wie immer eine fantastische Dynamik miteinander haben. Aber ohne die, was gibt es zu dieser Story zu sagen, außer super messy und mehr oder weniger a poor man's remembrance. Wirklich keine gute Cyberman-Story. Bin enttäuscht von dir, McCoy. Ich bin enttäuscht. Und zu guter Letzt, The Greatest Show in the Galaxy. Und meine Güte, auch eine der Stories, die für eine lange Zeit unpopulär war, aber mittlerweile Praise kriegt. Und ich bin super froh darüber, denn das ist so eine fantastische Story von Stephen Wright, der schon in der vorherigen Season Paradise Towers geschrieben hat und damit das große Highlight geschrieben hat. The Greatest Show in the Galaxy bietet uns so viele kreative, verrückte, absurde Ideen, sei es nun Mac, die ein Werwolf ist, oder auch diesen Zirkus in Space, oder auch den Clown Thief,
der fantastisch gespielt worden ist, allein schon vom Physical Acting oder auch den Face Expressions. Sophie Aldred, mal wieder ein Highlight hier. McCoy, mal wieder ein Highlight hier. Der ganze Nebencast macht einen fantastischen Job. Dem Subject, der mehr oder weniger eine Parodie ist, wie Doctor Who von der Public, von der BBC und Co. angesehen worden ist sehr interessant und sehr gut umgesetzt worden. Das Set-Design macht Spaß und es ist einer dieser super spaßigen Stories, wo es einfach nur sehr viel loben kann. Was ein cleveres Skript und eine fantastische Umsetzung mit einem sehr netten und sehr surprising Twist gegen dem Ende. Und ich könnte über die ganze Story weiter rumgossen und generell über diese Season, außer Silver Nemesis, was super poopy ist, aber ihr versteht schon meinen Punkt. Und da wir etwa bei diesen Videos schon den Rahmen mit der Länge sprengen, kommen wir doch mal zum nächsten Platz. Kommen wir aber zu meiner Meinung nach der besten Season von Capaldi im ganzen Run. Series 10, was für eine grandiose Season. Und starten wir doch mal mit dem Christmas Special, The Return of Dr. Mysterio. Es ist definitiv keines der besten Christmas Specials, aber für das, was es ist, macht es definitiv Spaß. Und als jemand, der sowieso kein großer Fan von den Doctor Who Christmas Specials ist, muss ich sagen, zugegebenermaßen hatte ich mehr Spaß mit das, als mit vielen von den Tennant oder sogar Smith Specials. Es war definitiv eine gute Idee, das ganze Christmas Setting ein wenig zu sitzen, wie die anderen zwei Christmas Specials von Capaldi. Und auch die ganze Grundidee ist eigentlich sehr charmant. Tja, man kann mal etwa darüber sprechen, dass irgendwie ein Trend hinterherläuft. Und tatsächlich kann man definitiv den Punkt machen. Aber meiner Meinung nach ist Return of Dr. Mysterio so viel mehr als nur das. Es ist eine charmante Hommage an die Richard Donner Superman-Filme aus den 70ern und das Hommage schafft es wirklich zu überzeugen. Der Pilot ist der wirkliche Start für diese Series bzw. Season. Meine Güte. Ist es ein Fresser, aber auch guter Start. Genauso wie bei Pertwees 11. und finaler Season fühlt es sich noch nicht mal so an wie das Ende von Capaldi. Und The Pilot zeigt auch wieder mal das Fresser an Capaldi. Ein kleiner neuer Mini-Start für seine Ära. Und was für ein guter kleiner Mini-Start für die Ära. Bill Potts wird etwa hier eingeführt, gespielt von Pearl Mackie. Und sie macht wirklich einen fantastischen guten Job. The Pilot ist zwar keiner meiner absoluten Favoriten, aber eine sehr gute Episode, wenn auch keine meisterhafte. Smile dagegen, auf den ersten Blick würde man denken, oh Gott, Doctor Who macht Emojis. Ist es der Emoji Movie 2? Aber das ist mal deutlich cleverer und deutlich interessanter. Zwar finde ich etwa, dass das Setup hier eigentlich etwa ein wenig zu lang gesungen wird und deswegen auch die Conclusion von dieser Episode bzw. der ganzen Story ein wenig aus dem Nix kommt. Aber sollte es, ist es eine solide zweite Episode und ein guter erster Trip für Bill als auch den Doktor. Aber oh boy, dann wird uns die nächste Episode angeteasert am Ende. Thin Ice. Thin Ice, eine weitere Historical-Episode und was für eine gute. Capaldi in einer Historical-Episode bzw. in einem Historical-Setting. Was für eine grandiose Idee. Nicht nur ist die Story etwa gut geschrieben worden, hat paar emotionale, spaßige, unterhaltsame, herzerwärmende Momente, aber es ist auch einfach eine sehr unterhaltsame, sehr spaßige und sehr kreative Episode. Und Knock Knock ist auch etwas dasselbe. Klar, hier kann man auch wieder sagen, auf den ersten Blick wirkt es wieder wie so eine typische Hommage, bzw. Parodie auf das typische, oh, Spooky House, Teenager sind da drin oder junge Erwachsene sind da drin und da passieren seltsame Dinge und Stück für Stück werden sie getrennt oder getötet. Aber ich finde das definitiv deutlich kreativer. Die Dynamik zwischen Bill und dem Doktor wurde schon etwa ausgereift und funktioniert wirklich gut. Der Supporting Cast hier macht etwa einen guten Job, aber meiner Meinung nach muss ich etwa die Schurken hier etwa am besten loben. Besonders bei den Schurken, der hat etwa so eine grandiose, böse Aura, aber auch irgendwie was Charmantes. Der Twist, ich muss schon sagen, war irgendwie vorherzusehen ab einem bestimmten Punkt, aber kein schlechter Twist. Definitiv nicht. Und die Effekte sind wirklich gut. Oh mein Gott, Oxygen. Wie ihr seht, wir haben Banger after Banger after Banger. Und Oxygen auch wieder grandios. Eine Base Under Seeds à la Froughton. Und was für eine Base Under Seeds. Es ist definitiv wieder mal so eine kreative Episode von einem Konzept, wo man es nicht denken würde auf den ersten Blick. Really? Ernsthaft? Aber oh Junge, hat es funktioniert. Oxygen macht so viel richtig. Nicht nur etwa hat es dramatische Momente, nicht nur macht es einfach nur wieder Spaß und Capaldi. Meine Güte, spielt er das fantastisch. Ich kann einfach so viel loben an Oxygen. Und dann haben wir die Monk-Trilogie mit Extremis, The Pyramid at the End of the World and The Lie of the Land. Und ich muss zugeben, Extremis macht wirklich Spaß. Die Hook, bzw. das Setup, was Extremis gibt, ist wirklich clever. Capaldi schmiert etwa seine blinde Phase als den Doktor ziemlich grandios. Und der Konflikt, der etwa hier gemacht worden ist, macht wirklich Spaß und ist wirklich unterhaltsam. Und dass man das wirklich mal durchsieht, finde ich wirklich etwa grandios einfach nur. The Pyramid at the End of the World ist auch wieder mal eine sehr gute Episode, wenn auch ein bisschen
nichts besser als Extremis. Die Ideen, die etwa hier gespielt werden, sind wirklich interessant, aber teilweise werden sie nicht so gut ausgeflesst. The Liar of the Land, ab da fällt die Story ein wenig aus dem Rand und Band. Keine schlechte Idee per se, eine Literatur mit dem Monks, wo sie etwa die ganze Geschichte etwa mehr oder weniger manipuliert haben und beziehungsweise sich einfach da reingefletzt haben. Keine schlechte Idee, aber wie gesagt, die schwächste Episode von dieser ganzen Story über die Monks. Es fühlt sich einfach so an, als würde man etwa sagen, okay, wir haben was richtig Großes etwa aufgebaut und jetzt resetten wir das etwa in den letzten Minuten. Es ist einfach nur enttäuschend. Empress of Mars gibt uns etwa die Ice Warriors zurück. Und mal wieder, wie man es etwa typisch von den Ice Warriors kennt, ist es eine solide Story, die weder perfekt ist, noch etwa wirklich etwa schlecht ist. Eaters of Light, holy shit. Es fühlt sich an wie eine Classic-Episode, denn meiner Meinung nach ist es ja auch eine Classic-Episode. Und das bringt etwa Vorteile und Nachteile. Zum einen haben wir etwa Rhonda Monroe und die bringt auch etwa ihren Vibe hier wieder rein von Survival und teilweise passt er auch, teilweise auch nicht. Denn Bill ist keine Coming-of-Age-Charakter bzw. Figur, wie zum Beispiel Ace aus der Classic Series. Und da verfällt irgendwie diese Episode ein wenig. Und diese Episode hätte wirklich etwa ein Two-Parter sein sollen, weil, meine Güte, hat es etwa dieses Problem, ja, wir haben nur etwa 40 Minuten, um die ganze Geschichte zu erzählen, also müssen wir das irgendwie ein bisschen rusten. Und das ist irgendwie schade. Und jetzt kommen wir zum großen Boy, World Enough in Time und der Dr. Ford. Was für ein wunderschönes Finale. World Enough in Time nutzt etwa den Body Horror von den Cybermen so gut. Und es ist grandios, mal wieder die Mondessian Cybermen zu sehen. Wie man etwa den Sim Master hier reingebracht hat, war wirklich überraschenderweise sehr gut. Und das sage ich als jemand, der definitiv kein großer Freund ist von dem Portrayal von John Sim als dem Master. Macy wurde auch hier wirklich gut etwa umgesetzt und es ist Hard Sci-Fi. Aber gutes Hard Sci-Fi. Meine Güte, kann ich über World Enough in Time nur schwärmen. Und auch dasselbe kann ich etwa über Dr. Ford sagen. Ist das etwa so gut wie World Enough in Time? Definitiv nicht. Es hat zwar nicht etwa diese grandiose, etwas gruselige Atmosphäre von World Enough in Time, aber dennoch einen interessanten Vibe. Rachel Talala macht etwa ein gutes Finale aus und ihre Regie ist einfach nur grandios. Sei es etwa die ganzen Snittereien, Editierungen zwischen Cyber Bill und einfach nur Bill. Wundervoll. Wundervoll. Und das Ende, wo der Doktor sich etwa aufopfert, das könnte wirklich etwa ein perfektes Finale von Doctor Who sein. Meine Güte, die letzten 10 Minuten von dieser Episode, wundervoll. Wie der Doktor etwa sich stolz etwa die ganzen Name-Drops macht von den ganzen verschiedenen Plänen, die die Cybermans sowohl in der Classic als auch neuen Serie haben. Wundervoll. Und auch das Finale von dieser Episode und der Cliffhanger, wundervoll. Twice Upon a Time ist die Regeneration Story von Capaldi und meine Güte, kann man sehr viel sagen. Zum einen, der erste Doktor wurde zwar etwa gut gespielt von David Bradley, aber das Material, was ihm etwa gegeben worden ist, war definitiv ein wenig fraglich. Und das ist auch das Traurige an dieser Episode. Es ist definitiv keine schlechte Episode per se, aber meiner Meinung nach ist das deutlich enttäuschend, wenn man David Bradley etwa hier reinbringt, der etwa in einer Transcend Space and Time einen fantastischen William Hartnell gegeben hat in seiner Performance hier und dann etwa sowas mit ihm macht. Definitiv eine interessante Story zu bereden, denn es gibt viele Aspekte, die man loben, als auch hassen kann. Der Captain, gespielt hier von Mark Gatiss, macht wirklich viel Spaß und meiner Meinung nach ist der finale Monolog von Capaldi, wenn auch ein wenig zu kitzig, definitiv earned und einfach nur wundervoll. Aber ich bin irgendwie immer noch traurig, dass Dr. Ford nicht etwa seine finale Episode gewesen wäre. Auch so sehr ich Capaldi liebe, wäre das etwa ein besseres und perfekteres Finale für seinen Doktor gewesen. Zwar kein schlechtes Finale für Capaldis Doktor, aber teilweise enttäuschend. Vor allem für Leute, die etwa den ersten Doktor etwa mitverfolgt haben. Aber kommen wir doch mal zu der finalen McCoy Season. Eine Season, die ich mehr oder weniger immer und immer wieder überlegen musste, wie ich zu dieser stehe. Denn zu ein paar Stories haben sich etwa meine Meinung wirklich stark verändert, zu manch anderen eher weniger. Reden wir doch mal über Season 26 und starten wir doch mal mit der Opening Story Battlefield. Battlefield ist eine Story, wo ich etwa gehört habe, dass die einen die wirklich lieben und die anderen die wirklich etwa hassen. Ich bin, glaube ich, eher mehr im mittleren Feld, aber neige eher mehr zum Mögen. Battlefield bietet wirklich viel Großartiges. Sie in Mars wieder zu sehen, die in den früheren Seasons beispielsweise Sarah Kingdon einen One-Off-Companion gespielt hat, war wirklich charmant und sie etwa hier als Schurken zu sehen, hat wirklich viel Spaß gemacht. McCoy macht auch hier wieder viel Spaß und der ganze Nebencast funktioniert auch wirklich gut. Die Ideen machen wirklich Spaß, den Brigadier wieder mal zu sehen, ist wie immer wirklich toll und so viel zu dieser Story habe ich jetzt auch nicht zu mängeln. An manchen Punkten kann diese Story ein wenig obnoxious sein mit seinen Anniversary Fan Weep, wie zum Beispiel, oh mein Gott, es ist Bessie von der dritten Doktor-Ära. Oh mein Gott.
Gott, schaut doch mal, Bessie ist zurück. Was zwar etwa ganz nett sein kann auf den ersten Blick, aber nach einer bestimmten Zeit doch ein wenig nervig sein kann. Es ist eine der campigeren Stories aus der McCoy-Ära, aber einer der deutlich besseren campigeren Stories als viele aus der Season 24. Von daher, großes Daumen hoch meinerseits, keine perfekte Story, aber eine sehr unterhaltsame Story. Dagegen haben wir Ghostlight. Ghostlight war eine dieser Stories, wo es zugegeben, die wirklich nicht mochte bei meinen ersten Watts. Und deshalb mehr oder weniger auch diese Story mehrfach etwa schauen musste, denn das ist doch einer der confusingsten Doctor Who Stories, die es jemals gab. Das liegt natürlich daran, dass die Runtime bzw. die Episoden mehr oder weniger gecuttet worden sind, denn für Ghostlight waren deutlich mehr Episoden geplant und in einem früheren Draft sollte anscheinend Ghostlight mehr oder weniger Long Barrel sein, was ein anderes Hall of Can für sich ist mit den EU und so weiter. Aber da gehen wir vielleicht mal ein anderes Mal rein. Ghostlight ist eine wirklich gute Story an sich, wenn man diese Story mehr oder weniger mehrfach schaut bzw. einen Rewatch gibt. Ich glaube, die wenigsten mochten Ghostlight bei ihren ersten Watts, denn diese Story ist definitiv nicht die einfachste zu verstehen in vielen Punkten. Der Supporting Cast überzeugt vor allem hier und ist vermutlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste von den ganzen McCoy-Series. Genauso kann man auch sagen, dass McCoy wieder eine fantastische Performance abgibt und vor allem Jeffrey Aldred scheint auch hier wieder deutlich mehr. Die Idee mit Light ist wirklich spaßig und wirklich unterhaltsam umgesetzt worden und das ganze Setting ist wunderbar. Das Directing ist super und superb einfach nur und ich kann diese Story mittlerweile einfach nur loben. Klar wünsche ich es mir, dass manche Dinge deutlich mehr offensichtlicher gemacht worden sind, denn da muss man ein wenig viel zu interpretieren oder viel Lücken etwa füllen, um diese Story wirklich enjoyen zu können. Aber dennoch eine wirklich gute und unterhaltsame Story. The Curse of Fenric. Ich glaube, ich hatte mich kurz. Fenric ist ein fantastischer Schurke und ich bin wirklich traurig, dass New Who mehr oder weniger diesen Schurken noch nicht angefasst hat. Denn dieser Schurke bietet so viel Potenzial an, auch wenn er definitiv sehr stark detached ist mit dem 7. Doktor, aka McCoy. Sophie wieder mal wunderbar gespielt und der Twist mit ihrer Mutter wirklich interessant umgesetzt worden. Supporting Cast überraschenderweise auch hier wirklich gut. Das Location Filming ist wirklich gut. Das Color Grading vor allem in der Special Edition macht wirklich etwa viel Spaß und allein schon wie die Special Edition aufgebaut ist wohl einer der besten Long Edits, die wir jemals hatten bei einem Classic Serial und die ganze Idee, viele der Szenen, der Dialog, fantastisch einfach nur. Kein Wunder, dass diese Story so beliebt ist, wenn nicht sogar die beliebteste McCoy-Story neben Remembrance ist. Und zu guter Letzt Survival. Survival ist ein deutlich mehr Low-Key-Ende für Classic Who. Aber dennoch, es funktioniert wirklich gut als Finale, auch wenn es nie als Finale etwa wirklich geschrieben worden ist. Natürlich, der Endmonolog wurde natürlich mehr oder weniger sehr knapp geschrieben und als finaler Monolog geschrieben, um die Serie wenigstens irgendwie ein vernünftiges Ende zu machen. Aber meiner Meinung nach funktioniert dieses Ende wirklich sehr. Wenn Doctor Who jemals wieder mal abgesetzt wird oder beendet wird, hoffe ich wirklich, dass wir eher mehr so ein Ende kriegen. Ein eher mehr Low-Key-Ende statt wirklich so ein großes, oh mein Gott, Daleks, Cybermen, Sontarans, The Master und so weiter Team ab, um den Doktor zu zerstören und bla bla bla. Die letzte Inkarnation des Doktors und bla bla bla. Der Doktor stirbt. Oh mein Gott, wie traurig. Oh mein Gott, bla bla bla. Ich bin wirklich kein großer Fan von dieser Idee, wenn man jemals etwa ein Ende für Doctor Who setzt. Ich bin eher mehr die Idee, ja, wir setzen unsere Abenteuer fort, aber die werdet ihr nicht on screen sehen mehr. Ein deutlich mehr fittigeres Ending und deutlich mehr passend für das Format von Doctor Who mit so einer langen Tenure. Aber genug Geramble, denn wir wollen doch mal wieder über Survivor sprechen. Kurz gesagt, wieder mal fantastisch, wie unsere Leads hier das spielen. Eine fantastische Dynamik. Das neue Setting erinnert sehr stark etwa an ein paar der Early-Momente aus der Russell T. Davies One-Ära. Und das ist überraschenderweise sehr fitting für diese Story, dass man hier etwa deutlich mehr Fokus auf Ace setzt. Macht wirklich Spaß und fühlt sich so an, als hätte mal einen kleinen Mini-Arc mit ihr beendet. Wie der Master hier auftritt, ist wirklich gut und Andy war noch nie besser in seiner Rolle hier. Ich mag ihn zwar in jedem Serial, aber hier ist er deutlich mehr ein Highlight als in vorherigen Serials. Dass er deutlich düsterer aufgebaut ist wirklich fantastisch und einfach nur gut gemacht. Der Planet der Seaters ist sehr interessant umgesetzt, wenn auch ein wenig billig in manchen Aspekten. Und klar, Classic Who hatte immer so einen billigeren Charme in manchen Szenen, in manchen Settings, aber jetzt nicht so stark wie hier. Aber an sich die Kostüme sehr solide, der Nebencast funktioniert auch wirklich gut und so
Survival ist ein gutes Ende für diese sehr starke, fokussierte Ace-Season. Und da Ace ein fantastischer Charakter ist und ich sie wirklich mag, gibt es von mir natürlich einen Daumen nach oben für diese wirklich fantastische, gute finale Classic-Season mit eigentlich nur Bangers. Kommen wir doch mal zu einer sehr underrateden 60s-Season. Underrated meiner Meinung nach, weil so viel von dieser Season missing ist. Kommen wir doch mal zu der uncompletesten Doctor Who Staffel überhaupt. Season 4, aka der Wendepunkt von der Hartnell-Ära zur Troughton-Ära. Ein definitiver, nicht so smoother, aber definitiv sehr interessanter Prozess bzw. Zeitpunkt für die Show. Und beginnen tun wir doch mal mit dem Leftover Serial des Smugglers. The Smugglers ist meiner Meinung nach glorreich. Der Humor sitzt, die Story macht wirklich viel Spaß und auch wenn sie missing ist, fühlt man einfach die ganze Energie von der Voice Delivery bei jedem der Cast-Members. Ben und Polly bringen etwa einen sehr frischen Wind in die Show rein und ich lieb's einfach nur. Auch Bill Hartnell ist mal hier wieder on top Form und bringt einer seiner witzigsten und besten Performances überhaupt heraus und das sogar bei dem mehr oder weniger Ende und wie er sich etwa fühlt, ist einfach nur zu loben. Das Acting generell ist wirklich on point. Die ganze Piraten-Story ist zwar nicht etwa die außergewöhnlichste oder beste, aber so eine charmante, dass es sie einfach nur lieben kann. Ich weiß, viele Leute finden The Smugglers etwa sehr langweilig und ich persönlich würde es auch bevorzugen mit Visuals, da ich etwa wirklich denke, dass The Smugglers auf denselben Podest von Comedy stehen kann, wie zum Beispiel The Romance. Dadurch, dass etwa viele der Visual Gags aber verloren gehen, ist es leider nicht der Fall. Dennoch, die Voice Delivery und die witty Lines sind so charmant und so unterhaltsam einfach nur. Und mein controversial Take, aber ich bin kein großer Fan von The 10th Planet. Ich hätte zwar dieses Serial und bin wirklich froh, dass das größte Teil dieses Serials noch existiert, auch wenn es so frustrierend ist, dass die letzte Episode animiert werden musste, da die etwa nicht in der Gänze existiert. Immerhin existiert die Real Narration, also yippie. The 10th Planet bringt uns etwa eine sehr interessante Story Art hervor, die etwa in den Troughton Years deutlich mehr genutzt worden ist. Und zwar die Base Under Siege. Die Base Under Siege hier bei The 10th Planet macht zwar Spaß, aber man merkt mal schon, dass diese Formel noch nicht etwa ausgereift worden ist. Die Cybermans und ihr Design ist einfach nur so fucking gut. Sehr, sehr gruselig, sehr, sehr passend einfach nur und vermutlich das beste Cyberman-Design überhaupt. Dagegen aber, wie die Story Bill Hartnell tweetet, ist ein wenig, naja. Ich kann verstehen, dass etwa manche der Production-Issues mehr oder weniger durch Bill Hartnells sehr declining Health gekommen sind, aber oh mein Gott. Der erste Doktor verdient ein deutlich besseres Ende und das etwa für eine ganze Episode etwa hier aussetzt, ist wirklich einfach nur traurig sich anzusehen. Klar, wie gesagt, ich verstehe, dass etwa die ganzen Umstände das etwa ein bisschen problematisch gemacht haben und klar, ich weiß, dass The 10th Planet nicht als großes Finale angedacht worden ist, auch wenn es schöne Parallelen gibt mit den Cybermans und den ersten Doktor, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir mehr von Number One gekriegt haben. Aber hey, die Regeneration ist glorreich, Power of the Daleks. Es gibt nur wenige Stories, wo ich etwa wirklich frustriert bin, dass sie etwa missing sind. Und das ist einer der größten Contenders dafür. Klar, ich mag die Animation sehr, die zwar nicht etwa so smooth ist, wie man sich erhoffen würde, aber dennoch durch die Art Direction dieses klaustrophobische Feeling von dieser Story sehr gut hervorbringt. Und generell, da kann man nichts falsch machen mit der ersten Post-Regeneration Story, die Troughton glorreich einfach nur zeigt. Und meine Güte, was für ein interessanter Approach. Troughtons Doktor versucht etwa wirklich, sich von Bill Hartnells Doktor zu entfernen und das ist so eine interessante Idee. Dass er dann auf die Daleks bei seinem ersten Adventure trifft, ist umso trauriger. Die ganze Geschichte rund um die Daleks und wie sie etwa diese Colony langsam unterwandern, ist wundervoll. Und ich liebe Power of the Daleks einfach nur sehr. Was sie mit Ben und Polly hier gemacht haben, ist wundervoll. Und Troughton, auch wenn sie sich noch etwa in die Rolle reinfinden muss, ist wundervoll sich anzuschauen. Und die Daleks sind vermutlich etwa die bösesten, die wir überhaupt jemals gesehen haben in der ganzen Show. The Highlanders ist ein underrated Sam. Mal wieder mal ein mehr comedic, historical und ein guter Showcase für Troughton's Doktor. Ähnlich wie bei Robot mit Tom Baker sehen wir hier Troughton's Doktor in einer Bill Hartnell historical Story. Aber dadurch, dass er so anders ist, sind die Events hier deutlich anderser. Beziehungsweise deutlich neuer teilweise. Ich bin ein großer Fan von Pure Historicals. Besonders wenn sie etwa Comedy sind. Und der Highlanders beweist mal wieder, wie gut Comedy und Pure Historicals sich etwa einander setzen können. Hier kriegen wir zum ersten Mal Sammy McCrimmon, der beliebte Second Doctor Companion, zu sehen. Und er ist einfach nur wunderbar gespielt von Fraser Hines. Die kleinen Momente mit Troughton, wie er etwa ein kleiner Kremlin-Doktor ist, sind wundervoll. Und was sie hier mit Polly gemacht haben, ist vermutlich meine Lieblingsuse von Polly in der ganzen Show. Wundervoll
wundervolle Story. Ich bin wirklich traurig, dass diese Story auch komplett missing ist, wie bei The Smugglers. Und mit wundervoll gehen wir weiter mit der dritten Story von Troughton, The Underwater Menace. Underwater Menace ist für viele nicht gut. Für mich persönlich ist es etwa ein Guilty Pleasure. Professor Zaroff ist cheesy und sehr dumm gemacht, aber wird einfach so gut overacted und macht so viel Spaß. Die ganze Idee ist eine sehr spaßige, und auch wenn Underwater Menace manchmal ein cleveres Skript oder clevere witty Dialoge lackt, macht es einfach nur Spaß und ist eine sehr spaßige Romp. Troughtons Doktor wird mal hier wieder gesilenced und wir kriegen etwa eine sehr andere Story zu sehen, die mir wirklich einfach nur Spaß macht. Sehr unterhaltsame Story, und leider habe ich die Animation bisher davon nicht gesehen. Von daher bin ich ein sehr schlechter Completionist. Und die Recon ist etwa sehr furchtbar auf der DVD, aber die Loose Cannon Recon ist ziemlich gut. The Moon Base ist meiner Meinung nach The Ten Planet, aber wenn es gut wäre. Klar, vermutlich hake ich ein wenig zu sehr auf The Ten Planet, wegen seines Status und so weiter. Aber The Moon Base hat etwa ein sehr ähnliches Konzept und ist mal wieder eine Beta an das Teams mit den Cybermans. Und auch wenn das Design zwar immer noch gut, aber deutlich schlechter ist als bei den Mondasian Cybermans, muss ich zugeben, The Moon Base ist deutlich unterhaltsamer und nutzt den Doktor deutlich besser, dadurch, dass Troughton mehr oder weniger mehr machen kann und nicht etwa die Health Problems hat wie Bill Hartnell. The Moon Base ist sehr spaßig und die Animationen, die die erste und vierte Episode etwa füllen, sind sehr gut gemacht worden und fühlen sich etwa sehr passend zu den existierenden Episoden an. Was man hier mit Polly gemacht hat, ist ein wenig öde. Dass Sammy mehr oder weniger im Koma liegt, ist ein wenig öde. Aber hey, Ben und der zweite Doktor haben viel zu tun und es ist sehr spaßig einfach nur. Macra Terra ist großartig. Macra Terra ist ein underrateder Sam und ich bin so froh, dass durch die Animation diese Story deutlich mehr Liebe bekommt. Ich liebe Macra Terra. Nicht nur kriegen wir etwa Krebse, die 1948 nachmachen. Nein, es kam sogar vor 1948. Macra Terra ist einfach nur so verdammt gut. Mal wieder ein Banger-Skript von Ian Stewart Black, der mal hier wieder was sehr Interessantes mit dem Doktor macht. Und die ganze Colony-Geschichte ist einfach nur super gemacht worden. Die Animationen sind so verdammt gut gemacht worden. Super smooth, super gut gemacht. Sehr gutes Timing. Und es fühlt sich so an, als hätte man etwa Troughton in der Animation regecatzert. Auch wie die anderen Actors geht es, auch wenn die Likeness bei Ben und Polly ein wenig nicht so sichtbar sind, aber hey, sie haben dennoch etwa einen ziemlich guten Job gemacht. The Faceless Ones ist sehr spaßig. Vielleicht ein wenig zu lang und die Animationen sind ein wenig schwächer als bei Macra Terra. Immer noch sehr gut, aber die Likeness vor allem bei Troughton oder auch bei Sammy sind teilweise nicht so gut, wie man es erhoffen würde. Aber dennoch, es ist eine sehr spaßige Story. Die ganze Idee mit den Airpod und den Chameleons ist einfach nur wunderbar gemacht worden. Und auch wenn die Departure von Ben und Polly jetzt nicht etwa so viel gespendet worden ist, finde ich dennoch, es ist eine gute Departure. Ich hätte gern mehr von Ben und Polly gesehen, aber hey, Sammy kriegt hier etwa ein Rampenlist und wir kriegen sogar einen Would-Be-Companion, der einfach nur wunderbar zu sehen ist und von der ich gerne mehr gesehen hätte. Troughton und Samys Beziehung werden deutlich mehr explored hier und das mag ich wirklich sehr und das führt uns auch zu einer der größten Highlights dieser Season, The Evil of the Daleks. Das große Finale für die Daleks, wenn sie nie zurückgekehrt wären, und meiner Meinung nach ein sehr würdiges Finale. Nicht nur ist es etwa eine super gute Variety-Show, nicht nur schreibt David Whittaker die Daleks wie kein anderer, nicht nur ist der Dalek Emperor einfach nur episch sich anzuschauen und nicht nur wird etwa die Beziehung zwischen den Doktor und Sammy super weitergeforst, nein, es ist auch ein super Epilog in der ersten Episode von The Faceless Ones, eine sehr interessante, spaßige Victorian Romp und hey, wir kriegen sogar etwa einen türkischen Wrestler, der eigentlich keinen wirklichen Grund hat, warum er etwa in dieser Story ist, aber hey, es ist easy, es ist Schuh und ich mag's irgendwie. Die Animationen auch hier sind wirklich wunderbar. Ich hätte gerne zwar die originalen Episoden gesehen, da von den Dingen, die wir etwa von den originalen Episoden haben, eingeschlossen Episode 2, es wundervoll aussieht einfach nur. Aber hey, ich bin zufrieden mit den Animationen, denn die haben wirklich den Scale der Epicness wirklich ziemlich gut gecatcht. Die Daleks werden hier bösartig gezeigt oder auch manchmal dizzy gezeigt und es ist einfach nur so spaßig. Wie ihr merkt, ich bin ein großer Fan von den Dalek Troughton Stories. Beide Meisterwerks und ich hätte mir gerne etwa mehr von diesen gewünscht. Während Season 8 für mich mehr oder weniger die schlechteste Pertwee Season ist, eine sehr gute, aber nicht die beste, ist die vorherige Season, aka Season 7, die beste Pertwee Season und einer der besten von ganz Classic Who und generell von Doctor Who. Und beginnen tun wir mit dem Vorpater, geschrieben von Robert Holmes, wieder mal Robert Holmes Lob, yay, Spearhead from Space, die allererste Story von John Pertwee als der Doktor, die allererste 70er Story und die allererste
erste Unit mehr oder weniger grounded Story after the invasion. Und meine Güte, gibt's einfach nur sehr viel zu loben hier. Spearhead von Space ist meines Wissens nach das einzige Serial aus der Classic Show, was komplett auf Film gedreht worden ist. Und das merkt man einfach nur. Der Upscale bei der Blu-ray ist großartig und einfach nur phänomenal. Und generell, die Story durch den gedrehten Film hat deutlich mehr Atmosphäre irgendwie. Beziehungsweise die Atmosphäre wird stark enhanced, wie es eben gedreht worden ist. Beispielsweise die Orton-Attacke bei den Schaufenstern ist so viel mehr atmosphärischer, als es sonst wäre. Die Leute, die Orton spielen, machen einen fantastischen Job mit ihrer Körpersprache und all diese anderen Nebencharakteren und Nebenplots fungieren einfach nur großartig hier. Lissor wird hier eingeführt, gespielt von der großartigen Caroline John und meine Güte ist sie hands down einer der besten Companions, die das Who jemand gesehen hat. Und auch Nicholas Courtney wird reintroduced hier als der Brigadier und hat eine fantastische Rolle einfach nur hier. Jon Pertwee, zwar nicht der Doktor, den wir alle kennen und lieben erstmal wegen seiner Post-Regeneration, gibt eine dennoch sehr gute Performance aus und fest Gras als allererster Doktor super schnell an. Also, wuhu, Applaus für ihn, wuhu. Zudem ist sein Outfit aus dieser Season einfach nur glorreich, gigantisch und phänomenal. Und wenn es das euch noch nicht reißt, dann lasst mich etwa erklären, wie diese Story endet. Jon Pertwee, der dritte Doktor, kämpft gegen ein Tentakelmonster, aka die Nancy Consciousness. Jon Pertwee, Tentakel Hentai, muss ich mehr sagen, glorreiche Story einfach nur. Und mit glorreich setzen wir fort, denn Doctor Who and the Silurians, und nein, so heißt die Story wirklich wegen einem Tippfehler, ist wunderbar. Ein Seven-Parter, der nicht trackt, meine Güte Who, hast du was etwa geschafft? Meistens kritisiere ich oft, zumindest wenn ihr dieses Ranking schaut, dass manche Classic Series ein wenig tracken und das sage ich ein wenig oft. Aber hier muss ich sagen, klar gibt es Momente, die man raussteigen könnte, aber so wirklich tracking, nicht wirklich. Die Idee hinter den Silurians, dass sie vor uns existierten, als die erste Spezies auf der Erde mit Intelligenz, ist wunderbar gemacht worden und ich wünschte mir wirklich, dass New Who oder selbst Classic Who das mal aufgegriffen hätte in einer prehistorical time mit den Silurians, denn das wäre glorreich. Die Kostüme der Silurians sind ikonisch und die Töne, die machen, ikonisch as fuck. Zwar sind die Kostüme ein wenig schlecht gealtert, aber hey, dafür bringen sie ein paar der besten Cliffhangers in ganz of Who. Das Ende ist wunderbar einfach nur gemacht worden. Lissor hat hier einer ihrer Standout-Performances einfach nur und wie sie etwa in dieser Story fungiert, glorreich. Wir lieben es, wenn der Companion auf derselben Wellenlänge mit dem Doktor ist. Einfach nur glorreich. Und Nicholas Courtney hat auch hier etwa eine sehr interessante Präsenz. Denn anders als in vielen anderen Stories aus der Pertwee-Ära hat er doch eher mehr eine antagonistische Präsenz gegen den Doktor teilweise. Und das ist wirklich ein interessantes Konzept, wo es mir wirklich gewünscht hätte, dass sie das mehr untersucht hätten in anderen Stories. The Ambassadors of Death ist eine underrated Story aus dieser Season. Ich weiß, diese Story ist vermutlich die Story, die am meisten affected ist von Pacing Issues, aber meine Güte, die Story funktioniert wirklich, wirklich gut. Ambassadors of Death präsentiert uns etwa die Frage auf, ob Aliens uns etwa auf den ersten Kontakt treffen würden und ob die einfach nur normal wären und nicht etwa uns zerstören würden wie in vielen anderen Sci-Fi-Filmen. Ich bin überrascht, dass Who einer der ersten war, die diese Idee genommen haben und umgesetzt haben. Vielleicht liege ich falsch, aber korrigiert mich in den Kommentaren, falls ich das tue. Denn diese Trope wurde mehr oder weniger vorher eher weniger genutzt. Und auch später wurde die deutlich weniger genutzt als die typische Alien Invasion Trope. Also dass man das subverted ist wirklich interessant. Zwar wünsche ich mir sehr, dass man mit Lissor deutlich mehr gemacht hätte, denn für die meiste Zeit diese Story wird sie mehr oder weniger geketchupt. Aber naja, was will man machen? Die ganzen Nebencharaktere funktionieren wirklich, wirklich gut. Nicholas Courtney's Brigadier und Jon Pertwees dritter Doktor haben eine fantastische Chemie miteinander, vor allem in dieser Story. Und was gibt's mehr zu sagen, außer die Astronauts-Kostüme, die Aliens tragen, sind einfach nur ikonisch und wirklich, wirklich gut gealtert vom Design her. Zu guter Letzt die beliebteste Story von dieser Season, Inferno. Ich kann verstehen, warum Inferno so beliebt ist. Eine Story, die mit ein Paralleluniversum spielt, wo viele unserer geliebten Charaktere Faschisten sind, ist ein sehr interessantes Konzept und wurde wirklich gut gespielt. Nicholas Courtney spielt sein böses Counterpart wirklich, wirklich gut und die Augenklappe ist einfach nur ikonisch geworden. Selbes kann man auch für Caroline John sagen als Lissor. Der einzige Kritikpunkt hier, würde ich sagen, ist, dass ich gerne mehr von Lissor gesehen hätte, also unserer proper Companion, was wir etwa hier in dieser Story größtenteils eher weniger haben. Man könnte mal zwar kritisieren, dass das Setup bis wir zu
zu dieser parallelen Welt kommen, ein wenig lang dauert, aber dennoch, die Story funktioniert wirklich, wirklich gut. Die Action sitzt einfach nur, die Umsetzung, die Ideen sind großartig. Einer der besten Cliffhangers, als die Parallelwelt mehr oder weniger dem Ende naht. Und Son Pertwees ernstere Seite als der dritte Doktor zu sehen, ist was Besonderes, was ich wirklich ein wenig vermisse bei den späteren Seasons. Versteht mich nicht falsch, Pertwee kann auch campy sein, aber diese ernste Seite, die vor allem in dieser düsteren Story gezeigt wird, ist eine so interessante und da hätte ich gerne mehr von gesehen. Was kann man dazu mehr sagen, außer ein wirklich verdientes, wirklich glorreiches Ende für so eine wunderbare, fantastische Season einfach nur. Wenn ihr Season 7 nicht gesehen habt und in die Son Pertwee-Ära reinkommen wollt, dann empfehle ich das wirklich sehr. Auch wenn die meisten Storys sehr langatmig sind, aber ich mag das persönlich sehr. Aber kommen wir endlich mal zu der letzten Season dieses Rankings. Und wie schon ganz am Anfang erwähnt, und ich blame euch nicht, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, weil heilige Scheiße bezweifle ich, dass irgendwer dieses Video in ein Go schauen kann oder will. Falls jemand das tut, schaut das an dich und generell schaut das an jeden, der bis zu diesem Punkt dieses Video geschaut hat. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Aber wie schon halt am Anfang erwähnt, es gibt zahlreiche Seasons oder Series, die es verdient haben, auf den ersten Platz zu sein. Und generell ist dieses Ranking eher mehr eins, was man grob ansehen sollte. Und das kann sich immer und immer wieder ändern. Denn Starfans zu ranken ist deutlich komplizierter als zum Beispiel Filme oder auch Games. Aber genug gesnackert, kommen wir doch mal zu meinem Platz 1. Die erste Season, die ich etwa als Platz 1 von Doctor Who bezeichnen würde. Das hat mich sogar ein bisschen überrascht. Vielleicht den einen oder anderen auch, denn Season 13, aka Tom Bakers zweite Season als der Doktor, ist auf diesem Platz. Ein Fan-Favorite und auch für mich eins der besten Seasons, wenn nicht sogar die beste Classic Season, zumindest die beste Tom Baker Season überhaupt. Season 13 ist vollgepackt mit Klassikern und kultigen Series. Also beginnen wir doch mal mit dem Opener Terror of the Zygons. Es ist wirklich schön zu sehen, dass wir auch immer noch Harry haben, auch wenn es eine einzige wirkliche proper Story ist in dieser Season, aber die Dynamik mit diesem Trio macht einfach nur Spaß. Ein fantastisches Doctor Who Dio, was einfach nur eine viel zu kurze Zeit miteinander hatte. Liz Layton und Tom Bakers Dynamik ist mal wieder on point und die Momente mit Liz Layton sind auch einfach nur wundervoll. Ich bin zugegeben nicht der größte Fan von Shapeshifter Stories. Natürlich haben sie ihr Appeal und natürlich würde ich mich wundern, dass Doctor Who nie so eine Story attempted hat. Natürlich hat Doctor Who das zahlreich attempted, sogar selbst in dieser Season zweimal, aber dazu kommen wir noch. Aber die Zygons sind ein wirklich fantastisches Design und wundervolles Konzept. Deren Stimme ist chilling und das Whispering macht das ganze Design einfach nur umso besser. Auch das Design vom Spaceship und generell die Ideen, die hier gespielt werden, sind wundervoll. Eigentlich sollte diese Story ein Six-Parter sein und so sehe ich auch die Tom Baker Six-Parters meistens mag. Kann ich es eher weniger sehen, von daher bin ich sehr froh, dass wir nur einen Four-Parter hier gekriegt haben. Die Cliffhangers funktionieren auch wundervoll und generell es ist spaßig und wundervoll zu sehen, dass wir immerhin noch eine weitere Brigadier Fourth Doctor Story gekriegt haben. Den Prick aka Nicholas Courtney wiederzusehen ist wie immer ein Blast. Und generell ist dieser Opener ein Blast. Zwar bin ich kein großer Fan, wie sie etwa das mit Loch Ness gemacht haben, also den Loch Ness Monster. Das ist schon ein wenig crappy gealtert, aber hat auch natürlich einen Charme, auch wenn es ein wenig schade ist, dass man dieses wundervolle Konzept mehr oder weniger ein wenig gewastet hat, aber ansonsten wäre das auch ein wenig nitpicky von mir. Ich bin ein großer Fan von Terror of the Zygons. Es ist einfach nur eine großartige, unterhaltsame, spaßige Story. Planet of Evil dagegen ist ein wenig ein Weak Link in dieser Season. Versteht ihr mich falsch? Es ist eine unterhaltsame Story, die vor allem von unseren fantastischen Leads getragen werden. Hier dieses Mal ohne Harry, also ein Fourth Doctor und Sarah Trancer, was auch immer spaßig ist und vor allem in dieser Season geproved worden ist, dass es funktionieren kann. Und das Set-Design ist wundervoll. Kein Wunder, dass viele bei der BBC dieses Set-Design gelobt haben oder auch ein paar der Neustarter das gesagt haben. Denn dieses Set-Design ist auch einfach nur wundervoll. Die Ideen, die uns hier präsentiert werden, machen Spaß und sind auch eigentlich sehr spaßig. Aber ich weiß auch nicht, der Supporting Cast leckt auch einfach nur. Macht zwar eine solide Performance, aber so wirklich erinnern tue ich mich an fast keinen. Und generell fühlt sich die Story ein wenig vergessenswert an. Vor allem, wenn man sieht, mit welchen Stories sie gepaart ist. In jeder anderen Season ist diese Story solide. Okay, in dieser Season ist sie leider vermutlich die schlechteste Story. Aber dennoch eine sehr solide, die akzeptabel einfach ist, I guess. Pyramids of Mars. Oh boy, kommen wir doch mal zu meinem
meinen vermutlich Favoriten unter den Tom Baker Serials, wenn wir City of Death und Zarda nicht ansehen. Pyramids of Mars ist eins der tightesten Scripts von Classic Who überhaupt. Es trackt niemals, es ist perfekt gepaced. Sarahs und Forths Dynamik sind vermutlich on top vom hier. Und Sutek ist wundervoll gespielt worden und gesprochen worden von Gabriel Wolf und hat ein fantastisches Design. Ich liebe es, wie wir dieses Serial beginnen, mehr oder weniger, mit dem 4. Doktor, wie er in einer sehr moody Mod ist. Und generell sieht es diese Mod relativ durch dieses Serial hindurch. Und surprisingly, es funktioniert ziemlich gut. Early Tom Baker ist nur selten wirklich etwa try ernst. Natürlich ist er deutlich ernster als in späteren Seasons, vor allem im Vergleich zu den Crane Williams Seasons. Aber wenn er ernst ist, dann weiß man genau, dass was ziemlich Furchtbares passieren wird. Und Pyramids of Mars ist genau das. Sutek ist eine bedrohliche Force, die uns wirklich gut portrayed wird. Und die Gefahr, die von Sutek ausgeht, wird uns mit solchen Szenen wie dem 4. Doktor, wie er Sarah in die Zukunft bringt und zeigt, wie diese Welt in die Apokalypse gegangen ist, wundervoll vorgestellt. Sutek ist ein wundervoller, grandioser Schurke. Pure Evil unterhält er so gut und ist auch einfach nur entertaining, sich anzusehen. Und dasselbe kann man auch zu unseren wundervollen Leads sagen, die einer der besten Dynamiken in diesen Series überhaupt haben. Vor allem Elizabeth Sladen hat wirklich viel gutes Material gekriegt und auch Tom Baker gibt vermutlich seine beste Performance hier ab. Generell, Pyramids of Mars ist zu Rest etwa ein Klassiker und ich kann es nur bis zum Ende loben. The Android Invasion ist ein Terry Nathan Script, was wieder mal Shapeshifter versucht zu machen. Und auch wenn ich gepackt war auf den ersten Blick, muss ich zugeben, diese Story ist on Rewards jetzt nicht allzu dolle. Es ist eine sehr charmante Story, die Spaß macht und weiß, wie sie zu unterhalten hat. Die ganzen Ideen mit den Androids ist wirklich gut umgesetzt und ich mag auch das Designs der Krells, aber so wirklich ein Fan von diesem Serial bin ich eher weniger. Ein sehr charmantes Serial, was paar sehr impressive Momente hat und einen ziemlich guten Cliffhanger mit Sarah und dem 4. Doktor, aber ansonsten jetzt auch nicht allzu memorable ist. The Prey, auch Morbius, ist vermutlich der Peak, wenn es um das Set-Design und um die gothische Atmosphäre von der Hinchcliffe-Ära geht. Zumindest meiner Meinung nach. Die ganze Welt, wie man hier das aufgebaut hat mit Khan, wundervoll. Der Hexenclan funktioniert ziemlich gut. Der 4. Doktor und Sarah, mal wieder eine wundervolle Dynamik. Und Morbius ist ein wundervoller Schurke, der wundervoll designt worden ist. Ein Timelot in dieser Art und Weise zu sehen und so early in der Show's History macht doch eigentlich wirklich verdammt viel Spaß. Und generell der Supporting Cast ist wundervoll. Das kann ich eigentlich über fast jede Story von dieser Season sagen. Aber besonders hier ist der Supporting Cast einfach nur top-notch. Alle machen eine sehr gute Performance und die Story weiß, wie jetzt sie zu packen hat. Wir kriegen auch hier wieder ein paar wundervolle kleine Momente, wie zum Beispiel, wo Sarah sagt, dass sie etwa den 3. Doktor ziemlich mochte, als der 4. Doktor ihn referenziert mit einer seiner Lines. Und für solche kleine Momente lebe ich einfach nur in Classic Who. Das vermisse ich wirklich manchmal in New Who. Und das ist kein Dick an New Who, aber solche Momente machen wirklich eine Story für mich umso besser. Das Fighting-Duell mit dem 4. Doktor und Morbius, wundervoll. Was gibt's mehr zu sagen? Es ist The Brain of Morbius. Die Superior Morbius Story im Vergleich zu den 2022er Morbius-Film, der natürlich related ist zu Doctor Who. Ich meine, Matt Smiths 11th Doctor ist da drin. Wie kann es etwa bitte nicht zu Doctor Who related sein? Und zu guter Letzt Seeds of Doom, ein Six-Parter. Und meine Fresse, ich vergesse immer und immer wieder, dass es ein Six-Parter ist, denn diese Story ist so nice gepaced. Ich liebe es, wenn eine Classic Story so tightes Pacing hat, allein vom Skript her. Und Seeds of Doom ist das perfekte Beispiel dafür. Zwar kann es daran liegen, dass wir das Setting sehr schnell verändern, beziehungsweise in ein neues Setting reingehen nach den ersten 2 Episoden. Und dieses neue Setting überzeugt einfach nur. Es ist zwar nicht das beste Setting von allen Settings, die wir in dieser wundervollen Season gekriegt haben, aber ein sehr unterhaltsames und wirksames. Der Schurke hier überzeugt einfach nur. Die Chronoids werden wundervoll dargestellt mit den Special Effects. Und generell, die Cliffhangers. Ich hab's vermutlich 100-mal schon erwähnt, aber die Cliffhangers in dieser Season hitten so gut. Nicht alle sind etwa Bangers, aber bei dieser Story, ja, fast alle sind ziemlich wundervoll. Generell, Seed of Doom ist eine wundervolle Story. Wundervolle Momente mit dem 4. Doktor, wundervolle Momente mit Sarah und ein wundervoller Climax mit fantastischen, vielleicht ein wenig crappy gealterten, aber sehr charmanten Effekten. Generell, die Chronoids sind einfach nur wundervoll designt worden. Es ist wirklich schade, dass sie fast
fast kaum in Doctor Who mehr genutzt worden sind. Selbst im EU, wo fast jeder der Charaktere, egal wie klein er war, immer und immer wieder genutzt wird. Eine Cranioid Return würde mich wirklich sehr freuen. Wundervoller Six-Parter, vermutlich der niceste, gepacedeste Six-Parter seit einer langen Zeit in Doctor Who. Und damit beenden wir doch dieses Ranking. Und da es sich hierbei um ein meist ambitioniertes Videoprojekt handelt, paar kurze Worte gegen Ende, um das Ganze mehr oder weniger ein Epilog zu geben. Zum anderen möchte ich etwa clarifying, auch wenn vieles von New Who definitiv mehr oder weniger unter Classic steht, muss ich zugeben, so viele Dinge, die es gibt bei New Who, die mich stören, so doch gibt es viele Dinge, die ich auch wirklich liebe. Das Directing bei vielen Episoden, die Musik ist wirklich ziemlich gut von Marigold und so weiter und so weiter. Es gibt vieles zu lieben bei New Who. Ich persönlich bevorzuge aber Classic, wie man in den Ranking vielleicht etwa merken kann. Ich weiß auch nicht, aber Standalone Stories reizen mich ein wenig mehr, vor allem, wenn sie in einer längeren Art erzählt werden, was mit Series halt eben super geht. Sicherlich waren die ein oder anderen dann verwirrt über manche der Plätze, von daher, wie gesagt, schreibt auch gerne eure Rankings rein, egal ob ihr jetzt nur New Who oder auch Classic noch gesehen habt. Schreibt einfach euer Ranking ein, von den Seasons, die ihr komplett gesehen habt. Das ist bestimmt eine sehr spaßige Idee. Und ich bedanke mich vor allem bei den Leuten, die das Video ganz geschaut haben. Sei es nun, dass ihr das verteilt habt oder es sogar etwa im ganzen Einsitz geschaut habt. Danke, danke, danke. Und wenn ihr dies gemacht habt, hey, wieso kommentiert ihr nicht vielleicht, wo ist der Psyker Doctor? Wieso hast du nicht über Richard E. Grant's Psyker Doctor gesprochen oder sowas ähnliches? Warum? Nun, es wäre einfach witzig und interessant zu sehen, wer das Video bis zum Ende geschaut hat. Oder bis zu jedem bestimmten Punkt geskippt ist. Aber naja, eine verwirrende Nachricht in den